Lieber Gott, zwei Method, wann ich werden so wieder abstinent. Dazu hab ich kein Talent, nur ein Wein schenkt's mir rein. Ich bin heut, weil's mir gefällt, immer lustig, lebensfroh. Vor mir raus irgendwo sing ich das als heut. Jesus, Freundel, ausgesteckt ist, da gibt's Weindeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Lied daher, vorhin mir rum ist Kammerleer. Jesus, Freundel, ausgesteckt ist, da gibt's Weindeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Lied daher, aber höher geht's nicht mehr. Servus, küss die Hände, es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Bund. Ihr hört seit Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon vorhand. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klaus zupft auf der Gitarre. Alles Backe spülen wir nach dem Wiener Schnarr. Die Quetschen klingt halt super fein, die Kontrabomben mittendrein. Uns Gesang klingt jetzt auch schon recht human. Dummle und grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spül für euch die 16er Bund. Ihr hört seit Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon vorheit. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Jawohl, grüß euch, servus. Und küsst die Hände, die 16er, wir sind wieder da, heute wieder aus meiner Klause in der buckligen Welt in Bad Schönau. Und der Patrick ist mein Gast. Ja, ich freue mich, Dankeschön. Es ist mir eine Ehre. Ich vergesse nicht dir zu machen, ich sollte dir zumachen vielleicht. Ich finde es recht angenehm da eigentlich. Ihr müsst uns wieder daran erinnern, dass ich Holz nachlegen muss. Jawohl. Den Ofen dürfen wir nicht ausgelassen. Musst du machen, ich kann da schwer vorbei. Ja. Mach mal. So, das ist ein Aschenbecher, muss man da wegstellen. Warum musst du das? Weil er ein Bild ist. Na und? Naja, wie schaut das Da aus? wird dann nicht eine rauchen auch. Ja schon, dann kann man nicht wieder her. So. Dann kann man wieder herstellen, weil jetzt wollen wir ja family-friendly sein. Jawohl, ich trage das Klum. Jawohl. Das Anbottling haben wir schon gemacht. Haben wir heute schon Seid hinter ihr uns? nicht dran. Bitte, ja. Aber daher werden wir gleich mal so starten. Schön, dass ihr dabei seid auf einem gemütlichen Abend miteinander. Patrick, Sehr zum Wohle. Prostal. Prost, Gesundheit. Wir trinken heute einen gespritzten. Haben wir schon länger nicht in der Pavlatschen. Ein gutes Getränk. Ja. Nach wie vor. Heute aber, der Spritzte hat immer Saison. Absolut, ja. Immer. Wir trinken vom Adi Graf ein Liter war ein grüner Veltliner. Jawohl. 20er, herrlich. Jawohl. Und Ein weil ich natürlich da in der Klause jetzt noch nicht so professionell PR-Marketing technisch vorbereitet bin, wie ich bei mir daheim in Wien und daher hier keine Sponsorwand sozusagen habe ich das jetzt beinhart eingeblendet. Da sieht man es, powered by musikverstehen.net. Jawohl. So, eine schauen einfach, gehen wir nochmal plaudern drüber, aber nur das wisst. Das wisst, das ist da, gerne. weil hinter mir jetzt, das habe ich nicht aufhängen können. Nein, es geht halt, aber es wird. Überarbeiten dann. So, wie und je prämieren wir sozusagen mit einem Gruß den ersten Chatter. Und das war und je hätte ich jetzt bald gesagt, ist das der Raffi Illmeier. Der Raffi, servus, grüß dich, Gott. Raffi, servus und der gleich zum Geburtstag gratuliert. Oh, ich bedanke mich ganz herzlich. Ja. Ich habe aber erst morgen. Richtig. Ich habe noch nicht heute. Ja. Es ist ein bisschen früh, aber trotzdem danke schon. Deswegen bemühen wir uns aber, dass wir heute auf jeden Fall Mitternacht Da erreichen. Müssen wir, tut mir leid. Es müsst ihr nicht, aber... Da muss ich durch. Aber ich weiß, ich habe jetzt ja schon gelesen, der Fritzl-Status wird uns treu bleiben dabei, weil er hat morgen frei. Das ist eine sehr gescheite Geschichte. Fritzl, das ist das Gescheiteste überhaupt, weil
wie gesagt, also heute, das wird schon. Was haben wir noch? Die Weike ist dabei, Christi Gut, Franz Brandwein, Landal Stromer, Markus, Karin Albertine Pristonik, Daniela Schlögel. Jawohl, nachträglich ein schönes Samhain an alle. Jawohl. Heute haben wir also nicht Samhain technisch, aber von der Wiki vom Mavihof haben wir da schon, zack, präsentier's in die Kamera, haben wir gekriegt sogar einen selbstgemachten. An allerheilichen Stritzel, wunderbar. Dank der Wiki. Danke. Die wird ja nicht zuschauen, weil es brennt noch Licht im Stall. Das sehe ich einfach da, am Mavihof. Es brennt noch Licht im Stall, die werden noch im Stall sein. Weil warum brennt Licht im Stall jetzt noch? Ja, weil es ein Hakeln im Stall. Nein, warum? Ja, warum? Das kannst du erklären. Wir haben es ein bisschen aufgehalten. Wir waren kurz auf Besuch am Mavihof vorher. Wir haben es ein bisschen von der Arbeit angehalten natürlich. Nicht? Aber das war sehr nett. Was soll sein? Ja, aber es war halt auch so. Patrick und ich, wir haben heute gegessen zum Mittag. Wir haben gut gegessen. Gut, also essen gegangen nach Kirschlag zum Hönig. Das war um 13 Uhr. Ne, und dann sind wir noch zum Hofmeister ins Kaffeehaus nach Bad Schönau. Ne, dann sind wir eben noch zum Mavihof auf und eigentlich relativ kurz vor Sendungsbeginn. So wie meistens, wenn man das. Sind wir da aufgeschlagen, ich habe noch geschwind eingekatzt. Ein bisschen stressig geworden schon wieder, aber es ist ja alles ausgegangen. Ist ja alles ausgegangen? Ja. Wir sind da und ja, das ist schön. Daniel Schlegel, Gary 1.0, Fritzl Status schon erwähnt, die Außen steht bereits sehr gut, der Wein ist kalt gestellt, bei uns auch heute im Weinkühler, aber den habe ich endlich gefunden. Ja. War in einem Kastel, nicht? Aber halt versteckt. Hubert Hinkhofer, Uli Slonik aus dem Norden, aus Helsinki, grüß dich gut. Maggie Pemberton ist wieder da aus München. Hubert, der Markus, ja, wieder Pavlatschenzeit. Thomas Nickmann, grüß dich gut. Ja, Momo M, Herr Mandl. Der Herr Mandl ist auch da, servus. Christoph Ratau, Juka Floridsdorf, Maiki, Christoph Acker. Ja, hat sich heute schon beschwert, Weil die Linse nicht hat. Nein, ich rede nichts von der Linsen. Nein, sondern weil sie dachte, der Körper ist einfach jetzt programmiert, Montag 20.15 Uhr, da will man schon anbotteln und jetzt durch die Zeitumstellung ist das Ganze um eine Stunde nach hinten schon. Und das stimmt, normalerweise trinken wir schon seit einer Stunde. Ja. Stimmt, ja. Also spülen wir schon seit einer Stunde. Ich meine, damals seit einer Stunde. Trinken da wir ja seit Du. eins. Wir waren wunderbar Mittagessen heute. Ehrlich. Der Helmut ist dabei. Hallo Helmut mit 3 Achteln, grüß dich gut. Servus. Dubtrade, Maba, ehrlich. Aber da muss ich mir unweigerlich an die Betonring denken. Es ist Ja. schön, es gefällt mir. Was? Michael Ahammer, na schau, alles da. Jota, Steine 07, Peter Raffezeder, Alucard, na jetzt kommen wir. Der Wolfgang Kreuzka, Jana Walterover, Franz M. Gerade rechtzeitig vom Heurigen zurück. Distel in Rodan, Toscher her. Und der Andreas Christina. Na gut, das heißt, wir können sagen, wir sind eigentlich komplett. Fast. Wir heißen noch alle willkommen, die nicht im Chat mitschreiben wollen. Snoop Dogg Doggy Style ist auch schon dabei. Jawohl, alle, genau, alle Nicht-Chatter. Man glaubt immer, die vergisst man, aber man vergisst sie nicht und man kann sie halt nicht ansprechen, weil sie ja nicht Persönlich, weil wir nicht vorhanden Gast, sind. ne? Da. Also zum Singen. Ne? Jawohl. Elisabeth Graf, mein Goldschatz, ist auch dabei. Servus. Elise. Elise, Fatschermutter, Georg Scheurer. Na ja, jetzt geht's rund. Gleich noch einen Schluck, der die sagen, Patrick, Sofort? spielt sofort was. Ne? Du schon austrinken, sag einmal. Ja, wenn er losgelassen mit dem Auto fahren muss, ist es. Ich habe mir eine dünne eingeschenkt. Das sieht man. Ich habe heute gesagt, es gibt 3 gute Gründe, warum wir auf Mitternacht warten. Erstens, weil du kein Kfz mehr lenken musst, sprich, Nicht eine Stunde heimfahren. gibt keinen Grund zum Abbrechen. Zweitens, weil ja eben die Allerheiligen Nacht auf aller Segeln ja einen besonderen Reiz hat. Absolut, ja. Drittens, weil du nur Geburtstag hast. Sprich, mit 0 Uhr Geburtstag. Also 3 gute Gründe durchzuhalten und bitte halt's mit uns durch. Zum Wohle. Der Marco ist leider im Nachtdienst, der geschaut. Ja, gut. Das kann ja sein, dass er zurückkommt, bis er fertig ist und dann sind wir noch immer aktiv vielleicht. Ja, das stimmt, die Claudia oder? Ja, da war. Ja. Alles klar. Die Weilkeit, ja, der Roy schaut aus dem Himmel zu. Ja, leider. Ja, leider. Der Roy hat es nicht bockt. Der Roy hat es nicht bockt, aber Weilkeit, da müssen wir durch. Da muss man durch, es nutzt nichts, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite sagen wir besser schnell als ein langes Leiden. Wer es nicht weiß, der Roy ist der Nymphensittich. Einer der Nymphensittiche von der Wildcat. Mäusel ist ja noch da. Mäusel wird auch noch traurig sein, natürlich. Wird auch ruhiger sein. Aber ja. Wir werden das Beste tun, Wildcat, dass wir die ein bisschen aufmuntern. Das werden wir jetzt gleich probieren. Angebottelt der österreichische Weiß vom Taschler Franz M. Jawohl, die Ursorte von Österreich.
Den werde ich am Donnerstag wieder verkosten beim Manfred. Ha, ein Achterl. Österreichisch weiß, genau. Ja. Was ist mit Rohe, der Landtagsstürmer Markus? Ja, der Rohe hat, wenn ich mich das jetzt recht erinnern kann, der hat quasi einen Herzstillstand gehabt und irgendwas. Nicht? Also da ist Quasi ein Herzinfarkt beim Tierarzt. oder irgend sowas, ja. Während einer Behandlung. Ja. Eine traurige Geschichte, eine traurige Geschichte. Ja. Wie gesagt, jetzt werden wir schauen, dass wir die Wildkeit aufmuntern. Wie können wir die Wildkeit? Na, was sagen wir? Spielen Vogel am Baum. Wir spielen, ist jetzt vielleicht kein Aufmuntern in dem Sinn, aber ein Würdigen vom Roy und ich hoffe auch deiner Stimmung sozusagen. Was meinst du? Was Eine meinst schöne Nummer machen wir. Eine schöne Nummer machen wir jetzt für den Roy. Da ist Christian auch, jawohl. Ja, heute so kommen wir nicht zum Reden drauf. Auf die Sendung heute auf ORF, wo wir spielen haben können drinnen. Ja, für einen rohen Vogel am Baum. Ja. Da muss ich mir einen Schluck erleischen. Warten wir auf den Trigger aus, muss dann losgelaufen. Jawohl. Machen wir gleich. Das ist nicht so oft, weißt du? Mit Wasser musst du noch sparen, wir haben nicht so viel Wasser. Ah ja, richtig. Ah, ja. Ich hab mehr Wein als Wasser. Wie im Mittelalter, weißt du? Spart mit Wasser. Schön. Das Meisel sitzt hier, jawohl. Weiter. Jawohl. Meisel wird gleich live dabei. Peter Richtinger ist auch dabei. Sehr zum Wohle. Servus, Peter. Gut eingeschenkt. Passt, ja. Spritz, der hat immer Saison. Halt! Nicht ohne Jazzkapperl. Nicht ohne Jazzkapperl. Ja, Immer extra vollkommen einmal. recht. Immer extra einmal jetzt ausgegangen. Schau. So. Das ist natürlich Nur mit Jazzhall. Jawohl. Jazzkapperl. Jazz. Jetzt bin ich bereit. Ich sitz auf der Wiesen, ein Großhalm im Mai. Die Box hat zerrissen, ich find nix dabei. Ein Schmetterling fliegt mir und Nosen herum. Ein Fink frisst ein Fliegen, aber ich pfeife nicht drum. An der Arbeit denk ich nicht einmal mehr ein Traum. Ich fühl mich so frei wie ein Vogel am Baum. Da kommt der schönste Erdl am Waldweg daher, ja da spring ich verfreit, ja, was brauch ich schon mehr? Zwei Eigeln schauen fest in die meinen Händen, weil sagten sie möchte einige sein, aber noch ein paar Bussel, sag ich geh schon heim, ich bin aber frei wie ein Vogel am Baum. Lass es zwitschern. Vor mir, sag Lasi, du Gauner, geh her da zu mir, da mach ich noch einmal die Augen fest zu, sieh wieder vor mir die schöne Natur, denn draußen im Grünen, da war ich daheim, da hab ich mich gefühlt wie ein Vogel am Baum.
Österreich. Oh, la Paloma Blanca, over the mountains so high, and no one can take my freedom's away. Wer weiß es? I'm just a bird in the sky. Oh, the Paloma Blanca, over the mountains so high, and no one can take my freedoms away. Jawohl! Da haben wir gleich tragig. Na, was Ich denn? mein, Eine Reminiszenz an die Blues-Scherben. Jawohl. Jawohl. Es gefällt. Es gefällt, habe ich mitgekriegt. Ja, puh, jetzt muss ich das Jazzkapel muss das wieder auch haben. wieder- Ich mein, Durch die Ofenheizung. da muss ich gleich schauen. Muss ich gleich schauen. Die Ofenheizung harzt nämlich wirklich ein da herinnen. Das ist, das ist ein Wahnsinn. Ja, der Kugelherd ist echt ein Wahnsinn. Von unten auf die Zeichen ist saukalt und oben klirrt der Schädel. Nicht? Das ist, Stimmt ja gar nicht. zieht bei der Tür rein, nicht? Von unten. Nicht? Hab ich ja gesagt, Die Achteln fallen rein, jawohl, und alles für den Roy. Passt. So gefällt mir das. So ist echt leibend mit euch. Schauen wir, haben wir jetzt. Das haben wir noch mehr Licht gemacht. Jetzt blendet es fast. Es geht noch. Noch Licht auf der, oder war das schlecht, dass ich das jetzt auf der tue? Nein, das ist schon gut so. Das weißt du doch gar nicht, du siehst ja nichts, bist du Schausaugert. Du siehst ja nichts. Ich sehe was, wenn ich da so schaue. Der Ton passt, meine Herrschaften, bitte, ja, bitte um Rückmeldung, weil. Der Ton, mein Gott, das ist ein Wahnsinn. Bitte macht das nicht mehr, Christoph Acker, ja. Naja, das war ja nur ein kurzer Ausflug. Also, das können wir gleich noch weiterspielen, weil das geht dann noch anders Nein, weiter. auf, hör auf. Und so weiter und so fort. Es ist wehe, wenn wir losgehen. Philipp Zach. Ein bisschen verspätet, aber mit guter Ausrede. Gerade erst aus dem Auto gestiegen und habe schnell ORF3 nachschauen müssen. Philipp Zach, danke schön. Vielen Dank, das schön, ja. ORF3, der Gottesacker, zum Nachschauen, ich glaube am 3. Am 3.11. dritten um um 9 9 Uhr in der Früh Früh. oder 9.30 Uhr, so um die Uhrzeit. irgendwie. Oder auch in der ORF TV-Thek. ORF3. Kann man's jetzt mindestens eine Jederzeit, Woche ja. kann man es nachschauen. Der Gottesacker, eine kleine Doku sozusagen über den Zentralfriedhof, die wir relativ bestimmend begleiten durften musikalisch. Was heißt? Michael Ahmer! Jetzt fehlt noch Neil Diamond, ja, die Möwe Jonathan. 15 Euro, danke schön. Dankeschön, sehr Herzlichen zum Dank Wohle. auf den Wohl. Christoph Rataud, ein Kugelherdrenner. Sehr gut. Jawohl. Sehr gut. Na, und wenn der Michael Ahmer das schon so anfängt, Sehr nett. mal gleich schauen. Sehr nett. Mal gleich schauen. Geht schon wieder nicht so. Raphael Ilmer schreibt gerade, Sound ist perfekt. Das ist gut. Das freut mich Sehr sehr. gut. Sehr gut, danke schön. Warte, es ist ein bisschen hell geworden, gell? Puff hat es jetzt gemacht. Wo ist der oben? Oder jetzt ist er zu angesperrt. Schon wieder. Da klopft da wer was. Ja, der Ofen Der Ofen, der hat ein bisschen aufgemacht. Ja, der pufft. Der pufft, ich riech's schon. Eigentlich brennt. So, zieht schon. Ist vielleicht ein bisschen ein Niederdruckwetter, wir haben ein bisschen ein schlechtes Wetter auch momentan, aber das geht gleich wieder. Siehst du das? Ja, ja, ich riech's auch. Das kann ich wieder aufmachen. Das war voll zu. Nein, es kriegt eh auf. Zieht eh auf im Schlafzimmer. Im Schlafzimmer, ja. Wenn du aufmachst, das Viertel geht schneller. Was? Das ist Nix. Dann sitzt er wieder auf die Füße, regst du wieder auf. Nein. Ja, auf jeden Fall war heute diese wunderbare Sendung, ja. diese Sendung, ja, und das haben wir mit 4 Wiener Liedern sozusagen drinnen vorgekommen. Und hat uns sehr gefreut. War eine große Geschichte. Als Entree haben wir gemacht in Zentralfriedhof. So haben wir damals extra, also eigentlich nur, ich glaube, auch Strophen und ein Refrain, nicht? War das? Ganz kurz So haben wir uns da das- kurz das- eingelernt gehabt. Das war gar nicht schlecht, also finde ich jetzt wienerisch gesehen. Ja. Das müssen wir Genau uns so einmal hat's anschauen. ja, genau. Soll ich die Tür aufmachen kurz?
Es hat schon, gell? Es bradelt ein bisschen da. Aber an Seuchgeruch erinnern. Wirklich, gell? Wie also Buchenholz. Buchenholzgeräuch. So, ich da ganz auf. Dann muss ich wieder. Ja, mach einmal ganz auf. Weißt? Das ist besser ist es wahrscheinlich. Ja, aber jetzt brennt. Das brennt eh gut. Na, servus. Gottes Acker gefällt mir, schreibt der Christoph Acker. Das ist sehr gut, ja. Ja, Bestattungsort. Ja, bitte richtig, genau. Der Gottesacker, das war der Begriff eben für den Friedhof, ja. Ja. Die Zentralfriedhof-Version war super, sagt die Daniel Schlegel. Ja, das haben wir, ich kenne das noch, Patrick, glaube ich nicht, gell? Zentralfriedhof? Weil die Aufnahmen für diese Sendung waren ja ziemlich genau vor einem Genau, Jahr. am 31. Oktober war es Ja. genau. Weil ich bin nachher Stritzelposchen gegangen, das weiß ich noch. So irgendwie ist das gegangen, ja? Ich weiß nicht mehr. Warte, ich muss noch kurz über. Ich lebe jetzt in. Was ist das? Ich lebe jetzt in. Ich lebe jetzt in Zentralfriedhof. Nein, ich muss noch anders schauen. Ich lebe jetzt in Zentralfriedhof. Ich lebe jetzt in Zentralfriedhof. Und alles eine Tod. Nein, das ist für Lebende. Das ausnahmslos verboten. Weil der Tod der Feste gibt die ganze lange Nacht. Völliges ganze Geheimnis. Wir probieren es einfach. Christoph Acker bekommt er der Ehrengrab. E und H-Moll. Jawohl. Es lebe der Zentralfriedhof und alle seine Toten. Der Eintritt ist für Lebende, hätte ausnahmslos verboten. Weil der Tod eine Festheit gibt, die ganze lange Nacht. Und völlig ist kein einziger Eintrittskarten braucht. Wenn's Nacht wird über Simmering, kommt lebende Toten. Und drüben im Krematorium ans Knochenmark Oberroden. Dort hinten bei der Marmorgruft, dort stehen ganz was Skelette. Die stehst mit so gut und zusammen saufen die Wette. Am Zentralfriedhof ist Stimmung, wie es ein Lebtag noch nicht war. Weil alle Toten feiern heute seine ersten 100 Jahre. Es lebe der Zentralfriedhof, die Szene wird makaber. Die Pfarrer tanzen mit den Huren und die Joden mit der Rabe. Da kann man gar nicht. Ja, ist ja wurscht. Rennt einer erst, während Weiß ich nicht, wie's weiß. konzentriert bin. Das so wie vorher auch. Es lebe der Zentralfriedhof. Auf einmal macht's ein Schnäuzer. Die Moser sind's für Ackerlied. Und die Schrangen spüren einen Walzer. Das ist ein Walzer. Auf einmal ist die Mose still. Und alle Augen glänzen, aber dort drin steht der Knochenmann, der winkt mit seiner Sensen. Am Zentralfriedhof ist Stimmung, wie es ein Lebtag noch nicht war. Wer alle Toten feiern hätte seine ersten 100 Jahre. Das Ernst dazu, Mut kann man nicht Kann man kaufen. nicht glauben. Muss ich schauen, ob wir Zuschauer verloren haben? Nein, schaut nicht so aus. Gott sei Dank. Gott sei Dank, Wir aber waren danke jetzt auf für 62, jetzt haben wir 52, ich weiß nicht, das ist eine 10 weg. Ja. Das ist ein Hit, Naja, aber es kommt an. Ihr seid ja leibend und ihr gutiert ja unsere, wie soll ich sagen? Ja, das war spontane Einwurf. Sagen wir uns einmal. Ja, wenn wir das, aber es ist gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Guck mal, also wie ich es dann gesehen habe. Franz Bratwein ist vor dem Biller gestanden. Feiertag, ja. Ja, genau, weil Ja. im Süden schon klar, also in der katholischen, nicht? In der katholischen
Ländern, sozusagen, da ist der Feiertag. Allen herzlichen Glückwunsch zum Namenstag, sagt die Chrissy. Bevor ich vergesse. Was haben wir denn jetzt noch für einen Namen? Aller. Achso, ja. Das gefällt mir. Ja, das ist so, wenn du sagst, ich bin da Geld schuldig, nicht? Du kriegst es am St. Nimmerleinstag. Ja. Dann kannst du sagen, ja, dann spätestens alle Heiligen, haben sie alle, nicht? Wenn es in Nimmerlein gibt. Der Schrammel liegt am Herrn Neuser. So ist es, So Franz ist es, M. ja. Herr Neuser Friedhof, die Schrammeln, eigentlich aber ich weiß gar nicht, ob die Ehrengrab ist, aber schon wieder war ein Ehrengrab sein, oder? Ich weiß. Ich glaube schon. Ich glaube in der damals noch nicht, aber in der Zwischenzeit sind sie Ehrengräber, ja. Die werden dann umgewidmet, glaube ich, ja. Da liegt auch. Der Dings liegt da, der Kontragitarrist, der Strohmeier liegt da draußen. Der Georg Denzer, der Klarinettist, liegt am Otterkringer. Das ist Untergang, ja. Der ist ein Untergang. Otterkringer, ja. Aber ist ein Untergang. Das letzte Gerstl für gescheite Musik. Warte, lass ich noch mal durchrennen. Sofort, Wieso? Ist schon wieder was? sofort Christoph Acker, 2,01 €. Jawohl. Sehr zum Wohle. Kerlgeld. Sehr zum Wohle. Sehr sehr wohl, Prost, Dankeschön, Christoph. Ja, das haben wir probiert, aber das hat uns gebeten. Das ist der Martin Busch, ein lieber Freund mittlerweile von uns. Und eben, Produzent, Filmproduzent. Und der hat dann die Idee gehabt und gesagt, du, ich möchte das machen. Seid dabei, weil wenn, dann will ich es mit euch machen und ich will da das echte Wiener Lied dort haben. Weil das passt. Ne? Und das war sehr leibend. Das war ihm vor einem Jahr. Und der hat gesagt, du schau, wir machen es einfach und schauen, Was passiert, aufs gerade Wohl raus. und schauen, dass was wird. Ja, genau. Und es ist was geworden. Es ist was geworden. Und seine Jubilare, genau. Sie liegen und sie verfallen schon dort seit über 100 Jahren. Ja, das war ich war ja voll im Text, bis bedummt der Bruch hat. Ja, war man noch gar nicht so weit, haben wir es gar nicht gemacht. Der spielt so weit. Ja, das geht genauso weiter, nur einen anderen Text, mein Gott, nein. Da ist dann anders gegangen, so auf F verfangen und Wo so. ist ein F? Ja, nein, Da war dann das war von Haus aus aber. Nein, das war dann, das war immer das Gleiche. am Anfang noch nicht, wie wir waren. Ja, weil ich es nicht richtig gespielt habe. Drum, aber ich dachte, da spielt Das war das, was ich gesucht habe, die da ganze Zeit. speiert Bis sie zum was, Schluss. da speiert sie Bis zum was. Schluss habe ich den Akkord, na ja. Ich habe ein A-Moll mit D und so eingespielt, das hat nicht so falsch gelungen. Passt eben zum F. Passt, Ja, eben, passt. eben, habe ich mir auch gedacht. Fast. Ja, gibt auch auf dem Ofen Kohlen, wo noch sieht. Ja, sonst den Alfred Hofner. Ja, der Harry schneller von, da wird schon der frech. Das echte, wenn ich dann hol's euch. Harry, wem soll es denn sonst tun? Wem soll es denn sonst tun? Es ist wirklich ein Trauerspiel, dass die Wiener Lied-Geschichte so schwach rennt. Vom Nachwuchs her. Interessant. Das Also es gibt sehr viele, die sich mit Wiener Lied auseinandersetzen. Ja. Sehr viele Musiker. absolut, ja. Sehr viele, die das sehr gut machen. Was? Ich darf nicht aufhauen. Das Ah ja. ist ja Wahnsinn. Die war nie am Tisch montiert, die Kamera. So. Nein, es war immer auf ein Stativ. So ist umbauen, nein. Nein, jetzt ist schon. Da Marvihof. müssen wir durch heute. Keine Sorge, so dicht sind die Fenster dort nicht. Marvihof, ja, In der Zwischenzeit schon, aber. Jetzt sag doch mal her an alle heiligen Stritzel von der Selbstverständlich. von Marvihof, von der Wiki. Ja, Du das weißt. liegt schon da. Ja. Weil Wiki, ich hab schon gesagt, der Manfred und Wiki sind im Stall, weil da habe ich das Licht noch gesehen. Der Stall, das Licht im Stall noch brennt, drüben am Marvihof, habe ich gesehen. Da habe ich gesagt, aha, die können noch nicht zuschauen. Jetzt weiß ich, jetzt ist es fertig. Jetzt ist fertig, ja. Ja, aber es ist halt, was wankt, ja, es ist aber Wahnsinn, da muss man vorsichtig, Patrick, vorsichtig ablegen alles. Ja, das macht ja nichts. Das geht eh. Aber Du hast da zuerst so. Ja, ja. Ja, nicht einmal das macht, was man sich machen. Vorsichtig, vorsichtig. Ja, das ist nämlich einzig ein stabiler Tisch, nur wogelt. Die Hand weg. Ja, was? Spür mal was. Weil da kannst du nicht so viele Plätzchen regen. Das sind zu Allerhöllchen natürlich, Ja. ganz klar. Ein altes Wiener Lied, sicherlich aus 18. Jahrhundert, Sicherlich, ja. die ersten Wahrnehmungen dieses Songs. Na schau, Austrian Rainer ist dabei. Servus, grüß Also nein, Gabi und Gerd sind da, unsere Sponsoren. Jawohl. Gleich da herdeuten. Ja. Was sagst du, Gabi, wie habe ich das gemacht? Wie habe ich das gemacht? Bevor du weiterhebst, also den Finger erhebst, muss ich sagen, nicht das Austrian Rainer, muss ich fragen, ob ihr zufrieden seid mit dieser Lösung vorläufig, weil natürlich dann, wenn wir wieder im
Studio Donaufeld sind, dann prangt wieder hinten an der Präsentations-, an der Partnerschaftswand, oder wie man sagt, dann natürlich das Plakat wieder von Musik verstehen, aber hier in der Klause, kann ich mit dem Theaterball nicht über, hier in der Klause haben wir auf das zurückgreifen müssen, ich hoffe, das passt. Aber ich glaube schon. Fritzl Stadtgus, ich werde seekrank. Nein, das ist der Wein. So, jetzt aber, Türker Floridsdorf, Jetzt 999. sehr zum Wohle Gesundheit, Ist der Welt. mein Lieber, ja. Dankeschön. Türker Floridsdorf, das ist total witzig. Ich war am Samstag einkauft, ne? Da habe ich so nur mal Kramen gekauft. Gute Kramen. Gib mir heute noch in den Ofen eine Hand, das ist noch ein bisschen warm. Salz drüber, Brot am Tag, Käse ist schon heraus. Wenn man bis Mitternacht, das zahlt sich. Und auf jeden Fall habe ich Kramen und dann habe ich irgendwie so einen Gust auf einen Speck gekriegt, so einen Jausenspeck. Und, das ist so, und so ist man konditioniert, ist mir sofort der Türk auf Floridsdorf eingefallen. Ist mir sofort der Türk auf Floridsdorf eingefallen. Warum weiß ich nicht? Ich meine, warum weiß ich schon mit Speck, aber habe ich gedacht, na Alter, ja, das wollte ich eigentlich nur gesagt haben, das war eigentlich der Zusammenhang. Der Uferwurst von 20 aus, der schaut mir so verdächtig aus. Wir sind keine Austropops. Das stimmt, ja. Das stimmt. Aber ich muss eins sagen, es stimmt, wenn man jetzt so überlegt von den Austropop, von den Austropop-Sachen, hat wahrscheinlich der Ambros Die Wienerischen. die Wienerischen gemacht, also die meisten Texte sind ja von Josie Prokopetz, Ja. aber ich sage jetzt, auch von der Art her sind die Ambros-Lieder die am Wienerischsten und vom Tanzer sehr viele Lieder von ihm. Ja. Ja, also ich kann es nicht, ich spiele es nur, aber nur, dass man. Hakler vor der Moped, vom Heurigen nach Haus, die Kirschenfinger im Mund, Geruch und Schluck die Kerne aus. Also das geht als Hering-Marschall. Der hat viele Lieder, die sehr wienerisch sind, viele Lieder, die gar nicht wienerisch sind, von der Musik her. Der Ambros eigentlich die wienerischen. Der Fendrich fast wahrscheinlich ein bisschen zu wenig, obwohl der viel Dialekt gemacht hat. Der hat auch ein paar wienerische, aber in Summe nicht so. Nicht so ganz so viel, ja. Hirsch vom Text her sehr wienerisch, aber, Obwohl er gar kein Wiener ist. aber von der Musik her nicht sehr in dieser Wienerlied-Tradition. Ja, das kann man nicht so sagen. Von Fendrich darf man nichts ausspielen, weil sonst wird das Video gesperrt. Ich lieg am Rücken zum Beispiel vom Ludwig Hirsch, das ist sowas von wienerisch. Mit Stier mit zugemacht, die Augen in die Finsternis. Ich liege am Rücken und stier mit zugemacht, die Augen in die Finsternis. Es ist kalt und feucht in mir. Das war ein AG gewesen. Geht aufs Moll. Nein, da geht nichts aufs Maul. Das ist CGF, ganz eine simple Geschichte. Ich mache nur die Tür dazu, weil es wird kalt. Ja. Wird das Stinken jetzt nicht mehr vom Hassen. Aber dafür wird es kalt. Führen wir bald ein. Ja, wenn die 16 beim Austausch spielen, dann wird es zum Wienerlied, Austrian Rainer. So kann man es auch sagen. So Das kann man ist sagen, einfach ja. lieb gesagt, glaube ich. Ja. Ja, pass auf. Also ein Schlückchen nehmen vom Spritzen. Pass auf, jetzt mache ich die Tür dazu, jetzt wird es frisch. So, niemand spritzen. Oben ist warm genug, aber die Zeichen werden schon langsam kalt. Ja, aber es zieht ja da rein, gell? Ich habe ja dann ab morgen schon ein gewisses Alter, weißt, jetzt muss ich schon aufpassen ein bisschen. Es zieht ja da rein. Ofen brennt. Ofen brennt. Entspannung. Entspannung. Vorsichtiges Heranrücken. Der Peter Richtinger schreibt, der Speck dauert, noch ist gerade frisch eingesucht. Der Peter Richtiger macht einen Speck. Ach, du schleicht die. Finde ich, hat es zu viel geschneit, der Franz Brandt. Ist der Strandbrunzer Tango wienerisch? Ja? Naja, wie gesagt, wienerisch ist natürlich, das ist jetzt so eine breite, aber ich sage jetzt mal eher vom Musikalischen, nicht? Weil wienerisch, ein Text, wenn er wienerisch ist, ist der Text wienerisch. Nicht? Oder wenn dieser einen ostösterreichischen Dialekt einschlägt, dann könnte man sagen, es ist wienerischer Text. Mir geht es mehr so um diese Verbindung Text-Musik, wo du näher in diese Wienerlied-Tradition eintauchst. Das ist sowieso eine schwammige Geschichte. Ja. Man kann das sehr breit fassen, dann kann man sagen, ja. alles was wienerisch ist ein Wienerlied. Oder man kann es sehr eng fassen und sagen, alles was eben in dieser Schrammelbesetzungstradition drinnen ist, ist ein Wienerlied. Was von der Akkord, von der Harmonieführung Ja. Also
ist aber gar nicht da auch nicht so einfach. Nein, es ist nicht einfach natürlich. Wo hörst du dann auf? Wo fängst du auf? Wo hörst du auf? Ja. Ja. Aber es ist halt. Sind Moll 6 und Moll 7 Akkorde noch wienerisch oder nicht mehr? Weil das ist schon Jazz. Oder ist wienerisch? Naja gut, Wienerisch war vorher da, also Jazz ist. Das glaube ich schon. Zur das Zeit von finde ich Schrammel so. hat es diese Akkorde noch nicht gegeben. In Vermindert noch immer. Und den übermäßigen. Ja, manche andere hat es schon auch gegeben. Aber halt- diese Sechsten. Eigentlich damals noch nicht. Das ist eine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Es war noch nicht so dann, ne? geläufig. Das ist Ja. interessant, ja. Aber, Wo zieht man den Schlussstrich? Ja. eigentlich? aber, es Ich ist denke ja, über das nach seit 30 Jahren. aber Wiener Lied bleibt ja nicht stehen. Nicht? Also so gesehen ist, es ist halt nur die Frage, wann jetzt neue Musik hernehmen, also neue Wiener Lied-Interpreten oder Macher, neue Wiener Liedmacher, muss ich eigentlich sagen. Dann ist halt oft der Punkt, nicht? Jetzt tritt er auf die Bühne, macht eigentlich ja, wie ein Liedermacher, Popmusik oder ähnliches, und man sagt dann Wiener Lied dazu, es ist einfach irreführend, weil dann brauche ich die Bezeichnung nicht. Weil was ist dann der Unterschied zwischen jetzt uns und an Nina von Wien? Ja. Und wenn du sagst, beide machen Wiener Lieder und du sagst, na gut, dann engagiere ich mich in Nina aus Wien für die Hochzeit, ja, dann wirst du nicht glücklich sein wahrscheinlich, nicht? Weil wenn du eine Hintergrundmusik haben willst mit Wiener Liedern zum Beispiel. Umgekehrt, wenn einer sagt, nein, ich will so eben diese Art von Musik und diese Art von Texte, wie es der Nino macht, und es kommen dann mir, ist auch wieder, also sprich, die Bezeichnung für beides ist einfach nicht, das passt nicht. Ein bisschen versucht man mit dem Begriff neues Wiener Lied das abzufedern, aber ja, es ist ja schwierig. Sehr schwierige Sache, ja. Die Musik darf sich weiterentwickeln, auf jeden Fall aus der Rainer. Aber eben wie gesagt, wo bleibt man in dieser Tradition einer Musikrichtung, weil sonst eben Wo wird es bleibt dann sie? so schwierig Ja. zu beschreiben. Nicht? Ja. Weil was jetzt dann sagst, ein Verleger, nicht? Jetzt willst du einen Musikverleger oder willst du einen Label und der sagt zu dir, nicht, das ist aber toll, was spielst denn du für Musik? Und der sagt, naja, ich spiele Jazz. Ja, dann fängt er nichts damit an, weil ich sage, ja, was für ein Jazz? Was? bist in der Disneyland Music, also Traditional Jazz, Ja. Swing Jazz, Ja, Free Jazz, Bebop. Ja, Acid, was? Ja. da gibt es tausende Sachen. Ja. Und beim Wiener Lied ist es dann ähnlich, wenn ich sage, nein, ich spiele Wiener Lied, ja, welche Art Wiener Lied? Welche Wiener Art, Lied ja. ist heutzutage, ja. Und natürlich, der Austropop war damals so gesehen schon eine sehr gute begriffliche Erfindung, muss ich sagen. Ja. So hat das gut beschrieben damals. So, Populäre Musik. richtig. Ja. Mit österreichischem Text. Der René Lemp ist auch dabei. Aus der Schweiz, grüß dich Gott. Ja, Servus. So, Party, jetzt spielen wir was. Lokalen Ausdrücke, die sind sicher urwienerisch. Ja. Können wir machen eigentlich. Wir wollten eigentlich machen, zuerst ein anderes. Ja, das machen wir jetzt erst. Wir sind schon wieder zu viel plaudern in der Zwischenzeit. Das macht nichts, ist schön. Mir gefällt das. Während ich die Gitarre hochnehme. Na, der zahlt auch. Jetzt Ja, ich zieht der- rede da hin und jetzt- her. Jetzt zieht der Ofen, jetzt zahlt er ja auch. Wir offerieren, sagst du immer. Wir offerieren. Jawohl, Raffi. Wir werden uns persönlich kennenlernen, auf jeden Fall. Wir neue offerieren, ja. Ja, aber jetzt sind wir eben bei dem besagten Lied, was zu heute. Nicht so viel Wasser, Patrick. Na geh, so viel Wasser. Erstens nicht- haben wir nicht so viel. Ich will nicht, dass du gleich trunken bist, weißt du. Das hast du beim 2 am Nachmittag sagen müssen. Er hat aber ein herrliches Bockbier getrunken. Ja. Ja, vom Schwarz da, eher aus Grumbach. Aus Grumbach in der Buckligen Welt, herrliches Bockbier. So. Ja, der Franz fragt schaut beim Marvihof die ganze Zeit nach mit den Terminen, wenn der Marvihof, wenn sie wieder schlachten und auf Fleisch bringen. Also, wenn wer was will, beim Marvihof einfach melden. Aber warte mal, das kann man nicht so einfach. Warte mal. Weil sie führen das auch aus jetzt so auf Wien eine, so in der Gegend, also in Ostösterreich, findet man Möglichkeit, wenn es Fleisch, also wenn es geschlachtet haben, dass man das Fleisch auch dann kriegt. Und ich würde vorschlagen, Marvihof Wiki, schreib bitte eine die Webseite, wo man dann die Kontaktdaten hat. Schreib es bitte in den Chat eine, dass man es lesen kann. Das war leibend. Der Bernhard Hausmotto, der ja auch schon ein Marvihof-Konsument ist. Und Kenner, ja. Absolut, ja. Ja. Endlich Regen nach 8 Tagen Waldbrand, das ist eh ein Wahnsinn.
Das ist Es wirklich ist ein Wahnsinn. verdammt trocken, ja. Also zumindest im Weiviertel bei uns. Es ist verdammt Ja, na da ja, Das ist da ist auch komplett trocken. Und wie gesagt, bei dem Waldbrand da oben natürlich. Es raschelt das Laub richtig im Wald, das ist unglaublich. Also es ist Ja, das ist. schön eigentlich zum Spazierengehen, zum umeinander spielen und so für die Kinder und das ist leibend, nicht? Aber Ja, es ist ein bisschen feuchter, aber besser. natürlich, ja. Aber da beim Waldbrand geht es nicht ein bisschen feuchter, da geht es wir brauchen einen Ein Regen, ja. Weil das ist Ein natürlich. gescheiten Regen. Ja. Und kein Wind. Ich habe ja nicht gesagt, ne? Die ganzen Löschflugzeuge aus Italien, Deutschland, die Hubschrauber, ich glaube aus der Slowakei ist auch was gekommen. Das hat das Sikorski gesagt. Ja, ja. Ich habe dann gesagt, naja, gut, also bis die das gelöscht haben, wahrscheinlich nicht, kaum sind sie fertig, wird es zum Regen anfangen. Nicht? Aber ich glaube trotzdem, der Regen kommt ja noch jetzt da. Wirklich, absolut. Ich glaube auch, ja. Absolut rechtzeitig. Bringt man mal auf die Helferlines. Drüber, ja, das gibt Ja, noch. das- Hat das eine muss man Orge, eine rote Achtel. Ja, auf die ganzen Für unsere Feuerwehrleute und die alle, was da mithelfen bei dem Ja, Waldbrand, weil es ist eine mörderische Leistung. Weil das ist echt nicht Absolut, ohne. das Der ist größte nicht ohne. Waldbrand, der in Österreich, bis jetzt registriert ist. Ja, ja. ja, ja. also das muss man echt sagen, Sind Wahnsinn. über Wahnsinn. 100 Hektar, also das ist schon was. Wahnsinn, ja. Zum Wohle. Wobei es Also- immer noch klar ist, Gott sei Dank. Nicht? Aber Ja, aber trotzdem. Ne? Und ich meine, hat es eine Bitte, ja. eine Orgie an rote Achteln für die Helfer, für die Feuerwehrleute und alle, was da mitgeholfen haben. Also auch für die ausländischen Helfer. Das ist ja noch nicht aus. Das wird sind aber einige. noch- Naja, aber es wird ja. Selbst wenn es regnet, das brennt ja unterirdisch. Das ist Ja. ein bisschen luder. Ja, aber besser natürlich. Schaut ja, in der Insta-Story vom Bernahus Motto gibt es Aufnahmen, der ja dort direkt wohnt. Schaut auf von seine. Die roten Achteln, danke schön. Jawohl. Danke schön. Jetzt müssen wir was anderes spielen. Jetzt müssen wir was könnte man da spielen, was ist unter Spiel, was Hymnisches. Nein, Feier. Ich mache das Aber makaber. wirklich Mir wahr. gefällt das Aber aber. wirklich wahr. Ich bin ein makaberer Mensch. Es ist so. Gestern Nacht in mein Wagen, du und ich endlich allein. Ich streich da durch die Haare, du sagst gleich nein. Oder so irgendwie. Ja, wurscht aus, nein. Ich würde das Epische spielen. Es gibt was Episches. Was haben wir was Episches, was Würdiges für die Helfer. Für die rote Achtel-Orgel Was, fährt da episch, eine. was Episches. Jetzt muss ich wir müssen was Episches haben. Was Erhebendes. Was Hymnisches. Ein Hymnus. Ja, was? Das gibt ja nicht. Nicht einmal ein Radetzky-Marsch steht nur. Ja, und das ist aber das ist eine Lücke. Das ist eine absolute Lücke. Ja, der muss ja nicht unbedingt bei uns gespielt werden. Der geht beim Donauwalzer dann auch spielen und so. Das passt nicht in die Besetzung, finde ich. Also es ist einfach. Das ist Ja, aber das Skyline von Rax. Lord, glaub einmal, jawohl. Skyline von Rax. Schneeberg. Ja, geht, das gibt's ja nicht. Das will nichts Episches sagen. Das tut mir jetzt leid. Was machst du da die ganze Zeit? Übst du da Kennst du irgendwas das jetzt? Franz Bosch, der Wasserleitungsmarsch. Naja, habe ich schon ewig nicht mehr ich gespielt. höre immer nur. Fällt mir auf. Der probiert, aber mir einfällt Merkt, dass es nur probiert. Patrick, greif zur Steirischen. Wir spielen, nein, für Schneeberggebiet natürlich was Niederösterreichisches. Das ist schon was. Jawohl, das ist jetzt Gott sei Dank, das war jetzt meine Rettung. Aber das müssen wir beheben. Wir müssen irgendwas Episches, was Hymnisches, was Würdiges, was? Würdige. Was so irgendwas, ne? Wien, Naturlein, ja, ich weiß nicht, ob das so typisch war.
Ahoi! Allen Helfern danke. Yes! Leibend. Yes! Und ich habe sie Achteln reingehauen, ohne Ende, also ganz leibend von euch. Dankeschön. Und ich meine, das war jetzt die Rettung. Weil mit dem Wienerischen hätte man nicht gewusst, was man tun soll. Nein, nicht wirklich, ja. Das ist wir haben nichts Episches. Wie vorher da war auch kein Lied, das wir nicht kennen, das episch wäre. Nein. Aber es gibt sicher was. Wir werden sowas finden. Es gibt doch auch einen Feuerwehrmarsch, da gibt es sicher ein paar. Andreas Grisi, da gibt es sicher ein paar. Sonst verliest nicht aber Harry Schneider-Fonte. Ja, dem Harry Schneider-Fonte muss ich ja besonders danken heute. Nein, Ja, Christoph Facke, ich kann den Vogeltanz nicht danken. Ich hab ja manchmal das Video gesehen, der Harry Schneider-Fonte war der gelb. Ich muss keine Augen weißt Du raucht dann, ja. Der Harry Schneider-Fonte war ja zu meiner sehr großen Freude Gast bei den Blues-Schrammeln, Ja, wie wir gespielt haben im Theater am Spittelberg. War ganz leibend, großartiges Konzert. super Publikum, wirklich lässig und Austria Rainer, ihr seid so geil, unglaublich, sagt Gerd. Ja, und du, was sagst du? Ich denke jetzt immer aus auf den Gerd und sie denkt sich immer, wahrscheinlich sitzt der Gerd und die sind so geil, die sind so leibend und sie, na geh bitte, was, mit zwei Depperten da. Holt er das an? Weiß ich nicht. Und der sagt, das schon. Ein Klassiker. Der KH Giegel ist auch dabei, ist jetzt Weltklasse, danke schön. Ja, auf jeden Fall war super Publikum, alles leibend und da war unter anderem, spielen wir da, also die Blues-Schrammeln spielen ja eine Mischkulanz aus Blues, Rock und Wienerlied. Also da vermischt So, man ist ein bisschen die Jazz Sachen, sogar auch dabei. ein bisschen auch, aber ist- das ist quasi eine Fusion, nicht? Also nicht hintereinander, sondern wir versuchen das zu verweben. Ein echt leibendes Projekt, mit Uli Bär unter anderem eben dabei. Und da haben wir eben diesen wie haben wir das genannt? Seid gut zu Vögeln. Seid gut zu Vögeln. Ja? Seid gut zu Vögeln, haben wir dieses Potpourri genannt. Und da haben wir eben dabei, es ist Vogel am Baum, Una Paloma Blanca, was haben wir noch? Den Vogeltanz, Vogeltanz. haben wir dabei. Das war's. Das war's eh schon. Ja. Das kann ich sein, ja. Ja, und auf jeden Fall, beim Vogeltanz habe ich halt immer die Arschkarten gezogen und muss dann sozusagen tanzen. Und da muss ich die Leute animieren, nicht? Steh mal auf und machen wir einen Vogeltanz. Und da sind wir, das war ja im Zuge des Wienerlied-Festivals Wien im Rosenstolz, sind also da Rosenblätter auf der Blütenblätter auf der Bühne gelegen. Nicht? Und ich habe dann beim Tanz, also in der Ekstase des letzten Teils, vielleicht muss man den letzten Teil vorne, dass man Es war sehr ekstatisch. Also es war, ich muss sagen, wir haben ihn auch zur Ekstase getrieben, nicht von hinten. Nicht? Mit geballter Bronchialgewalt fast, möchte ich sagen. Nicht? Ja. Also ich fange mit der Ekstase an. Ja, Ekstase. Wieder. Und dann kommt der dritte Teil. Das ist ja der Wesentliche. Das ist Den spiele ich nicht. den spielt ja die Gitarristen. Sie haben beim im Ensemble hat jeder seine Stimme, die er spielt. Ja. Ja? Aber das, was man ist, das spielt aber das, was du spielst. Nein, das ist vom dritten Teil, meinst du? Das klingt jetzt nicht so spannend. Ne? Mehr spiele ich da nicht. Ne? Das Nachschlag spielen Also, nennt man das. Ja, Nachschlag. Du machst die Bratsche. Ich mache die Bratsche, ja. Na, aber wisst ihr, aber den Teil ist da nicht. Aber wenn wir alle Vögel wären, dann wäre die Welt nur halb so schön. Und wenn wir alle Engel wären. So. Und so. Und da trabt man sich so. Und da war natürlich volle Ekstase. Also, weil ich meine, da war ich unterwegs. Und hab dann, weil man gedacht habe, nicht schon wieder ins Mikrofonkabel einwickeln, weil das habe ich schon einmal gehabt, dass mich dann von der Bühne fast gehauen hat. Weil dann die zu den Blütenblättern gegriffen und sind in die Menge geschmissen mit Euphorie. Und also das war in mir glühte, das kann man sagen jetzt also, wie kann man das sagen? Die Pfeffer im Arsch hat er der gehabt. Pfeffer im Arsch, ja. Das ist Ich war quasi
Woodstock und keine Ahnung, wie das alles heißt, in einem. Und Woodstock und Ballermann in einem. Das ist dann noch was sagen. Alter, Ballermann war mir das letztes in den Sinn gekommen, aber ich lasse dir deine Freude. Jedenfalls schmeiße ich das so ins Publikum und dabei und schmeiße das eine ins Publikum, diese Blütenblätter, und da fliegt mein Ring, mein guter schöner Ring, fliegt da mit. In die Finsternis, von mir aus gesehen. Ich habe mir noch gedacht, hoffentlich habe ich jetzt keinen erschlagen. Das hat er mit Schwung aufs Eigel gekriegt. Das ist durchaus ein wuchtiger Silberring mit einem wuchtigen Türkis drinnen. Da kommt ein Projektil geflogen von der Bühne. Ja, auf jeden Fall habe ich dann also nachher, wie das alles vorbei war, habe ich dann gesagt, Leute, ich hab glaube ich einen Ring reingeschmissen ins Publikum, vielleicht findet mich wer. Und dann haben sie gleich geschaut, alle, ganz lieb. Und der Harry Schneller-Fonte, nach dem Konzert, er war der ehrliche Finder. Er war der Finder und hat gesagt, Klausi, suchst den. Und deswegen muss ich sagen, naja, eigentlich, ich meine, ich habe den Ring in Wien vergessen, nur falls jetzt davon. Ich habe dank Harry Schneller-Fonte habe ich den Ring wieder und ich glaube, das war jetzt auch wiederum. Wenn wir schon beieinander sitzen, eine Orgie an rote Achteln wert für den Harry Schneller-Fonte, dass er der ehrliche Finder des Rings war und er nicht eingesteckt hat. Ja. Hat seine bitte rote Achteln für den Harry Schneller-Fonte, er hat mir sozusagen den Ring überreicht. War ganz leibend. Früher hat ein anderer Freund hat mit dem Schienbar bremst im Ring. Ein anderer Freund, den habe ich angeschossen, ja, aber der hat das nicht mitgekriegt. Steht sie Siri und sagt, steht sie erreicht, ja. Gerade, dass du Gitarre nicht angezogen hast. Ja, Franz Wante, das war aber wirklich. Ich war bereit. Der Saal hat gekocht. Also ich auf jeden Fall, klar, nicht, von der Tanzerei, ich war natürlich komplett außer Atem und alles. Und ja, also es war wirklich leibend. Leider habe ich den Tanz online gesehen, Christoph Acker, ja. Naja, das werden wir auch veröffentlichen. Ich habe das Video, nein, Blödsinn, das ist ja ein anderes Video, was ich meine. Das vom Harry Schneller-Fonte ist auf Facebook. Wer auf Facebook ist, kann sich das dort anschauen. Da hat er den Mitschnitt gemacht. Ich komplett außer Atem, setze mich hin, schreit an aus dem Publikum, Zugabe. Ne, habe ich natürlich sagen müssen, heute Goschen. Welches Gras hattet ihr, Bernd Roh? Na, gar nichts. Nix. Das war einfach Euphorie. Mann, Euphorie und Bier. Schau die roten Achteln. Harry Schneller-Fonte, schau die roten Achteln für dich. René Lemp, bin seit gestern aus Marokko zurück, da würde der Habibi passen. Na, den machen wir. Machen wir. Christoph Acker. Glaubt ehrlich, ich habe einen Finderlohn ausbezahlt. Christoph Acker, du weißt doch, ich bin ein Schnorrer. Ich habe noch immer dein Objektiv aus, wie heißt das? Objektiv. Heißt das so? Objektiv. Also eigentlich hast du Patrick. Eigentlich hab sie, ja. Aber du willst das ja nicht ab, bist du selber schuld. Nein, aber wir haben es fachgerecht verpackt. Ich wollte es heute schon verwenden. Dann haben wir gedacht, für uns zwei brauchen Brauchen wir es nicht, ne? Ein Ring zum Knechten. Nur meine Sachen finde ich nicht, da ist schon erfunden, na klar. So, aber pass auf, aber der René Lemp hat recht. Ich würde sagen, der Habibi ist jetzt gut angesagt. Der ist gut angesagt. Der bringt mir jetzt wieder ein bisschen runter. Von dieser Euphorie. Weil ich jetzt sofort wieder Stage steifen, aber was soll da? Ich kann am Tisch aufgreifen und runterspringen. Das Problem ist, beim Tisch aufgreifen, die Kamera so wogeln, dass man dann tatsächlich den Sprung mitsamt Aufschlag am Parkettboden nicht sehen wird. Daher sinnlos. Landtagsstromer, Herr des Ringes. Lord of the Ring. Kann man sagen, ja. Das muss man sagen, der Harry, Lord of the Ring, der hat ihn gefunden. Kling ist bei einem anderen Freund unten bei den Viers, wo der Bierbecher gestanden ist. Und der Freund hat gesagt, ja weißt, da war kein Bier mehr drin, jetzt habe ich nicht mehr runtergeschaut. Und ich gesagt, das ist eine Begründung. Das ist ganz klar. Jawohl, für die selbstlose Ringrettung, Chrissy. Na gut, bist du bereit? Jawohl. Und das mit dem Zentralviertel, das hat mir gefallen, dass du gesagt hast F, weil das ist der Akkord, der mir gefällt hat. Das muss man mal anschauen.
Jahre schon wohnen wir im gleichen Haus. Wir gehen beieinander ein und aus, andere Bräuche, andere Sprache. Einer lernt vom anderen noch und noch. Meine Heimat ist da und seine ist fern, doch das tut uns zwar nicht stehen. Wir haben für erlebt, war dem Unglück vereint, ja wir sind die besten Freunde. Hab ich bin endlich mein Haberer, ich sag er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Hab ich bin endlich mein Haberer, ich sag er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Unsere Kinder gehen in die gleiche Klasse, sie spielen miteinander und sie haben viel Spaß. Andere Sitten und anderes Essen, aber wir zwei haben das schon lang vergessen. Ja, meine Heimat ist da und seine ist fern, aber wir zwei, wir haben uns gern. Wir haben viel erlebt, war dem Unglück vereint, ja, wir sind die allerbesten Freunde. Hab ich bin endlich mein Haberer, ich sag, er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Hab ich den endlich mein Haberer, ich sag er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener, er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint, mein Freund. Wieder mal Monika Kuri und Klaus P. Steurer, ja. Ja. Echt leid. Lass um, weil, ich meine, und das ganz leibend René Lemp von Marokko haben, weißt du, was mit dem Motorrad und? Das ist eigentlich ein Schande, dass ich das nicht weiß. Weil eigentlich im Brennraum, eigentlich verfolge ich das ja. Ich glaube, du warst mit dem Motorrad unten, oder? René Lemp. Aber auf jeden Fall eine recht leibende Geschichte. Weil du hast ein Motorrad. Meins ist ja noch immer in der Werkstatt. Ja, aber jetzt sollten die letzten Ersatzteile da sein. Also bis es wieder wirklich Arsch ist, dann wäre es wahrscheinlich endlich anfangen können. Ja. Ja, das könnte sein, ja. Manfred Kraft, jawohl. Habt ihr Läusel schon gespielt wegen alles? Sind wir wieder bei der Monika kommt Kuri. Der kommt noch. Na, sehr spartig. Außer rein, es ist von dir, Klausi, gell? Ja, aber nur die Musik. Der Text ist von der Monika Kuri. Die Musik. Blunzenkistel! Du bist doch schon angegangen. Blunzenkistel ist wieder da! Das Blunzenkistel ist wieder da. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Harry Schneller-Fonte. War sehr leibend am Freitag. Der Rutgermat sehr markant und in gewohnter Qualität. Naja, ganz klar. Danke dir. Na, wir holen uns nur die Anzahl. Nur die Ansager-Retouren holen wir uns. Also, außer ich. Ja, wie geht's eigentlich deiner Honda? Michael Ahammer. Naja, wie gesagt, also ich kann euch auch schon sagen, was hat er gesagt? Wie sagt man da? Der Schaden, nein, nicht Schadenswert. Die Schadenssumme. Die Schadenssumme übersteigt knapp 4.000 €. Das ist einmal klar. Da weißt du nur gerutscht, verstehst du? Die ist nicht einmal purzelt oder irgendwas, aber Also furchtbar. ganz schön. Und wie gesagt, jetzt sollten die letzten Ersatzteile sollten dann kommen sein, jetzt da am 28. 29. Oktober. Ja, jetzt werden sie es die Woche da zusammenschrauben und dann irgendwann hoffentlich kriege ich es bald. Ja, heute kriegst du die Mieze nicht mehr, ne? Morgen soll das Wetter Arsch werden. Ja, Christoph Acker, vollkommen richtig. Das ist ja jetzt das. Aber wurscht. Meine Herrschaften, sie kommt zu mir zurück. Kommt sicher. Und das ist wichtig. Und jetzt, Patrick, Was machen wir jetzt?
Was für ein Lied. Das, was ich vor, ich sage einmal knapp einer Stunde angekündigt Ich habe, weiß schon, ja, in Gustav. passend jetzt wirklich zu aller Heiligen aller Seelen, uraltes Wiener Lied, weiß man natürlich auch nicht, wer es geschrieben hat, das ist auch irgendwann entstanden. Die Wurzeln werden irgendwo im 18. Jahrhundert liegen wahrscheinlich. Der Madeln von Wien, wer in der Trauer geht und um mein Bord da steht, es ist ein hin, an meiner Grube steht, oi, Fiedel. Großartig, fang da Schluss einfach. Es lässt sich so schön auf. Wie die Fatscher, wo du richtig Ich darf sagst. nur nicht durstig sein, der Griff. Das ist ein Wiener Lied. Das sagt Friedmann richtig. Und der Manfred Graf klärt uns natürlich, jetzt würde ich schon am Tisch haben. Nicht am Tisch haben, Klause! Erst! Das ist von einem Wiener Volkssänger Baptist Moser, Johann Fürst Baptist Moser. Ja, so Der hat es interpretiert damals, aber ich glaube, die Wurzeln sind noch viel älter, ja. Durch ihn wurde es bekannt damals, ja. Ja, In ich Volkssänger aber, wahrscheinlich, aber ja. Manfred hat da auf jeden Fall recht. Das, ja. Das erinnere ich mich jetzt auch, aber ja, ob das tatsächlich von Aber ihm nicht ist, geschrieben. Ja. Nein. Das ist ja oft Das ist schwierig, ja. weil natürlich diese Quellenlagen nicht so klar sind. Und oft ist der es bekannt gemacht hat, nicht wirklich der Urheber. Aber auf jeden Fall, Manfred, danke dir für den Hinweis. Das ist einmal auf jeden Fall wichtig. Jetzt haben wir nicht in Läusel. Das ist ganz klar. Da muss ich einen Schluck vorher nehmen. Ja, nimm mir an. Ich meine, wir sind ja nicht nur da zum Hakeln. Ne? Man muss schon auch, Ein bisschen Vergnügen kann auch dabei sein. und auch ein bisschen schauen, dass der Körper der Flüssigkeit umgehen kann. Ja, jawohl. Spritzt nicht immer Saison. Ich sag's wieder, Das ist so. das war ja das. Leider gibt's. Weil das war ja der Dauertester schlechthin. Spritzt Spritzte. Was du einfach Gespritzte kriegst. Jahresbedarf. Gespritzte. Das ist der zweite keiner. Ist nicht in Effing. Gustav. Ich weiß nicht, dass ich hab's ja geschrieben, ich weiß ja, dass ich Gustav ist. Okay, aber ja. Ja, na, ich hab's einmal in F probiert. Na mein Gott, na, du schimpfst ja gleich mit mir. Mach doch, ich meine Halt, Patrick, erhebe den Finger. Erhebe den Finger. Ich erhebe, ja. Ja, hast du schon? Hab schon den Finger erhoben. Na, was dann? Natürlich. Ich sehe nur rot, aber
Lesen kann Peter ich nicht Richtinger, erst. 20 Jetzt Euro. kann ich auch lesen. Peter Richtinger, danke vielmals. Zum Wohle. Danke herzlichst, sehr zum Wohl. Peter Richtinger. Aber da muss ich gleich wieder einspielen. Für all jene, die sich denken, na super Chat, ich weiß nicht, das kann ich nicht machen. Aber ich will ihnen halt was zukommen lassen. Den armen Musikanten, die da in der Köden sitzen. Da könnte ich jetzt mir das Haas aus wie, aber Ja, das ist die Aufregung bei dir. nein, nicht wirklich. Der Ofen strahlt hier. Also, Das ist der ganz und nicht strahlend. Das ist das. schon. Das ist ums Eck. Viel Spaß. Ich sitze genau in Strahlrichtung. Oh, hier. Strahlrichtung. Na, hau eine, der hat's da, wie wenn wir 10 Grad minus hätten. Prost. Du wirst mir noch dankbar sein. Nein, ich kann mir ja einen Pullover auch anziehen, nicht? Als kühler wird. Dann ist auf die Zeichen wärmer, oder was? Da kann man Schuhe anziehen. Nein. Ich habe auch dicke Socken mit. Weißt du, das ist Wirklich 107 Sekunden live, also naja, YouTube. Na, bei mir steht schon 1 Stunde 7. 60 Spritze sind auch eh immer dabei. Ja gut, 60 Spritze, über die redet man nicht. Viel trinken, die Zellen, die muss schwimmen. Die Daniela Schlögl kennt sich da aus. die kennt sich aus, ja. Sie weiß das, das braucht man. Da hat nur der Ofen Ausstrahlung, habe ich schnell erfunden. Siehst du, da kriegt der Ofen und wird frech. Wird schon frech auch, wird schon So. frech auch. In G jetzt bitte. Ja. Ja, los, lass uns lieb. Spiel's mal in der richtigen Ton. Jawohl. Neulich war Regel und Berner Feier, gemeinsam mit der Gruber und die Meier. Oh, das war so festlich und so elegant. Die Gäste waren alle im Sonntagsgewand. Im Anzug und Krawatten waren die ganzen Ehegatten. Die Damen im Kostümchen, nobel und doch schlicht. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade, dass das der Läusl heut nicht sieht. Am Anfang war die Stimmung noch ein bisschen flau, aber dann ist es Essen gekommen. Na und schau, kaum waren die Händel und die Fleischler serviert, da hat sich keiner mehr geniert. Oder es hat sich gestürzt auf die Schnitzeln und den Erdäpfelsalat. Na, dass der Läusl nicht dabei war, ist wirklich schade. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Allein schon wegen dem guten Erdäpfelsalat. Dann trinken wir noch ein paar Schnapseln zum Verdauen. Die Achteln rennen, so schnell kann's gar nicht schauen. Und dann werden schon die alten Lieder gesungen. Ja, und das Tanzbein wird geschwungen. Die Meier tanzt Lambada und der Gruber ist kein Vater. Hat sich zu jeder zu, der Tisch spricht so, ach, Studelbude. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Da fällt der Läusl halt noch dazu. So ist er gegangen bis in die Morgenstunden. Ja, das hätte der Läusl auch sicher leibend gefunden. Ja, das eine, das sag ich euch, dem Läusl seine war die schönste Leich, ja. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Der Läusl ist tot. Hallo. Ich bin
ist während des Liedes am Schluss in eine komplett andere Tonart abgedriftet. Ich hab's gemerkt, aber es macht nichts. Es ist Das macht nichts. wieder ausgegangen. Also Ich habe das ja korrigiert, aber ich habe mir gedacht, wie gibt's das? Jetzt spiele ich ein ganzes Lied in einer Tonart und am Schluss denke ich mir, du spielst du der andere. Oder was geht vor in dem Hirn oder in diesen Sensoriken? Naja, ist ja wurscht. Ist ja wurscht, Hauptsache es hat gefallen. Nach dem gefüllten Griff vom Glas war der Blick von Patrick einfach Gold wert. Was ich einen gefüllten Griff gemacht? Ich hab so geschaut heute, das vermeide ich sonst immer. Ich versuche es zu vermeiden. Aber es ist sogar, weil der Harry Schneller-Fonte das auch sagt, es ist ganz interessant, dass das Lied in Wahrheit die meisten mit Erdäpfelsalat in Zusammenhang bringen. Ne? Das, apropos Erdäpfelsalat, die werden wir mal kurz. Du kriegst schon Hunger, gell? Ist schon vorbei, nicht? Vorher hast du gesagt, kann nichts mehr essen, ich bin auch gegessen von Mittag. Da war ich auch noch. Weißt Dazu das passen 17 Kölner. Maggie, was ist 17 Kölner? Was ist das? Weißt es du? Her mit einem Bier mit einem schneeweißen Fahren. Das ist das, ja, ich weiß schon. 17 Kölner müssen kommen, die uns aussehen wie vom Ja. Darm. Stimmt. Georg Scheurer 154. Was ist 154? 154. 154 gespritzte? Boah, das war eine Challenge. Ich bin angekommen. Gogelt. Aber hast du das gesehen, wie das iPad hat beim Gesturl? Ja, Ich habe sofort mit allen Bühnentechniken, die wir zur Verfügung haben, habe ich dann das iPad, dass das auch wogelt, ne? Zum Gesturl, ne? Dass das auch bildtechnisch eingefangen wird. Bin schon gespannt, was der Klaus den Patrick um Mitternacht für ein Packerl gibt. Hat er nicht vorhin was gesagt? Er hat mein Objektiv eingepackt. Achso, nein, das hat er schon, der Patrick. Der Objektiv hat er schon. Das habe ich schon lang. Wir haben es schon eingepackt, ja. Wir haben es schon eingepackt. Eingepackt, ja. Aber ja, für die, falls du es einmal kriegst. Was weiß man? Was weiß Kommst du man? zum Taschel die Woche? Oder? Der Taschel ist voll. Na gut, einen Platz hat man immer. Taschel ist voll, also ausverkauft. Am Donnerstag war am Freitag, meine ich schon. Da gibt es noch einen Platz. Wer kommen will, am Freitag, der 6. Der 5. Der 5. November Im Rössenkeller, ja. in Stammersdorf. In Gibt der es Kellergasse. ein paar vereinzelte Plätze. Da gibt es einen Platz. Lustigerweise, der nächste Termin, der ist relativ, ausgebucht auch nicht, aber relativ voll. Vielleicht, wenn jemand unbedingt meine Frau, die Elisabeth, kennen will, die ist mir auch da sein. Also, Wirklich? Na Gott sei Dank kommt einer. Das ist mir auch ein Stück angeschnitten, ne? bitte gerne. Ich weiß nicht, so. Ich wollte noch ein bisschen weiter essen, da ist gerade das Marzipan nämlich voll so gegessen. Ja, dann ist Nein, das. das habe ich schon fast gegessen. Ja, ich will nicht so ein Stück so, ja. Der allerheilige Strießler von der Wiki vom Marwihof. Die schneide ein bisschen Schaut ja weiter. Wahnsinn, ist gut. So. Mit einem Marillenmarzipan oder was das Na, ist. Marienmarmelade ist auch dabei. Das ist fantastisch. Wunderbar. Marzipan, Marienmarmelade und noch irgendwas. Die Grüße soll jetzt gegangen werden, deswegen darf ich nicht wagen mit Tisch. Aber es hat zum Stück gepasst. Es war einfach eine Show-Rennlage. Eine kleine dabei, ja. Ohne dass ich den Ring verliere. Das ist ja das. 154. Ich weiß noch immer nicht, Georg Scheurer, was 154 sagen soll. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, kann ich was nicht das reden. Ich weiß auch nicht, was das heißen soll, 154. Mandeln sind noch. Ja, die sind außen drauf. Ja, stimmt, ja. Mario hat vollkommen recht. Der Georg hat gesagt, Striezelboschen. Ach so, war das eine Zahl oder was, dass man 154 erreichen muss bei euch oder was? Die Striezelboschen ist ja überall anders. Ich vermute, dass das mit Striezelboschen Glaubst du selber, was du für ein Blödsinn redest eigentlich? Die 154 hängt zusammen. Ja, was? Mit Striezelboschen. Was muss man erreichen mit 154? Striezelboschen, dann tut man mit Poker würfeln und dann macht man sie vorher aus und den Striezel spielt man jetzt. Das ist am 31. im Weinviertel eine alte Tradition, Striezelboschen. Wirklich wahr? Ja. Letztes Jahr bin ich nach dem Zentralfriedhof, nach den Aufnahmen direkt in Köln vom Karin und Norbert gefahren und haben eine Striezelboschen. Was Die hat waren schon gewonnen? fast fertig. Letztes Jahr nicht, allerdings vor 3 Jahren habe ich alles gewonnen, was man nur gewinnen Ja, kann. vor 3 Jahren, aber das ist aber schon hin. Das haben wir schon aufgegessen. Ne? Aufgegessen, meine ich. Ja, das, und was, da muss ich 156, 54 muss ich? Ne, was man sich Wie viel oder was? Ne, was man sich anmacht, wer die meisten hat, wer die meisten Bosch hat, Jetzt sagt der Georg Scheurer 150.
Aber klär dich da, um was geht. Das erklärt es nicht auf jetzt, aber das kann viel bedeuten beim Strietelburschen. Marvihof hat Außen- und Innenmandeln. Nicht nur außen, Innen auch, also auch innen. Gerald Spörk ist auch dabei, grüß Gott. Gerald Spörk, seit jetzt, also seit, weiß ich nicht, gestern, heute, vorgestern, weiß ich nicht, quasi seit kurzem seinen Jagdschein. Leitmannsheil Weidmannsheil. Mein lieber Gerald Spörk, mit links. mit links muss man? Mit links? Muss man das? Jager mit links. Wirklich mal? Ja, war nicht gewusst. Weidmannsheil, mein Lieber. Also da freuen wir uns jetzt schon auf üppige Üppiges Spenden. Wildbret. Wahrscheinlich schießt ein Weinviertler Gams. Glaube ich ja Die nicht. berühmte Weinviertler Gams, geschossen von Gerald Spörk, etikettiert vom Metro. Aber ich bin auch Abnehmer von dem, was viele Jäger nicht so wollen, also Fasane und so, nimm ich auch. Also. Die müssen nicht gerupft sein, sondern ausgezogen sein. Dachs, Fuchs, ne? Naja, Fuchs, ich habe mir ein bisschen Fuchs lieber daheim, weißt du, aber das ist für gewisse Personen. Er geht schon Minuten, sagt er. Bis Mitternacht wird er meinen. Na, Minuten? Wirklich, wa? Na klar, kann schon sein. Ach so, erzählt aber, ja, ich verstehe. Am Freitag war es Weidmannstag, so Gerald Spörk. Du hebst ihn an. 5 Euro Wildcat. Prost auf den Roll. Jawohl. Unbedingt. Der hätte sein Hetz wieder gehabt. Der hätte sein Hetz gehabt mit der Spülerei. Aber, Wildcat, ich danke dir vielmals. Wir müssen noch warten, bis der Patrick eingeschenkt hat, dass wir endlich dann. Wird schon warm auch, gell? Das ist Ja, aber es geht ist ja nichts mehr geht drin im schon, ja. Flaschen. Also der Liter ist ja gleich weg. Es sind ja keine Potöne, jetzt sind wir schon auf Liter. sehr zum Wohle. Das ist aus der. Sehr zum Wohl, danke schön, Wildcat. Danke. Und wie eh und je kommt der Moment, wo ich einblende. Die anderen Möglichkeiten, wie man uns Geld zulassen kann. Man kann, ihr wisst ja, ich verschmeiße meine Ring gerne im Publikum und nicht jeden Ganz genau. finde ich wieder. Das ist ja ausgegangen. Ja, Patrick, seit 27 Jahren schiebe ich die Gitarre an dir vorbei. Ich hab dich noch nicht erwischt, gell? Nein, Noch nie. nein. Aber nicht, wenn man so Nein, sieht, eine- ich also- gebe dir nicht nein. einmal eine an. Ich habe nur einmal von der Saaten aber eine gekriegt. Ja. Ein einziges Mal, ja. Aber das war's. Ich würde sagen, Patrick, weil. Es wissen drei, da gibt's ein groß wie Paradeiser. Dazu noch ein Steck, so hoch wie Häuser. Und stoppt die 4 Liter Glaserl ab da unten. Mit einer Pumpe für den Wein. Und bei mir gern Schrammen her, denn ist mir fix auch Stöhne weh. Und wenn wir dann da jede Woche außerdem an 6 am Wochen fällt uns nix mehr bei uns im Meer. Wir spielen jetzt öfters mit dem Bluesschrammel wieder zusammen. Ne? Das ist, dadurch kommt man förmlich in diese Rockmusik hinein. Also, Diese wilde Musik. diese wilde Musik. Das ist Diese wilde Musik. Nein, Blödsinn. Ich will auch in den Dornröschenschlaf, falscher Motto. Ja. Da wärst du aber komplett falsch im Dornröschenkeller, weil dort schlaft keiner. Nicht so lange wir spielen, schlaft keiner. Schlaft keiner dort. Nein, sicher nicht. Zu ja. späteren Stunde kann es schon sein, dass der eine oder andere einnickt am Tische. Dornröschenkeller ist sehr leibend. Das ist ein ganz, der erste Keller eigentlich rechts in der Kellergasse in Stammersdorf. Und sehr leibend. Der Wein ehrlich gut. Super. Bitte das Essen. Also das hat alles schon sehr, muss ich sagen, Taschlerqualität. Ja. Sehr Taschlerqualität. Fleischlaberlof, der macht so einen Lauchrollbraten, macht es hin und wieder, die Seraphin, die Winzerin. Der Wahnsinn. Und Wahnsinn. also Fleisch haben sie immer gut, Schweizbahn sowieso, das alles. Wie gesagt, das kommt auch meine Frau, die Elisabeth.
Mein Bruder kommt. Was, der Oliver kommt Der auch? Oliver kommt an. Da muss ich üben. Da muss ich üben. Ich fahre das mal nicht selbst mit dem Automobil. Jesus, na, da muss ich Es üben. kommt aus dem Weihviertel direkt ein Bus wieder einmal. Da muss ich üben. Da muss ich üben. Ein kleiner Bus kommt, ja. Mit lauter lieben Freunden. Du Was kennst das eh alle Ja, schon. ich kenn's alle. Ich kenn's alle. Wirklich lauter liebe Leute. Bei Christopher Taub besteht da Gefahr, von YouTube gesperrt zu werden. Bei was? Na, bei den Liedermanns? Glaube ich nicht. Bei den Lieder. Naja, Auszüge sicher nicht. schau. Die Angst reitet immer mit. Das würde ich jetzt einmal bringen, was so diese so dramatische, machen wir dramatische Musik. So dramatische Musik, das ist so ein, Alter. Ja, das ist Dramatik genug, das passt, das mach weiter. Hust weiter, hust weiter. In der Zwischenzeit, hust weiter. Ich meine, ich kann einen Pugelkopf, aber ich glaube, das bringt nichts. Trink und spritzen. Schwer, aber den Mund zu voll hat. Schaut's mir nur zu, ist schön. Kriegst du wieder Luft, ja? Ja, ja. Ja, was sollst du uns wegschauen? Die Kamera schaut, ich kann sie nicht weggetragen, die Kamera. Geht's wieder, ja? Geht, ja, ja. Weil Man sollte nicht zum Sprechen beginnen, wenn der Mund zu voll Ja, ist. ja. Das stimmt natürlich. Du, aber ich glaube, dieses Pugelhauen, das hilft gar nichts, oder? Hilft das Eigentlich, was? nein, ich glaube nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Oft ist man einer hust und dann kommt der andere, haut am Pugel. Ja, Und ich sag, Alter, bist du Wenn du wieder... einen dicken Brocken verschluckst, kann Ja. das schon, wenn es dem haut, das der Maus, stimmt, nicht? Aber Aber du musst hinhauen. du ich musst mein. hinhauen, ja. Ja, aber das hilft ja nicht, weil dann ist ja Stress. Wenn du der Pech hast, bringst du ihm ein paar Rippen. Nicht? Ja, aber der Fisch kriegt da Luft. Muss sich entscheiden. Ja. Mit der Rüsslungen, Patrick, das war die Rüsslungen eigentlich, ja, genau. Eine dramatische Musik hast du gemeint, nicht? Ja, eine dramatische Musik. Weil da muss ich näher zum Mikrofon. Also. Neue Challenge für das restliche Jahr 2021. Starte jeden Tag ein neues Projekt und bring keines zu Ende. Sei ein Mann. Jawohl. Das wird Jawohl. Das wollte ich so. Ich weiß nicht, ob man das. Was ist eigentlich mit dem Projekt Motorrutger? Peter Richtiger. Jösses noch. Motorrutger, das haben wir als Projekt nach wie vor aktuell. Ja. Und Peter Richtiger, ich würde jetzt sagen, du stehst eigentlich, wenn du kommen willst, schaut es auch gut aus für dich. Wir haben das nämlich auf eine vorläufig einmal, Begrenzte Teilnehmer. ne, auf eine private Party Ganz privat. reduziert mit sehr wenigen Menschen. Warum? Erstens natürlich wegen der Logistik, wegen der ganzen Organisation, weil wir da alle, das ist ja Selbstläufer. Die Daniela Schlögl hat sich da bereit erklärt, das ein bisschen zu organisieren. Und noch dazu die- haben wir gewisse Zeiten momentan auch noch, die vielleicht bis nächstes Jahr auch noch ein bisschen. Das ist eben der Hauptgrund Man der nächsten. weiß nicht, wie planen wir jetzt. Also, Ja, und mit wenn's Corona, größer ist, ne? ja, also, ja, und mit Corona, du kannst einfach, wir wissen nicht, wie das rennt. Das heißt, das Projekt ist im Laufen, es ist wahnsinnig klein gehalten, es ist quasi wie ein privates Fest, oder es ist ein privates Festel, aber Peter Richtinger, du kannst dich nicht bei mir melden, aber ich glaube, du bist eher in Kontakt mit der Daniela Schlögl und ja, also meldest du bei ihr. Wie gesagt, wir halten das jetzt einmal ganz einfach, weil wenn man das offiziell macht, dann wird es schwierig, dann schon mit diesen Auflagen, was Corona betrifft, mit ganzen Geschichten und eben auch alles sonstige. Wie gesagt, wir starten jetzt einmal ganz auf gemütlich und ja. Also das ist der Stand der Dinge. So, und jetzt da. Was ist? Schon wieder? Ulrich, Ein Gerstl für die Musi! Nein, der Ulrich ist ein Wahnsinn. danke dir. 15 €, ich danke Sehr dir zum herzlich. Wohle. Du bist ein Förderer, muss ich wirklich sagen. Danke schön. Der Urbe ist Cream, jawohl. Und wie ist das gegangen?
keinen Song, bleib ich daheim. Bei meinem Weiberl und Raditan. Na servus. Das war Schluss, Bumsenasel. Jawohl. Der Niederschlag sagt es sicher. Jawohl. Am besten im Zentralkomitee, also bei mir melden. Ja, Ja. Daniel Schlögl, unser Zentralkomitee, muss man sagen. So, und Patrick, und jetzt ist mir was eingefallen, das werden wir jetzt spielen. bitte. Ja. Weil das passt ganz gut. Was haben wir? Vor dem Endfeld nämlich. Ja. Genau, Was ist dreiviertel 10? 10. Was ist jetzt? Ja? Das heißt, also schon als Vorblick zum Mitternacht, wenn du einen Geburtstag hast, machen wir unser Medley, was wir zusammengeschrieben haben, das Freundschaftsmedley. Ja, Das passt ja gut. Das passt gut. Das passt so. gut. 27 Jahre spielen wir. Nächstes Jahr 28 Jahre. Wobei erst im Oktober. Wir sind schon am 28. Wir sind schon im Oktober. Aber im Oktober Seit nächstes Jahr, also einer das, Woche, das geht noch hin, es dauert noch ein Jahr quasi, dann sind es 28. Aber 27 Jahre spielen wir zusammen seit 19. Oktober. Und also spielen wir zusammen, treten wir gemeinsam auf. Zusammen spielt wir schon länger. ein Ja. Jahr, Ein Jahr länger, ja. Viel länger nicht, glaube ich. Viel Ein länger, Jahr ja. länger drauf vielleicht. Da wir das mal herumgespielt haben. Wahrscheinlich wird es nicht einmal ein Jahr sein, Nicht einmal ein Jahr. wo wir da herumgespielt haben. Das ist dann relativ schnell gegangen. Eigentlich haben wir so im Jänner so angefangen zum zusammen spielen und im Oktober haben wir dann schon gespielt, ja. So ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, so was. So irgendwie, Ja, genau. so irgendwie, ja. Ja. Darum machen wir es jetzt Freundschaft. Ja. Freundschaftsmedley, wie wir es nennen halt. Mit was? Ja, genau. Das ist schön. 10. Seit 28 Jahren fast. Ah, das ist in 10 Uhr. Das war mir nie bewusst, ehrlich gesagt. Das muss ich erst verarbeiten. Das muss ich erst verarbeiten. Man spielt was Jahrzehnte, Ah, na klar, weil das zweite ist in F. dann geht es in B weiter, das Ja, dritte, ne? natürlich, das weiß ich eh. Regt sich nicht aus. Das ist schön. Es ist schön, mit ein Freund zu reden. Er mich anschauen und ehrlich sagen, ich hab dich gern. Du bist gestanden mit mir wie ein Baum. Und jeder war für den anderen Seite. 20 Schöne und 10 mal 2. So wie es soll sein soll, wenn zwei echte Hammer. Und der Himmel war ewig voll Stern. Es ist schön, mit einem Freund euch so weh. Das ist mir schon, Es ist schön, bist du mein Freund, heute so weh. du spielst dafür schon. Schau dir deine Freude gut an. Wer's ehrlich mit dir meinen kann, sonst siehst du vielleicht eines Tages gar ein. Du bist auf der Welt ganz allein. Solang du was bist und was hast, solang ist man gern bei dir Gast. Doch bist du im Leben einmal ganz passé, ja dann sagen falschen Freunden Ade. Ohne dich, da geht's halt nicht, weil ich dann die Liebe nicht hätt. Wo ich bin, da bist du auch. Brauch ich dich, dann bist du da. Ohne dich, da geht's halt nicht, weil ich dann die Liebe nicht hätt.
tolle Nummer. Tadellos. Ja. Und ich meine, Wir so lachen müssen. ja. Und ich hab mir gedacht, erst, was siehst du denn für einen Scheißdreck? Dabei sagt er mir mal ein Moll. Der glaube ich, weil ich schon wieder falsch gespielt habe. Ja. Und ich hab mal gesagt, das kann trotzdem kein Moll. Ich hab's schon geahnt. Ja, nein, ich spiele ja jedes Mal falsch. Und ich glaube, seit sicher Über 20 Jahre. 20 Jahre sagst du mir ein Moll. Ich gehe mal nicht. Ich muss ja dann ein G-Moll spielen. Wenn er Und ich D7 spiele mal ein C7. ein C7 machen wir ein G-Dur. Ein G-Dur. Je nachdem, Ein G7, ja. G7 Also komplett falsch. schreibt sich etwas. Aber Ja, sind wir mal. Aber ja, das passt Bescheid. Und das Lustige ist, das letzte Lied war von Čapek. Richard Čapek, ja. Eigentlich ein Liebeslied. Nicht? Also Ein Liebeslied, ohne die, da ja. geht es halt nicht. Ja. Aber wenn du jetzt nur einen Refrain hernimmst, nicht? Also das geht eigentlich, Geht durch. das kann man im Sinne der Freundschaft auch verwenden. Muss man nicht gleich. Nicht ankommen. Haben wir auch damals, kannst du dich erinnern, das Potpourri haben wir gespielt, ganz am Anfang, wie wir gemacht haben, für den Eckerhansi einmal. Ja, das stimmt. Der war damals etwas erkrankt, auch im gleichen Ja. Jahr wie ich. Ja, Ich war ja. dann schon wieder gesund, Ja. der Hansi noch nicht. Ein bisschen später war es, ein paar Monate. Ja. Ich war schon wieder gesund und Ja, da warst du schon, weil dann haben wir da gespielt schon. ich war schon ja. wieder relativ fit, ja. Da haben wir den Hansi Genau, gewidmet. den Hansi gewidmet. Ja, ich meine, das sind so diese. Kann mich erinnern. Da haben wir noch auf Facebook haben wir das noch gemacht damals. Ja. So lange spielen wir. So lange ist es schon her. Ja, Seinerzeit. Wahnsinn, ja. Was schon die Maggie sagt, was lange Freitag, schön mit euch alt zu werden, werde am 5. November 67. 5. Maggie? Ja. Auf Meine die- Freitag. ich Wie heb's lange, aber- warte mal, bevor wir trinken, wie früh lange schon kennen wir mal. die Maggie? Maggie, wie lange kennen wir einander schon? 20 Jahre, schätze ich. So kurz nach der Jahrtausendwende, oder haben wir uns schon vor der Jahrtausendwende gekannt? Das muss That's the question. kurz danach sicher, ja. Ich sage einmal, ja, dann haben wir auf jeden Fall gespielt. Also 15 Jahre sicher. Bockheller, nicht? Also Bockheller, Wiener Volksliedwerk, ich glaube, das war so die Connection. Ich glaube, ja. Die Maggie weiß es sicher. Die Maggie soll das reinschreiben. Bitte, Ja. wie lange wir uns kennen. Und da hat sich eine wunderbare Freundschaft entwickelt gehabt. Wir haben dann auch in München 2-3 Mal gespielt, Die rauchen wir, ja. wo wir bei Was haben wir? der fertige. Nein, Na, was wird doch ich gut. trage mal nicht. Soll man nicht Ah, tragen? sicher. Ich trage Wir mal. sind ja nicht auf der Flucht. Ja. Ne? Seit 2003, Maggie. Ah, okay, ja. Also steht 18 dafür. Jahre. Es Ja, ist ein bitte. Wahnsinn. Seit 2003. Und da haben wir in München 2-3 Mal gespielt, wo wir dann auch bei der Maggie übernachten. Einmal haben wir bei der Maggie Einmal haben wir bei der übernachtet. Maggie Also wir haben ein paar Mal übernachtet, gespielt, ist ja wurscht, einmal bei der Maggie übernachten dürfen. Da haben wir am nächsten Tag da haben wir einen Tee gekriegt, weil die Maggie ist ja Engländerin, die in München lebt. Und da habe ich das erste Mal einen englischen Tee getrunken, einen englischen Tee. Und da habe ich das erste Mal verstanden, warum man da Milch nicht gibt. Weil sonst kriegst du einfach, weil war super leibend gut. Also das war echt gut. Und Also ein Kaffee ist ein Schatz dagegen. ja, Kaffee ist Von der Wirkung ein her, Kaffee also. ist wie Kakao im Vergleich. Da, ne? Also- Also das ist ganz gemütlich rein. Aber der Tee war ein Tee. Also das würdig. Gewohnt auch nicht, natürlich. Ne? Natürlich. Nein, aber es war leibend, es war sehr leibend. Und auf jeden Fall haben wir, also ja, seit 2003, wenn du sagst, haben wir uns... Zweimal haben wir übernachtet im Wohnzimmer, ja. Zweimal? Genau, ja. Zweimal? Ja, Genau. das stimmt. Stimmt, ja. Zweimal am Boden. Ich habe auf der Du Couch. tust auf der Couch, ich hab am Boden, ich glaube nicht, ich war der Kleine, nicht? Ich habe am Boden schlafen müssen. Ja, und also da haben wir auch schon lange Freundschaft und die Maggie ist eine hervorragende Musikerin und hat auch viel geschrieben über das Wiener Lied. So journalistisch tätig war es stark, oder ist sie, weiß gar nicht, ob es noch da viel magst in die Richtung, auf jeden Fall. Wurden die 16er Buben stets von ihr, oder von dir, wenn ich weiß nicht, wenn man das dann sagt, von dir oder von ihr, wenn ich es für die anderen sage, stets gut und positiv. Und eins darf man nicht vergessen, die Angenommen. Maggie ist eine wunderbare Musikerin auch. Ja, Eine ja, auf wunderbare jeden- ja. Organistin. Das ist ja die Ja. Uhr, das ist ja die Und Uhr. Ein Ja. Wunderinstrument, die Orgel. Das ist für mich nach wie vor. Also das ist, Ja, vor allem es ist die Königin der Instrumente. Ja, klar. Absolut. weil das kannst du nicht einpacken. Absolut. Das ist eine Orgel, bis deppert. Die braucht Und ein Haus. das hat eine Macht, dieses Ja, Instrument. das ist stimmt. unglaublich. Von den leisesten Tönen bis hin zu einer Urgewalt, die man da produzieren kann. Ja. Ein großartiges Instrument. Ja.
Absolut. Habe ich erst wirklich schätzen gelernt, eigentlich seit ich mit Harmonikabau mit beschäftige, mit Spielgernstl, der ein gelernter Orgelbaumeister eigentlich ist. Und der hat mir viel erzählt über Orgeln und Pfeifen und. Also, ja. Ein gewaltiges Instrument, ja. Absolut. Du, auf der Auer Duld waren wir auch mit der Maggie. Ja, genau. Und da hat sich der Klaus ein Hemd gekauft. Die Maggie, ja. Ja. Das habe ich schon lange nicht mehr. So ein mittelalterliches, so ein Ja. Leinenhemd oder Ich so. hab das noch. Wirklich, oder? Ich hab meins Du hast noch, es ja, noch? ich hab's noch, ja. Du tragst es noch, oder? Nein. Das trinkt Fasching. Nein, ich wär mal, das könnte ich bei der nächsten Geht Pavlatschen schon, noch das ist anziehen. fix. Ziehen wir uns bei der nächsten Pavlatschen an, ja, das Leinen. Das ist das mit den Schnirren da, oder? Mit den Knochen. Geschnürt natürlich ohne Zipverschluss, ohne alles, nicht? Ohne Knopf, nur zum Dings, ja. Geht schon. Challenge. Es ist nur Jetzt fürchterlich warm, weißt du? Das ist nicht mein Problem. Dickes Leinen, ja. Das ziehe ich auch beim nächsten Mal. Das musst du Ich anziehen. hoffe, ich habe das wirklich noch. Ja, Oh ja, ich so hoffe fair. das sicher. Weil sonst Ja. noch mal eine leere Versprechung geben und das haut die zu. Das ist ja wild. Aber auf jeden Fall, das ich vorschlagen, jetzt meine Herrschaften, was hat die Maggie gesagt? Am 5. November? Wo war das? Wo war denn das? Am 5. November wird die Maggie 67 Jahre alt und da möchte ich jetzt da bitten, für unsere Maggie, Magdalene Mary Pemberton, die Engländerin mit Wiener Herz aus München, in München, so. In München, ja. Nein, man muss so sagen, die Wienerin aus England in München, so muss man es sagen, weil so geht es wirklich zum Geburtstag, da haben wir eine. Bitte, eine Orgie an rote Achteln für die Maggie. Hat eine Orgie an rote Achteln, dann stehst du auch, dann, ich mein, man macht das nicht im Vorfeld, nein, wir wünschen dir im Vorfeld nicht alles Gute zum Geburtstag, aber im Nachfeld dann. Ja, am nächsten Montag. gehen wir Nächsten das machen. Montag, ja. Vorher macht man es nicht. Früher machen wir es nicht. Nein. Früher machen wir es nicht. Sehr Daniela leid. Schlögel schreibt auch gerade, ich bin ja ein Kaffee-Junkie, aber in England Urlaub bin ich zur Teetrinkerin geworden. Ja, das glaube ich, ja. Ja, ich meine, ich glaube, zum Tee trinken in dem Sinn wäre ich nie werden. Aber, also ich trinke schon gern hin und wieder einen Tee, aber, also zum Tee, also im Vergleich jetzt Kaffee, Ja. mehr. Schon bis ich mal nicht Draht habe, hast du schon 5 Cheat gehabt, Ich glaube ich. trinke schon gerne einen Tee, aber so Tees, Ja. was ich gerne trinke, hast du eigentlich nur auf Deutsch Tee. Also, Die anderen sagen ja, die Franzosen sagen Infusion, die Engländer sagen Infusion, also Kräutertee, Früchtetee, wie wir sagen. In England und Frankreich zum Beispiel heißt Tee nur, wenn es ein Tee ist. ja, also Tee. Also nicht? Tee Also, halt, ne? Das ist, die Pflanze Tee. Die Pflanze Schau, Tee, die ja, Achtel. ja. Die Achtel Genau. von einer für die Maggie. jawohl! Die Achtel von einer für die Maggie zum Geburtstag. Wahnsinn. Im Nachfeld, das gefällt mir, ja. Im Nachfeld werden wir die hochnehmen lassen. Ja, so, ganz groß. Ja, aber auch schon eine Zeitl, ne? 2003, wenn du sagst, da kommen wir uns jetzt schon eine 18 Zeitl. Jahre. Ja. Da. Ja, das war immer eine recht leibende Geschichte und dann haben wir ja die Tradition gehabt, dass wir uns zu Weihnachten, wenn die Maggie nach Wien gekommen ist, dass wir uns getroffen im Café Alt Wien. Das war legendär. Ich habe mir reingehauen, was der halt was Gescheites und Würstel und Gulasch oder was weiß ich was. Ne? Und die Maggie hat immer gegessen, ein Butterbrot mit Schnittlauch. Und da hat es mir echt erbarmt immer, aber dann bin ich drauf gekommen, die mag das so. Ja, ich mag das so. Und dann durch das, dass ich dann meine Klause in Schlägen in Botschenau erworben habe, war ich dann natürlich Weihnachten nicht mehr in Wien. Ja genau, Chrissy sagt da, Chrissy 1220 sagt, bei der nächsten Pavlatschen erst stoße ich auf Mrs. Pemberton an. Daniel Schlegel, stellt da schon was zusammen. Daniela, wunderbar, wunderbar. Der Raphael gratuliert Marvihof zum neugeborenen Kälbchen, ja. Das macht noch ein bisschen, Macht ein bisschen Mandeln, wie man sagt. Mandeln, ne? Aber das wird schon. Habe ich heute gesagt zum Anfang erst, weil der Computer schon wieder hieß, der Laptop, sag ich erst, willst du nicht einen neuen Computer kaufen? Sagt er, ja, den ich auch gern, aber das Geld geht alles für die Tierärzte auf. Das ist ein Arm, sag ich nicht, das hast du davon, was Großbauer bist. Hast, ich habe gesagt, das müsst ihr Geld haben, ihr seid ja Großbauern. Und er hat gesagt, das ist ja das Problem. Nein, das ist wirklich ein Wahnsinn. Und die haben so viel Leidenschaft für die Viecher und alles, dass da wirklich. Kannst du sagen, das letzte Gerstl, nicht für eine gescheite Muse, sondern das letzte Gerstl für andere Viecher. Und das Ja, finde ich auch genau so absolut ist es. leibend. Ja. Ja, der Christoph Radau, ja, Klausi gleich hustest wieder. Hat das nicht aufgehört? Ja, das stimmt. Christoph Radau, da hast du mich jetzt wirklich erwischt. Aber
Die falsche Motto ist in der Türkei. Hey, Nur was? Chai? Wie sagt man das? Kein Bier. Chai. Ja, Chai. Tee. Ja, Also nur, Chai. nur einen Tee. Kannst nur einen Tee trinken gerade. Das ist aber auch. Jetzt bist du jetzt in der Türkei? Achso, nein, jetzt bist du nicht in der Türkei, sondern du weißt, du bist ja schon wieder zurück. Eben, das ist schon alles erledigt, die Reise. Aber gemeint wahrscheinlich in der Türkei. Ja, wobei ja die Türken auch gut sind. Das FSB und so, das ist ja auch jetzt nicht unbedingt schlecht. Ne? Die machen einen guten Wein auch. Also. Machen einen guten Wein auch, ja. Das ist ja- Ich mag ja die Schnittlauch. Sobald ich jetzt habe ich es fertig gewickelt, nach einer Stunde. Jetzt spielen wir ein Lied, dann rauchen wir so. Weil man, das ist sonst brauche ich ja eine Stunde für das ganze Prozedere. Ich arbeite ja doppelt wieder, warte. Ja, mit allen Mitteln. Du arbeitest mit allen Mitteln. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Was haben wir? Kurz vor 10. Wie gesagt, ich hoffe, morgen ist natürlich ein Arbeitstag für die meisten Leute. Fritzel-Status nicht. Das taugt mir voll. Der Fritzel ist bis, aber wobei man sagen muss, der Fritzel war sowieso bis zum Schluss dabei. Ja, war sowieso nur sind dann Der die letzten. hält ja tapfer Ja. durch. Nur sind dann immer die letzten Chats in die Richtung, na, ich werde morgen ausschauen, ne? Mir wird es morgen gut gehen, weil da viel Schlaf werde ich nicht haben. Das Beste war wirklich, da einmal ein paar Latschen, wo wir gespielt haben, Fritzel-Status. Ich muss jetzt schlafen gehen, weil ich stehe auf, in Kürze. Ich muss wieder aufstehen. Und dann weiß ich nicht. 2 Stunden später. Ja, eine halbe Stunde später. Ist er noch immer da gewesen. Er hat gesagt, ich kann einfach nicht schlafen gehen, solange ich noch aktiv bin. Das geht nicht. Das geht nicht. Manch anderer stieg wieder ein. Ja, glaube ich doch. Nein, aber das machen wir heute nicht. Nein. Aber wie gesagt, wir werden. Und doch ein bisschen was fragen. Ja, das muss man natürlich. Patrick, du darfst da was wünschen. Ich darf mir was wünschen. Ja, Wirklich? na klar. Ob ich spiele, weiß ich nicht, aber du darfst da was wünschen. Ich geh gemütlich heim, da steckt der Wer am Dammzeh. Der Gott na was hab ich Flucht, was am Soffen auf der Gasse sucht. Ob der Lack im Bläh, was suchen's auf der Erde? Da hab ich diesen Grobian erklärt. Ich such mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders geht es nicht, nein, das spüre. Ich hab's bestimmt mal gehabt, vor einer Stunde. Das Girlie um und um, als wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder, sonst hab's nach jedem Schritt mich wieder nieder. Und wann ich's gefunden hab, soll ich einen Liter Wein. Anständig. Fangt dann wieder an, die umeinander Grölerei. Na, das ist nicht schön, die Leute kann mich lernen gehen, weil ich auf die Vier rumrutsch, wie ein Bild mein Krawattenlutsch. Schreit ein alter Mann, schauen Sie nach das an, jetzt ziehen die Leute die 100 Menschen an. Ich such mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders find ich's nicht, nein, das Gespiele. Ich hab's bestimmt noch gehabt, vor einer Stunde. Jetzt rede ich um und um, als wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder, sonst hab's nach jedem Schritt mich wieder nieder. Und wann ich's gefunden hab, soll ich einen Liter Wein. Bravo, Patrick! Fangt dann wieder an, die umeinander Grönerei. Ja, so schaut's machen wir aus. Einmalig. Ja, heute Vogel ich nicht haben. Naja, aber Wogel, wie ist das? Weiß ich, wenn es gehst, jetzt immer, es ist Boot schon frei. Wogel. Weil er voll die Vier umrutscht. Jawohl. Na, aber, ja, das geht. Du musst was haben wir haben doch letztens gespielt im Ritz Carlton. Man spielt ja in den ersten Adressen, das ist ganz klar. Und da haben wir irgendwas gespielt und haben gesagt, das müssen wir mit der Palatschen spielen, weil wenn, dann haben wir es schon lange nicht gespielt. Aber was war das? Also, was war Das das? hätten wir uns merken Was müssen. war das? Schau die Achtel von eine. Danke euch vielmals. Aber was war das? Was war das, Patrick? Was hast du da eigentlich? Ja,
Was war das? Ja genau, Christoph Acker, das Lied, was Daniela sich für mich gewünscht hat. Ja. Das war ganz leibend, wir haben gespielt im Taschler. Der Christoph Acker, wo er angekündigt hat, und ein Platz reserviert, war da und der hat ja Geburtstag gehabt. Und die Daniela Schlögl, muss ich sagen, das war echt leibend, sagt, pass auf, sei so gut, spielst ihm von Max und von mir zum Geburtstag das Gleichgewicht und hat was eingezahlt auch noch eine Habitäre. Also ganz leibend. War für uns super und ich glaube, der Christoph hat sich auch wahnsinnig gefreut. Der hat sich auch wahnsinnig gefreut. Das war natürlich ein Hitz. Aber das war ganz, ganz leibend. Also das war das war eigentlich der erste wirkliche Online-Schmattes tatsächlich für ein Lied beim Heiligen. Ja. Das haben wir so noch nie gehabt. Ne? So, da hat der Maut so zu überwiesen und ich weiß nicht, bei PayPal, keine Ahnung. Und kann man gleich einblühen, ne? Da sind wir nicht so. Ja, auf jeden Fall fällt uns das nicht ein, was wir da gespielt haben. Das war irgendwas von den alten Liedern, was wir von unserem Sinne, was wir früher gespielt haben. Das war's Nein, das war es nicht. Ne? Was haben wir da? Also von die. Gut, ne? Was wir spielen könnten jetzt, das ist ja wurscht. Ja. Was spielen wir Jesus Kind, der kostet den Wein? Das ist immer gut. Ja. Man kann immer über den Wein kann man immer. Ja. In C, nicht? Oder? Gustav. Gustav. Hej, Hobi, med frestdagen, putscht seg gerne inn med vagen i fjerde klasse av en venn. I grinsing så la klasse seg, ned med våren salve stanse, und von Boahet grele Krause, samma Drindos ist doch klar, und singen miteinander im Chor. Jesus Kinder, kost den Wein, meine Söd och großie, schon das Farbe Lisa Bruch, den kannst du die ganze Nacht. Schon das Rechte wird der Sinn, wie eine richtige Melodie. Leichtsinn komm und hin die hätte wie nur sönig sein. Der Onkel aus Nevada ist ein Fischer, kleiner Blader, hat die Wiener Madeln gegeben. Drum kommt so oft noch wer und sein Weiber schreibt täglich, bin dir treu, nur wann grad möglich. Kost's was kost's, schreibt's nur herbei. Der Onkel zahlt dich lang, bereits bringt er mit durcheinander. Jesus Kinder, kost den Wein, meiner Söder grobst dir, schon das Faberlise Brucht, den kannst du so die ganze Nacht, schon das Rechte wird es Sinn, wer errischt die Melodie. Leichtsinn komm und häng die ein, hätte ich nur soll ich sein. Stau mehr Gruppe schon vor. Da war's aus. Ein Wahnsinn. Ich war platet, das habe ich schon lange nicht gespielt. Mensch, das ist eine gute Idee. Ja, ist auch eine gute Idee. Ich muss nachlegen. Nachlegen. Es ist eh kalt da, ja. Du wirst mir dankbar sein. Wenn er ausgeht, der Ofen, dann schaust du direkt rein. Ich gehe in mein Zimmerchen nachher, also wenn er ausgeht, in mein Kellerlein. Ja, mein Zimmer. Das brauche ich noch nicht noch, weil ich So immer doch. Das ist noch. Ja, besser einmal zu viel geschaut als zu wenig. Ja. Und ich muss Du ja hast oben, recht, ja. ich muss ja oben auch
Temperatur haben. Das geht eh auf. Ja eben, aber nur wenn ich hat's. Wenn ich nicht hat's, geht nichts auf. Mir ist schon eingefallen das Lied. Der Otterkringer Marsch. Jö. Ja, den machen wir jetzt. Den haben wir wirklich, ja, ich glaube 10 Jahre nicht gespielt. Oder weiß ich jetzt nichts von dem Lied? Das letzte Mal ist das. Nein, ich meine, von wem das ist oder woher das ist. Oder Ich glaube, es ist ein Ferienwunsch, ich bin mir aber nicht das sicher. wollte ich Bin mir nämlich jetzt aber gerade nicht sagen. sicher. Ich wollte Ich gerade bin mir aber nicht sicher jetzt. Ja, pass auf. Steht das im Otterkring, im Hodiner drin? Ja, ist drinnen der Otterkringer Marsch, ja. Ich soll den mal überholen. Kann ich dann nachher schauen? Ja, da fehlt Bin uns mir jetzt heute, aber da nicht fehlt uns sicher. heute der Rudi Korbis. Und ich kann den Dudler nicht mehr spielen. Den muss ich mir jetzt wieder anschauen. Das muss ich jetzt improvisieren. Weil Nein, ich kann am Singen auch den nicht. machen wir auch nicht. Wir spielen ihn einfach so, wie wir gespielt haben im Ritz. Im Ritz Und mit einem Carlton- Ballett. Und mit einem Ballett eine. Nein, das ist nicht so gut, glaube ich. Aber ja, oder auch nicht. Dann schauen wir mal. Wir lassen es entstehen. In was ist es in G? Ne? Ja. Dann müssen wir dann in C weitermachen. Was ist denn, na gut, ich weiß auch jetzt, Heiser war in F. Was ist denn der Herr Wasser in was? In Dora ist auch schlecht. Das ist. In F passt weil der Refrain ist in C. Ja, dann machen wir dann in F weiter. Ist ich weiß auch, Ich weiß, wo es heißt, Das ja. ist auch Passt auch Otterkringer Lied. Otterkringer. Also 2 Genau. Otterkringer Lieder. Aber hausgleich bei beiden mir auch wieder mal schön. Ja, pass auf, das müssen wir uns merken. Vorher war Iwer Blatt, merken wir uns. Und aber hausgleich bei beiden Beitschen, merken wir ja. uns auch. Ja, Der Otterkringer Marsch. Otterkringer. Der Georg Scheuer hat richtig gesagt, Wolferlnagel. Ja, genau. Das war das Jesus Kinderkostenweih, Ja, von Fritz Wolferl. Fritz Wolferl. Für seine Frau, die Marlene die Nagel. Malinagel, die Amalia Wolfsecker. Ja. Also folgen wir, Georg Scheuer passt auf, das gefällt mir. So, aber jetzt los geht's. Dort, wo mein Weg schon zum Ende geht, die anderen Häsel stehen so lieb und schön als längst vergangene Zeit. Dort, wo vertreibt aus dem Garten, als erstes Lieder klingt und Geigen klingt so wie eine Gemütlichkeit. Wo jeder Trauer sein Glück findet, in höherer Sterne noch der Mond still lacht und poscht und gesungen wird, wo man ein Wein trinkt, das an das Herz springt und so wie eine Madel, die glückselig macht. Wo die Mutze und der fesche Franz in grünen Garten dudeln runde wie ein Tanz. Und die Schrammen spülen so voller Spät, die zweiten Schmutzertanz der guten alten Zeit. Dort draußt in Otterkring lebt noch das alte Wien. Und der Hamur, der uns von Leuten ist als Erbter bringt. Dort lebt noch die Gemütlichkeit, und dort geht's den Leid. Dort klingt der Wehrlied so süß und voller Innigkeit, wo's Weindl selig macht und still das Glück dir lacht, wo du an Lieder lauscht, das uns der Schramme Hans hat gemacht. Dort, wo man nicht vergisst, dass er ein Wehrer ist, das schöne Stück alt Wien, heißt Otterkring, jawohl. Ich weiß, ein uraltes Häuser, darin ist ein ganz kleines Beiser. Der Wirt ist ein kreuzfides Mandel, serviert den Wein mit seinem zittrigen Handel. Dort kommen alle echten Wähler zusammen, weil seit den Wählen kein bloß mehr haben. Dort geh ich hin,
tut mich nichts aus und tut ruf ich aus. Ich weiß ganz Wirtshaus, weit draußen in Ottergring. Dort sitz ich und treu mich allein. Und wann ich dort oft die halbe Nacht verbring, daran ist schuld nur der Wein. Und wann ich das Wirtshaus in Ottergring, war ich längst schon kein Junggesell heute mehr. Dort sitz ich und träum ich wann ich lach, ich sing in dem Wirtshäusl draus in Ottergring. Und wann ich das Wirtshaus in Ottergring, war ich längst schon kein Junggesell heute mehr. Dort sitz ich und träum ich wann ich lach, ich sing in dem Wirtshäusl draus in Ottergring. Jawohl. Schöne Nummer. Ottergring, Ottergring. Da hätte noch passt, vorher hätte man anfangen müssen mit 2 aus Ottergring. Das geht auch. Heute Ottergring war vor circa 50 Jahren eine Ortschaft mit ganz kleinen Gassen. Das Kirchel war klein, der Brunnen ausstand, der Wein, der ist kaum wohnt von Wasser. Schon als Bierscherl war ich bei der Zehner Marie, hab festudelt am Bosch und manches Dreckfall verarscht. Und die Stimmung sich kaum ums den Tisch zusammenschauen. Den Alt Ottergring ist mein Paradies. Nein, ich hab hier in ein Album Bildern gesehen von 90er Jahren. Darüber stand ein kleines Sprücherl, Alt Ottergring, wie es früher war. Da erfasst mich eine Wehmut, schön muss damals gewesen sein. Und mir fallen dabei die Worte von meinem lieben Vater ein. Alt Ottergring war vor 150 Jahren eine Ortschaft mit ganz kleinen Gassen. Das Kirchel war klein und der Brunnen noch starr. Mein Vater, der Wein, der ist kaum wohnt von Wasser. Schon als Bierscherl war ich bei der Zehner Marie. Hab festudelt am Bosch und manches Madel verarscht. Hat die Stimmung sich kaum
ums die Tisch zusammen schon, den alten Gris, mein Paradies. Zerwaus und der Krieg, die kehren zusammen, weil's noch zwei Zwetschgen sind vom selben Baum. Zerwaus und der Krieg, das hat ein Zwick, das noch zwei Wabern sind vom selben Pick. Es tut nicht gut, wenn man so viel suchen tut, weil die größte liebt, die wuchs dem eigenen hin. Zerwaus und der Krieg, die kehren zusammen, weil's noch zwei Zwetschgen sind vom selben Baum. In Otterkring, da hat man sich lieb. In Otterkring, im 16. Hieb. Jawohl! Wir müssen ja mal ein Otterkringer Medley zusammenstellen. Ja, ist richtig, ja. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Der, wenn man jetzt gespielt wird, der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Aber jetzt muss ich wirklich, war oft in der 10er Marie, nachdem ich in der Kirche dort Orgel gespielt habe. Ist irgendwie auch lang her, ne? Das, ja. Ja, Wegen das glaube ich. Aber die Alt-Ottergänger Kirchen, die hat ja insofern was Besonderes, weil man muss sich das vorstellen, das war vorher ein kleines Kircherl. Und dann hat man die neue Kirchentriebe gebaut, in die Anfang 20. Jahrhundert, also 1909 oder irgend sowas, glaube ich, 1905. Da hat man die Triebe gebaut einfach, bis man fertig war und dann hat man innen die Kirchen angetragen. Ausgehöhlt, Ja. quasi die alte, ja. Und deswegen ist die Alt-Ottergänger Kirche also wie eine Kathedrale. Nicht? Ja. Das ist ja innen riesengroß. Ja. Klar, weil da ist eine Kirche drin gestanden. Das war ein Wahnsinn. Dort bin ich natürlich getauft. Otterkringer Marsch ist von Karl Föderl. Föderl. Manfred Kraft hat es mit Fragezeichen geschrieben, es dämmert mir Karl Föderl. Ja, ein echter Föderl, der Otterkringer Marsch. Jawohl, nix für Ihre Wunsch. Aber trotzdem mit F, ja, Föderl. Föderl, na klar. Absolut, ja. Stimmt, absolut, ja. Genau. Absolut. Raphael Lillemeier. Ob Ganselhaut, so schön, das gefällt mir. Da hat man sich lieb, das kann kein Wiener Lied sein, ja. Endlich spielen die zwei aus Otterkring einmal ihre eigene Hymne. Manfred Kraft, ja, das stimmt eh. Wobei, ich muss sagen, meine eigene Hymne eigentlich für Otterkring ist trotzdem von Karl. Der Herbert der Steuer. Das muss ich ehrlich Den sagen. werden wir jetzt dann spielen, weil der Harry Schneider-Font hat es eh auch angemerkt. Ich müsste kurz einmal hinaus. Ja, das, ich wollte gerade das Gleiche sagen. Schön. Ich wollte gerade- Dann fange ich hier an. Fang du an, ja. Dann fange ich an. Ich muss mich die Nasen auch einspülen jetzt. Weil Sprüht dir die ich Nase ein. bin, sie wird, aber in der Zwischenzeit Ich, könntest rauche, du. ich werde einen Wein auch präparieren. Ja. Ich rauche mir dabei eine Machst du Haare. nicht? Und ich werde aber schon die nächste Flaschen bringen müssen, ne, glaube ich. Ja, kannst Wasser du, auch, kannst oder du. was? Ein Wasser brauchen wir auch, ja. Wir trinken 1 Liter Wein und 1,5 Liter Wasser dazu. Das ist, hätte es früher nicht gegeben bei uns. Haben die hier alles Otterkring was? Jawohl. Ja. Na gut. Party geht's auch, du musst die Leute unterhalten. Ja, ich schenke einmal gemütlich ein. Ich wage nicht nur gemütlich heim, ich schenke auch gemütlich ein. Ah. Ja, das Wasser. Ein bisschen an dünneren Spritzen da machen. Passt schon. So, da. Schenkt sich auch ein Achtel ein noch. Oder ein Kriegel Bier. Oder ein Schoppelwasser. Das ist nicht mehr so viel. Musst du noch warten. Auf den neuen Wein vom Klausi. Aber Karl Föderl war überhaupt ein großartiger Fällt mir gleich, weil der Manfred Kraft das nicht sofort nur gewusst hat. Harry Schneider-Font, geht's miteinander. Das hätte euch so gefallen. Hat euch nicht, aber Harry hätte es gefallen, wenn beide weg sind. Chick ist auch nicht schlecht. Ich hoffe, er kommt aber wirklich wieder zurück. Die kann ich ja da nicht so verfolgen. Wie spät haben wir es jetzt eigentlich? 22:21 Uhr. Naja, ich werde tapfer durchhalten heute. Und mit einem Wein geht ja das Ganze gleich viel besser. Bitte ein Wasser auch mitnehmen, ja? Unbedingt braucht man. Geschmoren da. Es regnet durch. Ja, fängt schon an. Ja, so der Hinter. So der Hydrepfen, naja, das ist gut. Ich hoffe mal, dass noch mehr kommt.
Ja, In dem dabei, Fall. das ist der Weg vom Tisch, das kann ja keiner Ich sehen. lasse das Wasser gleich verschwinden wieder. Ja. Gehst du schon jetzt raus oder rauchst du noch fertig vorher? Ich rauche noch fertig. Ja, vorher. bitte. Ich muss noch ein bisschen aus Na, bitte. Aus dem der Mundschenk kann nicht gehen. Nein, das glaube ich auch. Das glaube ich auch schon. Okay. Das rein so. Ui, ui, ui. Ja, alles mit. Warte, ja, die haben wir vorher hergerichtet. Ja, in Hergader Stamm machen wir da natürlich, ganz klar. Natürlich. Aber Hausknecht mit Peitschen ist auch noch offen, Ja. fällt mir gerade ein. Und Iver Blatt. Ich wäre blatt, ja. Nein, das spülen wir wieder. Aber Franz Bratwein, ich bin ein Flaschenkind, ich brauche nichts einschenken. Das ist auch praktisch. beim Bier ist das durchaus möglich, ja. So, Wobei, wir haben in Wein auch schon einmal aus der Flasche getrunken. Ein einziges Mal in meinem Leben habe ich das gemacht. Mit Gewaltinger Junior. wurscht schon. Mit Gewaltinger Junior haben wir das gemacht. Ja. Im nördlichsten Da Waldviertel. haben wir aber aus dem Doppler getrunken wenigstens. Da hat das wirklich noch einen, das hat noch einen Charme gehabt. Da haben wir gestanden, ja gut, aber muss man dazu sagen, weil ja nichts mehr Nichts mehr offen offen hatte. hatte, ja. Wir waren ja gezwungen, sozusagen, uns selbst zu versorgen. Glaseln haben wir auch keine gekriegt. Nicht gar nichts, haben wir gar nichts. Aber Die Doppler haben wir noch ergattert, ja. Die Doppler. Die Doppler. Die Doppler. Es waren zwei Stück geworden. Das Ja. ist Kalt war es auch, dadurch war der natürlich schön frisch gehalten. ja. Und naja, Und die haben wir noch genüsslich. wir waren ja da immerhin 4 Leute. Ne? 4 Leute, ja. Da haben nur 3 was getrunken, aber Und am nächsten Tag haben wir spielen müssen, habe ich die Ehre. Hat mir lieber ausgeschaut. Aber das gehört zum Geschäft. Das gehört zum Geschäft. außerdem waren wir dann noch jung. Brenn die gleich wieder ein, die Außerdem waren wir Möglichkeit. dann noch jung. Jünger. Das Ja. ist 14 Jahre her. Das ja. Landtalstromer. Der ist alt. Der Der alte Schmied von Schau Lerchenfeld. was ich zusammenholst. Das ist der Wahnsinn. Der alte Schmied von Lerchenfeld. Ja, Mann. Boah. Iver Blatt. Ein Hausknecht bei Peitschen. Herrgott Stein. Ja. Der alte Schmied von Lerchenfeld. Ist notiert. Ja, Jawohl. das ist der alte Schmied. Machen wir natürlich gern. Ja. Jetzt kommen wir dann schon in ein Alter, könnten wir wieder über Krankheiten reden ein bisschen. Nein. Muss Okay. nicht sein. Wobei ich möchte von mir reden, von meinen Krankheiten. Ich bin lediert. Also rechts der Übung wird es schon besser. Also die Schwellung ist fast weg. nein, die ist Na, schon da wirklich ist noch da. da. Die ist Ja, schon wirklich da noch. Na, gegen Aber- ja. Aber wir wissen jetzt zumindest, das ist nichts gebrochen. Also das ist Radiusköpfchen oder das heißt nicht. Alles leibend. Das wird besser mit dem Schwamm. Dafür wird da ein Schleimbeutelentzündung. Na, das ist vielleicht eine wirklich geschissene Geschichte, weil das ist ungut. Weiß ich nicht, wie ich das wegkriege, aber wir werden das schon irgendwie machen. Ich bin soweit, ja. Komm, geh aus. Oder wie der Wiener sagt, ich war jetzt soweit. Ich war jetzt dann soweit. Ich war jetzt da. Ja. Auf jeden Fall noch ist es nicht so tragisch, aber ich spüre das schon bei vielen Sachen und ich hoffe, dass das nicht allzu schlimm wird, was das Spielen betrifft. Nicht? Weil das ja doch eine Haltung ist, die. Und da in der Schulter. Blöd. Blöd. So, genug von der Krankheit gesprochen. Lasset uns trinken, weil die Krankheit verschwindet nicht, aber sie sind wurscht. Seid einmal. Doppel aus der Flasche nicht mehr in den Ostbahnkurten in Bodersdorf, Franz Brandwein, ja. Und da gibt es ja die Geschichte vom Gewaltinger, der ja auch einen Doppler getrunken hat. Außen Doppler allerdings war da ein Schnaps drinnen. Das ist natürlich eine harte Geschichte. Eine harte Geschichte. Doppler aus der Flasche ist aber schon Vollprofi oder Endgame. Naja, ein Doppler aus der Flasche, naja. Also außen Doppler trinken ist schon schwieriger. Also da 2 Liter oder Gewicht da. Austrian Magnum. Genau, Franz M. 95 Georgscheire, 95 Minuten noch bis Mitternacht, sprich bis zum Geburtstag, wo wir dann ausstessen. Ich weiß nicht, wie wir das machen werden, weil der Patrick kann sich nicht selber ein Ständchen spielen. Und er ist auch blöd, weil er da sitzt und komme mir blöd vor, wenn die spüren da alles Gute. Aber auf jeden Fall, also ihr müsst mit durchhalten. Ihr müsst bitte mit durchhalten. Mitternacht stessen wir auf jeden Fall mal auf den Patrick auch. 44 wird er jetzt da. 44 Jahre, 2 Jahre jünger als ich. Ist halt das so. Oh je, es ist soweit. Christopher da. Ihr habt einen Daumen runter. Blasphemie. Ja, das wird irgendeiner. Ah nein, ist schon wieder weg. Ich glaube, der ist schon wieder weg, der Daumen runter. Manche vertun sich dabei. Ja.
Haltungsnoten gibt es schon, aber ein Musiker, der auf sich hält, hält sich nicht drauf. Maggie, gute Besserung. Ja, danke. Wir werden schauen. Nächste Woche mit einem Orthopäd werden wir es uns anschauen. Pater, bist du wieder da? Bin schon da, Du, ja. was machen wir dann am Mitternacht? Ich habe gesagt, Und was ist gegangen? Um Naja, Haltungsnoten? Meinst du das? So? nein, bitte. Spül dich nicht, du tust mir weh. Nein, ich hab immer vorgedacht, wie wir das dann machen werden, Mitternacht. Du kannst ja nicht deine eigenen Ständchen spielen, ne? Kann ich schon. Es ist ja kein anderer Musiker Wäre nicht das erste Mal. War nicht, ja. Wir singen den Patrick ein Lied. Christoph Acker, das machen wir machen. Ich nehme mir einen Schluck, du hast schon runtergetrunken. Christi sagt auch, wir singen, ja, was soll ich zum machen? Wohle. So in der Liegestütze oder was? Gesundheit. Sie hat zum Wohl, Prost. Was dann? Ja, wir singen eh alle mit. Christi. Ja, kalt. Jawohl. Na, kalt, gell? Ist ja nicht Ja, das ist aber vom das alte Wasser noch. Ja. Ist das. Den müssen wir schnell trinken. Den müssen wir schnell trinken. Ja, schon der Weg, ja. Der Daumen runter ist schon der Weg. Na, so richtige Hater, gell, haben wir noch keine gehabt. Nein, bis jetzt. nein, nicht, nein. Es ist aber auch ein Krampf, Aber gell? die trauen sich aber auch nicht, glaube ich, weil da kommt bei mir der Du Blick. du glaubst, deswegen traut sich ein Hater nicht, Hater sein? Nein, ich weiß, überall schreibe ich hier irgendwas Böses, aber bei den 6 nicht, weil da schaut der Patrick besser, das heute nicht aus. Macht die Ausstrahlung schon, was das ist. Ich weiß nicht, aber wie wir so. Durchaus lieber Mensch. Ich weiß. Aber ich kann noch anders. Immer. Also, Dauert sehr lange. also ich weiß halt nicht. Auf viele Momente weiß ich nicht, wo du auszuckt Nein, bist. nein. Gar nicht eigentlich. Also auszuckt meistens immer im Griff. Aber halt, ja, es gibt schon mitunter dann Situationen, wo man mal halt dann ein bisschen harscher Etwas schärfer wird. wird, ja. Aber es ist bei dir ganz, also bei mir eher Ganz noch. selten. Nein, nicht wirklich. Also, Ja, ganz selten. die eine Geschichte im Röschenkeller, die war Ja, großartig, na ja. gut, Aber na gut. war auch nichts. Also Da überhaupt war ich auch nur verbal aktiv. Absolut, ja. Aber nur weil das ein Trottel war. Ne? Was soll man machen? Der Kurt Lauch, aber ich habe uns gemeint, sitzend im Neusiedlersee. Franz Brandwein, im Neusiedlersee, sitzend, na gut, das geht sich aus. Das geht sich bei mir aus, ja. Oft. Der Harry Schneller von der Idee. Zu Mitternacht saß sie 2 Minuten still, während wir ein Ständchen singen. Patrick, ein junger Bursch, sagt die Wildcat. Ja, Ja, danke. so, jetzt müssen wir pass auf. Ich glaube, ausgemacht und dann müssen wir unseren Pflichten nachkommen. Ja. Wir haben einen Aber Haufen hast zu du nicht spielen mehr Peitschen? und wir haben einen Käse dort liegen auch noch. Weil schon langsam kriege ich ein Flamand. Ja, schon langsam kommt Muss der ich ehrlich Flamand. sagen. Ja, stimmt. Ja, Jetzt bei mir auch schon langsam, ja. weil man das Essen ist schon eine Zeit her. Ja, das ist schon. Ja, Zum Mittag. das ist 8 Stunden her, glaube Stell ich. dir vor. Ich meine, dazwischen haben wir, gut. Dazwischen haben wir halt, ja. Einen Kaffee trinken. Aber, Ja, da war. Ja. na, Bis du ausgeraucht hast, rauchen wir noch eine, ja. das kannst du machen. Das kannst Das du machen. ist- Ich war so stolz jetzt auf mich, dass ich nicht gewusst habe, jetzt da die letzten 3 Züge. Wie hat der Peppi Mataschek immer gesagt, Burschen, ich muss meine auch rauchen, dann hust du immer leichter. Pepe Mataschek. Eine Legende. Eine Legende. Der Eine hat- Legende aus der legendären Familie Mataschek. Ja. Sein Vater schon, seine Großväter schon, sein Bruder, die ganze Familie Mataschek. Lauter International berühmt. International, ja. Dort Shellax gegeben, international Shellax, Viennese Folk Songs oder so wird das heißen. Songs hat das geheißen, Oder ja. nur Viennese Songs, weiß ich nicht mehr. Der Der Ernst Weber, Professor Dr. Ernst Weber hat noch einiges, gut, viele dieser Shellacks zu Hause, ja. Der Christopher Daum muss großartig, raus. Der Christopher Daum muss morgen in der Früh ausarbeiten und ist gleich raus. Aber schönen Abend an alle und guten Schlüpftag, Patrick. Danke Christopher dir, Daum. dann nehme ich einen Schluck auf Ja, nimm dich. mir einen Schluck. Prost. Nimm mir einen Schluck. Danke. Danke, der Chef. Ich weiß, Danke. der Friesel Status bleibt bis zum Schluss. Das weiß ich. Der Franz Brandwein auch. Franz Brandwein auch. Dem hat das auch noch nie gestört. Wenn es länger geworden ist, meines Wissens. Wann hast du die erste Fuhrmann? Das brauchst du nicht reinschreiben. Brauchst du nicht Das ist geheim. Das ist geheim, passt schon. Ja, aber es ist halt so, Martha, nein, das waren wir, die Gebrüder Mataschek, wie haben sie auf Englisch, wie heißt das?
Da gibt es diese Scheller. Ja. Nicht The Brothers. Gibt es eigentlich den Begriff Geschwister auf Englisch? Nein. Oder the Brothers? Nein, The famous Matuschek Family. ja, genau. The famous Matuschek Family sings Viennese Songs. Ein Weltscheller. Wahnsinn. Da Du gibt's legst den mehrere. Scheller auf und dann hörst du nur. Ja, so gut hört man das gar nicht. So gut hört man es gar nicht, glaube ich. Es gibt aber ein paar wenige, die sind gut noch. Ja. Das ist ganz wenige. Aber Wo man noch wirklich was hört, wie die gesungen haben. Ja, Und die haben gesungen in einer Höhe damals alle. Das ist unglaublich in der heutigen Zeit eigentlich. Die Männer haben höher gesungen als die Frauen. Und die Frauen meistens, so wie Mitzi Staricek zum Beispiel, die hat dann drunter gesungen. Das ist fast ausgestorben, kannst du ja, sagen. das ist aus. Ja, das war damals Das so. war damals so, ja. Die haben hochgesungen und ja. Der Facciamotto muss auch morgen früh raus. Gute Nacht, Patrick, alles Gute und Gute vielleicht Nacht. bis Freitag. Na, das hat mich wahnsinnig gefreut. Das hätte mich wirklich gefreut, ja, absolut. Ja. Danke dir. Der Uli ist noch nicht sagt auch, ich auch, aber was? Du musst auch aussehen und steigst schon aus? Nein. Wildcat hat morgen Spätschicht, die ist dabei, jawohl. Wunderbar. Und der Franz Brandwehr sagt, morgen regnt's, da bleibe ich daheim. Richtig so. Ja, vollkommen richtig. Ist mir wirklich Regen angesagt, bleib daheim. Der Raffi bleibt uns erhalten. Der Raffi, wir sind noch 10 Jahre auseinander, alterstechnisch. Ich bleibe euch erhalten. Raffi, jawohl. Jetzt, was das Leiberl hast, ist Gerstl-Leiberl in Blau Weltgeschichte. Wenn das heute eskaliert, wird das morgen die Wiederauferstehung. Ja, das passt ja. Passt ja jetzt. Ne? Aber ich will gar nicht anzogen. Du hast nicht mehr hingeschaut. Facciamotto, das hätte mich echt gefreut, wenn wir uns am Freitag sehen. Details, was du? 16apuren.at findest die Details. Ja, Fritzl Startkurs. Wie immer, egal ob ich frei habe oder nicht, ich will keine Sekunde mit euch und beim Ratschen verpassen. Fritzl. Danke. Ein Weltbursch. Siblings, ja, Geschwister Siblings. Aber ja, Brothers and Sisters, ja, stimmt, Siblings. Ja, aber Siblings war es nicht, ja. Uli Slonek bleibt dabei. Ja, sehr Das gut. war wirklich the famous Matuschek Family. Die Family, ja, hast du dann gesagt. Ja. Aber es waren eigentlich nur, fast nur Brüder. Das waren Die nicht waren immer viele Brüder, Frauen ja, waren nicht genau. dabei. Maggie Bankwarten sagt es richtig. Der Rudi Kuschel kann's. Ja. Das stimmt, ja. Der Rudi Kuschel, der kommt so. Aber ich sag dir, aber so, wie die Alten aufgekommen, nicht einmal der Rudi auch kommt auf. Ja, das schon. Ja. Das werden mehrere Sänger aufgehen, aber das Ein, war zwei ja so Nummern, ein, klar. das Aber war ja so eine Selbstverständlichkeit. Selbstverständlich, Das war Wahnsinn. Unglaublich, ja. Der Heine Kriutsch hat das auch kennen. Der Heine Gregos. Also, Gibt es ein Freunde, paar wenige Aufnahmen, Mali Nagel mit Heine Kriutsch. Die Mali Nagel singt quasi die Männer stehen, mit ihrer Alt stehen, und der Heine Kriutsch oben drüber. Also, solche Gansel hat zieht mir da. über Heine Gregos bin ich eigentlich zum richtigen traditionellen Wienerlied gekommen. Meine Interesse am Wienerlied hat sich geweckt durch diese Klassiker und Hans Moser, Paul Hörbiger und so weiter. Ja. Aber die Welt, ich sage jetzt einmal, dieser authentischeren Wiener Musik, war Heine Gregos ein Geschenk von einem Freund. Der hat mir eine CD geschenkt, das war damals eine neue CD, eben 92, schätze ich mal, 93 in dem Jahr. Heine Gregos, Kurt Gierk und Willi Lehner. Begleitet von Rudi Kuschel und Roland Sulzer. So ist es. Der Ganz Roland jung. Sulzer damals 25 Jahre, dann Ganz jung. Wahnsinn. Ganz jung. 26 Jahre, das so irgendwie war er damals. Also das. Aber absolut schon super Musiker und die haben die begleitet. Und ich habe diese Art von Wiener Liedern zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht gekannt. Ich schon, Gott sei Dank. Ja, du hast eher zu. Ja. Ich habe das noch nicht kennt zu dem Zeitpunkt. Und ich kann mich nur daran erinnern. Es war nämlich so. Jetzt verrate ich was. Er hat mir das damals zu Weihnachten geschenkt. Und hat mir das Packerl gesagt, was darfst du aber erst aufmachen am 24. unterm Christbaum. Darfst das Packerl auspacken. Und ich bin heim und habe mir gedacht, Alter, was ist da drin? Ne? Ich habe es aufgerissen. Das war, weiß ich nicht, 2. Advent oder was, keine Ahnung. Auf jeden Fall bis Weihnachten habe ich die CD schon auswendig kennen. Und ich habe das nicht kennt, aber ich war so, wie ich das erste Mal eingelegt habe, bei den ersten 2, 3 Lieder,
war ich noch unschlüssig irgendwie, wie ich das verarbeiten soll, was da eigentlich ist. Weil für mich das Thema Wiener Lieder ganz anders war. Eigentlich, ja. Ja. Und, Schön. aber dann war ich gefesselt. Und der Heini Kriutsch, ich weiß, der ist ja relativ bald Ende der 90er Jahre gestorben. Ja. Das war der erste von dieser Riege. Ja, stimmt. Ja. Der Willi Lehner lebt noch. Der Willi lebt noch. Das war der Jüngste davon. Das ist der Ja, Jüngste. lebt noch. Ja. Und ich weiß noch, der Kriutsch, Aber damals auch ein Bub, was die wir jetzt sind, ungefähr der Heini. ja, der Willi. Der Willi, Ja. der Lena Willi, ja. Und ich glaube am Tschauner war das irgendwo, der Kriutsch, einer der letzten Auftritte, der ist ja nicht gern auftreten. Das war ein richtiger Natursänger, Eigentlich ein Fleischhocker gelernt. ein Fleischhocker, ja. Der wollte nicht viel So auftreten. ein Bär. Ein Regel. Und der ist gekommen und hat das Hengelglasl immer gehabt, so mit den zwei Fingern da so, nicht so. Und der hat sich gestellt, beim Tschauner, nicht, also, ich glaube beim Tschauner war das. Jana war das, ja. Sein letztes Konzert war das mehr, also nicht geplant, sondern das war einfach so, es hat dann irgendwann später gestorben und halt dazwischen im Auftreten, aber der ist so gestanden, ist so auf die Bühne gekommen, Applaus, ist gestanden, ist so gestanden, hat gesungen und hat den Arm, hat nichts mehr bewegt, hat gesungen bis zur Pause, dann hat er austrunken und ist von der Bühne gegangen. Wichtig war ja die Haltung. Der hat ja auch wirklich Ja, mit einem spitzen Finger, oder? gehabt. Der Mit hat dem mit einem Mittelfinger. Finger. Nein, So. er ist nicht durchgegangen durch den Hängel. Mit einem So Finger der war Alten. das so gut, ja. Der Das war Wahnsinn. Und eine Stimme, also wenn es irgendwie die Chance hat, ich glaube, ja, so waren es unsere Alten gewähnt, oder ich weiß es nicht, aber wenn es eine Chance hat, Heini Kriutsch, da Was? gibt es ja noch, ich habe da mehrere ja, es gibt mehrere, aber die letzte, ich sag jetzt 60er mal, Jahre auch noch mit Gickurtel da. ja, pass auf, Wahnsinn, ich schreibe euch das jetzt da rein, aber die letzte CD, aber sucht Ja, es so auf, waren es unsere Alten gewähnt. Ja, genau. ich glaube, pass auf, aber schau her, Heini Kriutsch, so heißt er, ui, ein bisschen größer. Und Na sein komm. Enkel heißt auch Heini Kriutsch. Wirklich wahr? Den bin ich auf Facebook befreundet. Echt? Den habe ich kennengelernt. Vor zig Jahren schon. Der hat die Schrammelharmonika vom Heini, die er gehabt hat daheim, dann in Volksliedwerk vermacht und ich habe die dann mit dem Spiergernstl restauriert und auf derer spielt jetzt der Helmut Stippich Da schau her. zum Beispiel. Das habe ich nicht gewusst. Ja, leibend, sehr leibend. Der Heini Kriutsch, ja. Junior, ja. Das Enkel. Pass auf, aber Heini Kriutsch, ich weiß nicht, Wohnt nach wie vor in Otterkring, ja. ich weiß nicht, ob es in Google viel finden, ein bisschen was wird schon finden. Findet man, in oh Google. ja, Heini Kriutsch findet man, ja. Findet man auf YouTube auch ein paar Sachen, glaube ich sogar, die in der Zwischenzeit Ja. aufgekommen sind, ja. Keine Videos, aber die Aufnahmen, Aber ja. am besten ist wirklich Wiener Volksliedwerk hat auch noch sicher einige Sachen. das Wiener Volkslied. Und Erich Zipp, muss man sagen, der hat auch diese alten CDs Ja, was? aufgekauft. Erich Zipp. Erich und Marion Zipp, ja. Der Wiener Lied Verlag, ja. Das Wiener Lied. Das Wiener Lied, Das Wiener Lied, oder? ja, genau. Nein, Radio Wiener Lied. Radio Wiener Lied, ja. Radio Wiener Lied Verlag, schaut dort auf die Homepage einmal. Ja. Die haben nicht nur CDs, sondern in der Zwischenzeit auch ein riesen Archiv und auch Schallplatten, LPs zu erwerben. Ich habe da unlängst reingeschaut, nämlich muss man da selber ein paar Sachen von den LPs bestellen, unter anderem auch von Christel Prager und so. Ja. Schätze dabei Stimmt. aus den 60er Jahren und bist du gescheit, ganz junge Christel Prager mit Sachen, also schaut dort einmal hin. Ist empfehlenswert, absolut. Unbedingt. Du, ganz kurz zwischendurch. Manfred Kraft gratuliert dir recht herzlich morgen per Facebook. Danke Manfred. Außer ein Fein Rainer, reinschauen. seid dahin. Danke, Shishi, dass du dabei wart. Ja. Das würde ich nur dazwischen sagen. Also Heini Kriutsch, also wenn es wirklich so dieses Wiener Lied, das ist ein Wahnsinn. Also Heini Kriutsch, unglaublich, das war für mich der Einstieg in dieses echte Wiener Lied. Für mich ist kleiner Bruder Nagelkorn schon. Ja, Und wenn ich nie wirklich gehört habe, live, den ich als Bub schon nur vom Platten kennt habe, war Stadelmeier Grupper. ja, das ist ja also ohnehin. Weil der Erwin Stadelmeier ist 1986 gestorben, da war ich 9 Jahre alt. Die habe ich leider nicht mehr live erlebt. Leider. Der junge Tommy Häuser, der Tommy Häuser, Häuser. der hat das wunderschön gebracht auf die Frage in einem Interview, was ist sein Lieblings-Wiener Lied? Und da hat er gesagt, das kommt für mich nicht auf das Lied an und das kann ich vollkommen unterstreichen. Ja. Es kommt darauf an, wer es spielt.
Und wenn zum Beispiel Stadelmeier-Gruppe ein Wienerlied spielen, wurscht welches, hat er gesagt, dann ist jedes Lied ein Lieblingslied von mir, weil das einfach die Interpretation war. Und eines der schönsten Komplimente für mich war immer, wenn so alte Werner dann gesagt haben, ihr seid Stadelmeier-Gruppe Nachfolger oder ihr seid für mich wieder Stadelmeier-Gruppe. Super Kompliment. Ja, absolut. Absolut. Der Landtagsstürmer sagt, Heine Grütsch gibt es auf Spotify. Ja, Welt! Das habe ich nicht gewusst. Aber haut sich das eine. Haut sich das eine, weil... Absolut. Absolut. Ja, Punkt. So, genug dazu. Jetzt jetzt müssen wir sagen. Ich muss den Ofen nachlegen. Jetzt muss ich nachlegen. Jetzt ist es soweit, ja. Jetzt muss ich nachlegen, weil... Wobei ich glaube, er hat immer noch genug Glut, der Ofen. Also. Ja, Glut, ja. Gut, aber dann ist es zu wenig Glut. Dann ist es wenig Glut und dann müssen wir gefrieren vielleicht. Dann Mit schämen Mark, es wieder, mit- ne? Dann fällt es wieder, dann muss ich... Mit was fangen wir an überhaupt? Oh ja, mit aber Hausknecht mehr Peitschen. Das war der Jawohl. allererste. Jawohl, Andreas Christiner gewünscht. Bin im Anschlag. Ich hab auch einmal gelacht und viel Dummheiten gemacht. Ich hab aufgekommen Draht und am links war mein Laden. Madeln hat sich zerfranst. Ich hab gesungen und tanzt. Ganze Nacht hab ich gekreuzt und mein Patch not schon alt. A Fiaker Natur mit einem gesunden Amor. Und ich denk, wie das war, heute ist längst alles Gold. Oberhausknecht, mein Peitschen, schöne Könnerin, mein Hut. Und dann fahren wir schön langsam statt fort, dass das Leben nur ein Kreuzweg ist. Das hab ich längst erfahren. Und dass manches einmal am Pumper macht, grad in den schönsten Jahren. Ja, Ussasau, ja, Ussasau, ja, Ussasau, ja, Ussasau. Frisch lackiert war mein Wohn und mein Geschäft hat was dran. Jetzt am Grund hat mich kennt. Und der Golden ist gereint, immer modisch das Gewand. Oder sonst gesund benannt, wie der Flinsel in der Uhrenfreidel. Das war ein Fall. Zuerst die nobliche Fuhr und dann die nodige Tour. Wenn ich denk, wie das war heute ist längst alles geht. Oberhausknecht, mein Peitschen, schöne Könnerin, mein Hut. Und dann fahren wir schön langsam statt fort, dass das Leben nur ein Kreuzweg ist. Das hab ich längst erfahren. Und dass manches Mal ein Pumper macht, grad in den schönsten Jahren. Ja, Ussasau, ja, Ussasau, ja, Ussasau, ja, Ussasau. Tadellos. Tadellos, ja. Der Achteln fallen rein. Man sieht, es gefällt, ja. Maggie Pampert hat sich's gewünscht. Ich wär Blatt. Trude Matzig, Richard Österreicher. Ich wär Blatt, sagt, das ist ein Schand. Um am Bauch, sagt, da spannt was gewandt. Ist ein Wunder, sagt sie, frisst ja nur. Schau, die Hosen, sagt sie, geht nicht zu. Es muss was geschehen, an die Diät. Aber gleich, sagt sie, sus ist spät.
Ich wär Platz, ist a Schand, ein Bauch spannt mir's Gewand, muss was geschehen, hat jeder mal gelesen, es ist spät. Podcast 1 sagt er, das ist der. Kann man's anschreiben, sagt er, von der Steier. Milch und Semmeln, sagt sie, hab ich gehört. Das ist gesund, sagt sie, und ist zehrt. Fleisch und Käse, sagt er, ist erlaubt. Aber nur kein Brot, sagt sie, weil das staubt. Milch und Semmeln hab ich gehört, das ist gesund und es zehrt. Fleisch und Käse ist erlaubt, nur kein Brot, weil das staubt. Schon ein Wein, sagt er in der Früh, halb besoffen, sagt er, kehrt zur Kuh. Verriss die Hälfte, sagt sie, das war gescheit. Ich brauch ja auch schon, sagt sie, ein neues Kleid. Aber haben wir gern, sagt er, 1000 Rosen. Ich kauf mir, sagt er, größere Hosen. Haben wir gern 1000 Rosen, ich kauf mir größere Hosen. Schon ein Wein in der Früh, wo wir besoffen, brauch kein Kuh. Na, 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 na. Bruder, stützen, bis ich komm, weil der Hunger bringt mich Nicht so schaut's aus. Genau, so schaut's aus. Ewig nicht gespielt, aber sofort wieder. Stimmt, ja. Man, bringt mir hin, bringt mir leicht hin. Das ist ja nicht so ein Ding. Ich trinke jetzt Das ist eine gefährlichste Nummer eigentlich. Aber, Naja, ein bisschen. aber 27 Jahre, Zaun. Aber geil, aber was? Zum Wohle. Also hab ich sofort die Donuts gewusst, hast du das gemerkt? Ja. Ich hab gar nicht gefragt. Erstaunt. Ich hab mir angeschaut, wenn man gleich klar, was ich da spielen muss. War mir gleich klar. Jetzt warte aber mit Einschenken, bis wir fertig sind, dann ist es wieder warm nämlich. Kann man so, aus den Ich bin nicht so lang leicht. Ah, nicht nur der Herrgott, der Star ist noch, muss man noch Ja, der spielen. Star Was muss war man noch? 4 waren es nämlich. 4 Nummern waren es. Das war der Herrgott, der Star. Hier geht der Stahl los. Der alte Schmied von Der alte Schmied. Mit dem fangen wir an. Weiter draußen wo, in Lerchenfeld, ein ganz alter Schmieden steht. Als Bub hab ich dort oft beim Tag dem Schmied zugeschaut bei seiner Blut. Die Fuhrleute haben die Risse gebracht, der Schmied und Gesöhn haben bis in die Nacht das Eisen kümmert und ums Boden. Die Funken sind dort lustig gestohlen. Der alte Schmied von Lerchenfeld, der hat kein Arbeit und kein Geld. Es kommt zu ihm kein einziger Wohl, kein Kutscher bringt mehr draus zum Schlag. Einmal war ein reicher Mann, hat selber geführt ein Schimmel gespannt. Er drängt die Zeit, sein Herz ist schwer, es gibt heute keine Fuhrleiter mehr. Still sitzt in der Schmieden dort, die Schmiedgesellen sind längst alle fort. Kein Feuer brennt, kein Amboss klingt, der Ring durchs alte Dachel ringt. Der Schmied steht oft noch vor seinem Haus und schaut nach einem Zeigel aus. Und drinnen in sein Bord, es ist zu hart, wenn man vergeblich erwartet. Der alte Schmied von Lerchenfeld, der hat keine Arbeit und kein Geld. Es kommt zu ihm kein einziger Wohl, kein Kutscher bringt mehr draus zum Schlag. Einmal war ein reicher Mann, hat selber geführt ein Schimmel gespannt. Er brennt die Zeit,
volle Meer. Der alte Schmied. Ja, das ist Schipper, glaube ich. Ich will mir jetzt gleich her oder Stau, da kriege ich dazwischen was zum Da Trinken. trinkt man dazwischen was, oder? Nein, nur, weißt du, ich will nicht, ich will die überfordern auch nicht, aber Trinkt man dazwischen einen Schluck. ich habe schon gemerkt, es schaut aus. Schaut aus. Die Achtel von einer, Danke vielmals. euch, danke. Jawohl, ist jetzt ein Wahnsinn. Der alte Schmied, ja, der Landesstromer hätte uns sofort zurechtgewiesen. Aber vergessen. Nicht so mein Herr oder schon, das war es jetzt noch als der Das Regel. war's dann einmal, ja. Will das mal wissen. Jawohl. Der Gespritzte hat immer Saison. Ein schönes Geräusch, was? Absolut. Absolut. Ui, ist ja gut eingeschlagen. Jesus noch. Du brauchst ja nicht so zunageln, wir machen wir dann wieder auf. Ich wollte nur schauen, ob wir das trennen kann. Achso, ich verstehe. Zum Wohle. Das ist ja so wohl. Prost. Prost. Der Georg Scheurer hält uns immer am Laufenden, wie lange es dauert. Noch bis Mitternacht. Aber naja, du, 11 ist Eine gleich. Stunde, ne? Gut noch, ne? Jetzt fährt die Schmied mit dem Auto zu dem Pferd, ja. Stimmt, ja. Christoph auch keine eigene Nummer für euch Leute denken, ja, werden wir dann sicher. Werden wir dann sicher eine Reihe an eigenen Nummern anspielen. Ja, müssen wir schon abbringen, das ist schon klar. Du kannst ja nichts essen, bevor formuliert. Das ist ja schlau. Natürlich. Geil. Wir werden uns dann einen Käse aufschneiden, weil es war wirklich dann Okay. richtig ungut, wenn man sagen. Geht schon. Die Otteringer Hymne, die eigentliche Otteringer Hymne. Bin schon verschleimt. Es. Na, Ja? kommt erst in es. Also. In Ottergring draußen, in einem uralten Haus, in einem Hof in der Speckbacher Gossen, da ist Jan ganz verstaubt, sein Erziehende beraut, ein Herrgott Stein ganz verlassen. Ich habe mich entdeckt und als Kind dort versteckt, mein Kindreal und meine Stollen. Denn die größeren Buben wollen auf die Stollen wie den Ohren. Als Kindreal eben sie mir gestohlen. Herrgott, der Stein, du nur allein, hast nur als Bier verstanden. Du hast mein Besitz immer beschützt, bist der Freund davor gestanden. Oft hab ich geweint und an mich an die gelangt, denn Kindersorgen sind groß. Herrgott auf Stein, du nur allein, du bist mein einziger Trost. Ja, das ist schon lang her, von dem Haus steht nix mehr, und Ottergring hat sich verändert. Heute wird überall gebaut, alles alte zerhaut, auch die Menschen, die haben sich geändert. Ich fahr öfters noch raus, denn meine Mutter wohnt raus, und wir ich so hingehe zu ihr. Da liegt ganz verlassen, zerschlungen auf der Straße, mein steinerner Herrgott vor mir. Herrgott, der Stein, ich glaub wir zwei haben uns noch recht
du mein Besitz immer beschützt. Bin du als Freund stets verbunden. Ich trag die Hand und mit dem Song sind deine Schmerzen auch groß. Herrgott aus Stahl, du nur allein, du warst mein einziger Trost. Die Otterkringer Hymne. Jawohl, der Herrgott aus Stahl. Jawohl, da nipp ich doch sofort an meinem Zweigel, die Grisse. Jawohl, vollkommen zu Recht, 66 Minuten noch und Georg Scheurer. Ja. Jo, pass auf. Aber jetzt, weil er schon gesagt hat, der Christoph Acker. Machen wir gleich. Weil blaue Tinten, alles blau, alles blaue Tinten. Als blaue Tinte. Ja. Ich bin belegt tatsächlich. Ich bin stimmlich belegt. Ja, weiß auch nicht. Ich trinke. Aber was wurscht, du steh mal drüber. Aber es kickst halt, die singen halt nicht mehr so gut, aber so gut vielleicht. Ich denke, die Aufnahmen haben zum Teil wieder Ja, stimmt. Ja. angegriffen. Naja. Wenn ich kennt das, die fliehen und da die trotzdem niemals kriegen. Wenn ich fordert, recht tief, so schreibe die dir heute am Brief. So kommt dann mein Lied, so kommt dann mein Lieb zu dir, so kommt dann mein Lieb zu dir. Als blaue Tinten auf Papier. Wenn ich Geld hätte, ohne End, für die war ich niemand, den man kennt. Mein Schmäh, der ist für die viel zu tief. Der drum schreibe die dir heute einen Brief. So kommt dann mein Lieb, so kommt dann mein Lieb zu dir, so kommt dann mein Lieb zu dir. Als blaue Tinten auf Papier. Du schreibst mir einen Brief. Wenn ich wisset, was du fühlst und ich nicht merk, dass du mich willst und ich mein Schmäh vergraut ganz tief, also schreibest du mir heute einen Brief. So kommt dann dein Lied, so kommt
als blaue Tinten auf Papier, auf Papier, bis ich die spiel. Schön. Gratuliere dir zu der Nummer. Ich danke dir vielmals. Bin selbst durchaus ein bisschen stolz drauf. Ich meine, das Arrangement ist von mir natürlich, aber für die Quetschen. Naja, na klar, für die Quetschen schreibe ich nichts. Nicht? Warum? Warum? Eulen nach Athen tragen. Na, was soll ich sagen? Einfach eine geniale Nummer, sagt der Christoph Acker. Absolut, ja. Sollte es vielleicht öfters Briefe schreiben. Ich glaube, der eine Brief reicht. Danke schön. So schön, sagt Markus Landtagsstromer. Mein guter Freund, das wäre auch super. Raphael Illmeier, ja, das werden wir machen dann. Ein Brief, den war nicht schreiben. Kann man nicht schicken. Ja. Heißt Miller, ja. Sagt Miller, bist du sicher? Ist das nicht ein Lutsch? Ich glaube, sagt Miller. Nein, ich glaube Miller, nicht. eine Gmiller-Lutsch-Kooperation, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass das eine Gmiller-Nummer ist. Das weiß ich interessant. glaub Ich glaube, nicht, dass es eine weil Lutsch-Nummer ist. Ich glaube, das ist auch eine Co-Produktion. Im Prinzip ist es wurscht, wenn wir sie nicht kennen. Ne? Ja, was Soll ich Käse holen? Ja, ist eine gute Idee. Ist eine sehr Ich gute will einen Käse. Idee. Ja. Bevor der Patrick weiter dann bereit sein wird. Den kann er nicht einholen. Nein, ich muss ein Brot aufstehen. Achso, ja, dann mach Naja, ich bis du das holst, damit die Bakel und so bis das ausschaut, ja, naja, das das ist ist wieder ja, das ein ist ja- Zustand. Patrick, unterhalt die Leute. Ja, ich werde ein bisschen was vorspielen jetzt einmal. Ja, es ist ja, hau eine. Ich habe ja Geburtstag auch. Also Da kannst du machen, was du willst, was? darf ich ein bisschen auf der steirischen Art spielen einmal wieder. Auch in der Sendung der zwei. Ich muss noch einen Zug nehmen vorher. Ein kleines Intermezzo.
Walzerle, schon länger nicht jetzt gespielt hier auf der Sendung. Es wird einmal Zeit werden. Ich hoffe, euch gefällt's. Ich hoffe, es trifft auch euren Geschmack. Aber ich bin ein bisschen abgelenkt die ganze Zeit. Der Klausi schneidet die ganze Zeit den Käse auf. Du, ich hab dann angerenken Camembert gekauft. Das macht nichts, das ist gut. Das ist sehr Nein, gut. deswegen habe ich ihn ja gekauft. Das ist sogar sehr, Das sehr ist ein gut. Wahnsinn. Ja. Oh. Schau her. Und das ist irgendein andere Käse. Ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. So, Ja, jetzt können Sie uns beim Essen zuschauen. Ich rauche noch fertig. Und der alte Rutgermat. Gibt einmal noch ordentlich Gas, so schaut's aus. ja, aber was denn? Patrick Genial, gefühlvoll, Thomas Nickmann sagt das, ja. Danke dir, Thomas. Danke. Ja. Boah, der ist gut. Der Uli Slonek sagt wunderbar. Ich muss da Georg Steuermann sagt Solo bei 53, jawohl. Der ist ein Wahnsinn. Bist du Depper. Rotschmierkultur. Bin sehr gespannt. Gut. Tut mir leid, das ist so unhöflich, da für die Leute essen. Überhaupt nicht. Wir sind ja schon überzeitig auch. Grüße 1220, Wir bravo Patrick. Wir haben schon Das war echt Überzeit schön. auch. Ja. Danke euch, danke. Du, ja, wenn man gestern um die Zeit, vorgestern um die Zeit war es schon Mitternacht. Ja. Das heißt, wir müssen uns qualvoll eine Stunde länger quasi wachhalten. Den kostet noch viel? Das ist auch gut. Das ist auch gut, aber der ist recht handig. Gut. Herrlich. Jetzt muss ich den einmal denken. Nachdem du das so vorschwärmst davon. Ui, das ist was für mich. Ja, da muss der Ring schon. Boah. Das ist was für mich. Die Leute werden nicht. Die werden. Warte, muss ich einblenden. So kann der Geburtstag beginnen. Die Leute werden nicht dafür zahlen, dass wir da vor der Kamera essen. Andererseits, man soll ja immer das machen, was man gut kann. Ne? Ja. Ja, sagt man immer, ne? Ich danke dir. Das wird, gell? Ja, den habe ich gesehen, der ist angerannt. Also angerannt war er noch nicht, sonst dürfen wir sie noch nicht verkaufen, aber Vor quasi dem Ablauf. war am gleichen Tag. Ne? Also den kaufe ich und lege aus, das ist wieder wild. Je älter der Camembert, desto mehr stinkt er. Ist das schon oder was? Nein, also irgendein Camembert, ich weiß nicht genau welcher. Ja, ein Stickerl ist ich noch. Ja, der Christoph Acker normalerweise Mitternacht der Gulasch. Ja, das ist mir der Käse jetzt fast lieber, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber er hast schon gegessen. Also wenn er Gulasch gemacht hat, ich wollte einen Kuchen auch machen. Bin ich nicht dazu gekommen. Gestern habe ich vergessen und heute bin ich nicht dazu gekommen, weil wir die ganze Zeit der Fläppchen waren. Ne? Ein Schmatzes. Allzeit, ich tage euch schon. Ist jetzt. Patrick, hast du meine WhatsApp-Nachricht bekommen? Raphael Illmeier. Wann? Wann ist die Frage? Ja, gut, jetzt hätte ich einen Gustav ein Gulasch. Weil der Acker damit. Du pass auf, ich nehme jetzt noch ein bisschen vom Ding, dann kannst du weiter essen und ich spiele dann zwischen Otterring und Lerchenfeld, während du Machst du das so, oder? Darf ich dann was essen? Ja, sicher, ne? Darum sage ich Das ist ja. eine schöne Ich Geschichte. will dich entspannen, weißt du? Eine schöne Nummer. Weil. Hast du was gespielt, ne? Na gut, ja. Macht nichts, ich sehe jetzt schon. Alles da, dann ist ja auch noch immer. Ein Gulaschsuppen, Grissi. Hör's auf, hörst du das weiß. Jetzt haben wir den Punkt, wo man sagt, wenn ich ein Reisfleisch gemacht hätte. Jetzt noch ein Reisfleisch aufwärmen. Und die reden mich bis morgen Nachmittag nicht mehr. Dann kann man ja keine Sendung machen mehr. Weil. Aber ist der Käse ein Wahnsinn? Natürlich, ja. Was sagst du? Ein Traum. Und schaut genau richtig, gell? Geh weg, da, geh weg. Schau dir das an. Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. eine Nummer, die passt auch zur Jahreszeit jetzt eigentlich.
Paul Hodiner. Zur Entspannung von dir. Der Text, glaube ich, auch von Wolfgang Bissecker. Man muss es da lesen. Für den Kuchen gibt es Zuckerbecken. Franz Brandweiner, richtig. Aber es ist ja so. Ich habe mir, ich weiß auch nicht, warum ich auf die Idee gekommen bin, aber ich habe mir gedacht, ich habe alles daheim, ich kann nur genau original einen Kuchen. Also auswendig. Nicht? Rezept kann ich mehr, aber auswendig kann ich an. Und dann habe ich gesagt, ich könnte den machen. Ich könnte sagen, nicht, für den Patrick, für den Geburtstag, habe ich einen Kuchen gemacht. Natürlich ist es ja so, dass ich den schon auch gern selber isst. Und dachte ich, mache ich. Dann habe ich alles daheim, alles eingekauft, alles zu Hause. Und dann ist mir eingefallen gestern, Eier habe ich keine. Eier habe ich keine. Das ist das Ding. Hast du heute noch Eier besorgt? Nein, gestern, ich habe zum Glück vorgestern bei meinem Nachbarn, meinem Bauern am Feld mitgeholfen. Nicht? Während die einen bei der Weinlese sind, stelle ich mich in Wind und Wetter. Du bist Steiner gegangen oder was? Nein! So eine Silomiete haben wir da angelegt. Ne? Und auf jeden Fall, weil dann gestern, ich weiß, ich hole weit aus, ist mir schon klar, aber Macht nichts. na, Storytelling ist der Key. Tell nur. Habe ich gelesen. Und auf jeden Fall, war mir gestern, hat dann die Bayerin einen Schnitzel gemacht, ja gut, der steht auf der Tag. Und das ist ganz klar. Man sagt, hast Zeit, bis da, ich mache Schnitzeln. Naja, aus diesem Schmalz rausgebrochen. Da steht drin sofort. Und dann ist mir eingefallen, warte mal, mir fehlen ja Eier, ich kann es ja fragen, jetzt habe ich Eier auch gekriegt, habe ich gedacht, super. Hat sie gesagt, jetzt hast du keine Ausrede mehr zum Backen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, mache ich einen Kuchen. Bin aber aufgrund meiner unglaublichen Disziplin dann in den Arbeitseifer übergekippt und habe also Hausarbeit betrieben, bis spät nächtens. Man sieht es aber auch. Natürlich, es war ein Haken. Es ist ja zusammengeräumt wie, Natürlich. ist wie neu. Das ist stimmt. einfach ein Wahnsinn. Da wo du hinschaust, war ich gar nicht. Aber ist ja wurscht. Ja. Man tut schon. Auf jeden Fall haben wir da gedacht, das ist Der ja wurscht. Herd glänzt doch wieder wie neu. Der Herd, ja, da habe ich einmal, Ja. den habe ich angespritzt. In irgendeinem Putzmittel. Was die Chemie alles kann. Ja. Na, auf jeden Fall haben wir gedacht, gut, mache ich heute einen Kuchen. Und dann waren wir essen und das war's dann. So, genug dieser langen Geschichte. Gulasch ist leibend, aber der Söcherler war heute auch nicht schlecht. Nur für den Gusto war es Christoph Acker. Aber wir hätten noch ein paar Gramm nach. Habe ich auch noch, willst du Gramm? Nein, eigentlich Hab nicht. Das hat er gesagt. Aber. Jetzt trink einen Schluck. Du genießt den Käse. Los mal Dann an dann hier. eine anrauchen ein bisschen. Ja. Ich muss jetzt schauen, wie es Heute geschmiss den Herbst in deine Bahnen, Nebel auf der Brust und auf der Welt. Herbst ist ziemlich oft für uns einer, zwischen Ottergring und Lerchenfeld. Blauen tanzen durch die Hasler Straßen und Papierl alles nur kein Geld. Die Liebespaare haben die Park verlassen, zwischen Ottergring und Lerchenfeld. Ippenplatz, Liebertstal, Stachert, alt Rot. 100 Wirten waren einmal da und wir waren dort. Rundermarkt und der Rebfallbad, das Leben, das liegt beieinander. Wer einmal der Stadel hat, der hat einen guten Stand. Ja, und die Häuser aus der Gründerzeit, die Kugel geht am Gang. Da wird dann so Geborgenheit, haben wir Gott sei Dank. Wenig Menschen, nur viel Leid, da kannst du die verlieren. Beiseln von der Traurigkeit, Parkplätze zum Verlieren. Kinderspiele, Straßenstauberei, war und Chantan. Trotzdem bin ich wie ein Glauben, doch nur da, daheim. Bravo, Applaus. Ja, wir lassen damit aus. aus. Na, komplett daneben. Und nicht so ein Stopfen zusammengespielt wie jetzt da. Das ist ein neues Stück. Das ist schon länger gespielt. Das ist länger Nein, gespielt, das ja. ist nicht, das hat sich nur die Länge gesagt. Naja, es war Untergang. Wir müssen sagen, es war Untergang, aber live ist live, was sollst du tun? Life is life. Ist nichts passiert.
Was sollst du machen? Kaum ist der Ton erklungen, ist auch schon wieder verklungen. Ich schon wieder weg auch. Leider speichert YouTube alles. Ja, das stimmt. Das stimmt. Gerade wenn es gespielt habe, Denkt ist man schon das wieder oft. Was die Welt geht, was muss mit dem Essen und Trinken etwas aufpassen? Magen macht mir seit Tagen Probleme. Ja, ich verstehe dich, ja. Ich habe das seit ein paar Wochen, ja. Aber es geht wieder. Ja, für das, was du heute reingefressen hast, kann ich mir nicht vorstellen, dass du irgendwas mit dem Ich habe Magen seit 2 Wochen auch Pantoprazol, aber Ja, gut. So ein Magenschoner. Du aber weit geht. Probier's auf jeden Fall mal mit einem Schnaps. Probier's auf jeden Fall mit einem Schnaps, weil nutzt nichts, schaut's nichts. das sind die Sagen. Ja, die auf jeden Fall so machen, weil es ist halt wirklich. Ja, Zahre Partie. ja. Du, aber das Lidl habe ich super verhunzt, oder? Also das ist jetzt echt in den Arsch gegangen. Komplett. Aber es war zu viel Ablenkung, die Käseplatten du darin. Oder das ist total ungewohnt, wenn ich spiele und du nicht spielst. Du sitzt daneben und schaust deppert und frisst eine. Wie eine, ja. Das ist wirklich total ungewöhnt. No, ja, no. Mit den Worten des Karl Rodiner zu sprechen, wird der Käster da schlagen. Ja, das stimmt. Danke für. Der Manfred Kraft ist leibend. Das ist ein Haberer. Nichtsdestotrotz, danke für diesen tollen Hut in der Hit. Danke, der Manfred, das ist sehr lieb von dir. Aber den Ich habe habe ich, versprochen, wir werden den nächsten Ja, den oder habe ich- übernächstes Mal einmal gemeinsam am machen. den habe ich komplett in den Sound gesetzt. Das ist wirklich ein Nichts Wahnsinn. passiert, Klausi. Na, Gar trotzdem. nichts ist- Na, ärgert mich. Gell. Es ärgert mich daher so viel drauf. Na, da geh heim, ich geh schlafen, mach du allein weiter. Ist das Zum wurscht? Wohle. So, zum Wohl. Ich habe auch den Komponisten schon erlebt bei Nummern, die er gespielt hat, wo auch mehr Searching for the Keys war. Ja, das kommt vor. Das kommt vor, du. Das So kommt ist in vor. Ordnung. Alles gut. Daniel Schlöger, so, wir müssen morgen auch raus. Gute Nacht zusammen und alles Liebe zum Geburtstag, Patrick. Danke euch. Mua. Für dich gut. Ich danke euch vielmals. Wildcat, ja. Jetzt mit meinem kleinen Schatz hat mir auf den Magen geschlagen. Das glaube ich Ja, nicht. verstehe ich da, ja, verstehe ich. Das glaube ich. Aber wenn man es nicht wahrhaben will, es ist. Ja, aber so viel Manche wächst du ja Dinge so noch ist so. ans Herz, nicht? Und dann natürlich, und dann so plötzlich und überrascht, weil, ja, nein, verstehe viel. Aber Wildcat, pass auf. So, ich sadel einmal auf. Jazzkapperl, Jawohl. Jazzkapperl! Du hast das Jazzkappel nicht aufgesetzt, darum ist die Grenzbinzel Ah, da. das kann sein. Das kann sein. Ich hab's ohne Jazzkapperl gespielt. Siehst du das? Das ist. Ich bin ja auch ein Trottel. Nicht wahr? Ich spiele das Lied ohne Jazzkapperl, kein Wunder. Ich ließ Kirschen für die Wachsen ohne Kern. Wann mir der Himmel kehrt, krieg erst jeden Stern. Wann ich die Sonne klingen tät, ich möcht sie holen. Und wenn's für dies hätte ich schon das frohe Jahr gestohlen. Der Wald für die, der mir ist das lauter Christbaum sein. Wenn du rausschaust, ich soll aber nur mein. Und die Gebärs hatte die Länge unter den Schritt. Und wenn ich helf Gott sag, am liebsten mit einem Lied. So denk über dich, aber du denkst nicht an mich. Und mir tat's doch so gut, von dir ein Liebeswort, von dir einmal eine Hand und nicht eine kalte Wand. Jetzt dreh dich einmal und sag zu mir, na komm. Ja, so denk über dich, aber du denkst nicht an mich. Und mir tat's doch so gut, von dir ein Liebeswort,
von dir einmal eine Hand und mein Dolbe nur eine kalte Wand. Geh jetzt der Radio einmal und sag zu mir, na komm, ich lese die Kirschen für die Wachsen ohne Kind. Wenn mir der Himmel kehrt, kriegst du jeden Stern. Wenn ich die Sonntag kriege, ich möchte sie holen. Und wenn's für die ist, hätte ich schon das vorige Jahr geschnurrt. Der Wald für die, der muss das lauter Christbaum sein. Wenn du was schaust, ist oder nur mein. Und die Gebärse, die liegen unter den Schritt. Und wenn ich Hälfte Gott sag, am liebsten mit einem Lied. Wie der Walter Bissecker und Karl Hodder. Jawohl! Ganz großartig. Echt Ja. gefällt's. Echt gefällt's, glaube ich. Matthias Mariacher. Nur kurz hier, um dem Patrick alles Gute zu wünschen. Das ist leider. Matthias, schön, dass du vorbeischaust. Danke dir. Danke. Da muss ich sofort einen Schluck nehmen. Prost. Ich glaube, ich spiele der Raphael Nillmeier hat sich einen Jägermeister rein. Na, habe die, der wird auch gesoffen. Also ein Huntermaster ist ab und zu gar nicht so schlecht. Ja. Ein Huntermaster. Wie ich immer sage, ja, ein Huntermaster. Der Raffi meinte, ich habe Patrick, ihr habt am Freitag und Dienstag eine Nachricht geschickt. Ich bin untergegangen, glaube ich. Sag einmal. Ich bin untergegangen, kann mich nicht erinnern. Zweimal. Muss ich nachschauen, ich weiß nicht. Der Fritzl hat sich einen polnischen Nusslikör rein. Ja, Zuschauen werden von der Daniela da. ein Nussel war super. Aber ich glaube, den habe ich Ein in Wien, Nussel. oder? Ah, du bist, in Wien? ich glaube, den hast du sicher in Wien sogar. Den hast du ganz sicher in Wien. Übrigens, weißt du, was ich wieder vergessen habe zum Mitnehmen? Ja, ich frag dir gar nicht mehr. Was? frag dir. Ich, Naja, da habe ich, na bitte, ich meine, du glaubst original. nein, er ist da, aber ich habe ja wieder was vergessen zum Mitnehmen. Sag's mir, sag's einer. Sag's uns ein Pavla Cheese, das was du wieder vergessen hast. Asbach Original. Jetzt weißt du, aber jetzt ist aber schon, das macht ja nichts, Patrick, das macht ja nichts. Aber jetzt ist schon, jetzt ist wahrscheinlich schon die Daniela Schlegel, jetzt sind sie schon ausgestiegen. Jetzt sind schon ausgestiegen, das macht Und nichts. gerade jetzt nehme ich ihren Nussschnaps her. Gut, ui, Vorsicht. Okay. Das ist spät, das hätte man machen müssen, solange Sie werden es aber nachschauen vielleicht. Sie werden es auch nachschauen. Eieiei. Die Oder Zuseher Fritz- werden auch immer weniger. Na ja, gut um die Uhrzeit. 34. Ja, aber sind immer Entschuldige, noch da. also um 11:30 noch 34 Zuschauer. Meine Alle Lieben, 8 und meine Lieben. ja, Bravo, Ihr seid bravo eine an Welt. euch. Ihr seid Ja. eine Welt, danke euch vielmals. Das gefällt uns wahnsinnig. Dankeschön. Oh, auf den freue ich mich jetzt. Ja. Ja, was denn? Bravo Gastritis AT, sage ich nur. Schlecht den. Ja, schnell fährt er nicht am alten rum, ist Magen schon. Aber es ist wirklich. Na, geschaut, dass jetzt schon weg sind. So. Da steht, da schau her. Kann man ja sehen. Von der Daniela Schlögl haben wir den gekriegt. Und mit dem. Mit wo stehst man dann an? Nichts Mitternacht. Mit Spritzen, ne? Nein, ist eh. Was anderes werden wir nicht haben. Jetzt wohl die Dankeschön. Nicht du. Ich habe meine auch schon aufgemacht. Ich habe schon gekostet daheim natürlich. Das ist ja noch der alte. Der, Ich bin der neu alte, schon alte. aufgemacht jetzt. Da. Ja, den Neigen, der steht im Winter, habe ich schon austrunken fast. Ach so. Und jetzt freue ich mich auf den ganzen. Aber oh, der riecht so gut. Das ist ja Medizin. Aber gut Ich schmeckt. sag's euch, boah, ist der gut. Weil es gibt ja Nussschnaps, die wirklich Medizin sind. Ja, das war meiner immer denkst mehr. du, Alter? Ja, Ja, weiß, ja, deiner war nicht zum Saufen, aber war gut halt, ne? er war sehr gut sogar. Ja, aber nicht. Ja, hat Leben gerettet. Schlimm geht. Aber, aber der schmeckt. Ich bin mir gut. zwei gemacht. Ne? Ja, einen für mich und einen für dich, Einen ne? mit Kandiszucker und mit Dingen. Und einen halt auch wirkliche Und ich bin den gekriegt immer, ja, ich weiß eh. Mama, du bist so schlecht, Mama. Du kriegst einen Schein. Ja, aber ist es so. Aber der ringt aber auch wieder. Ein guter Nussschnaps. Aber der Käse ist ein Wahnsinn, oder? Jetzt nochmal unter uns. Bist du depper.
Tut mir leid. Das macht man nicht, aber Schade, dass es keine Geruchspavlatschen noch gibt, weil allein der Geruch betörend. so. Also, Spür was aus der Steirischen, muss schon wieder mal hin. da muss schon wieder, ich spüre wieder was vor. Das ist schön heute. Ich kann ein bisschen. Was haben wir noch? Eine halbe Stunde? Warte, in einer halben Stunde. Ja. In einer halben Stunde bist du aufgeregt. Nein, eigentlich nicht. Ich erlebe das jetzt zum 44. Mal. Ne? Weil irgendwann ist die Aufregung weg. Ja. Naja. Ich kann da nichts dagegen halten. Ja. Was soll ich sagen? Ist zu schwere Kost jetzt. Jazz Kapperl muss aber. Wieso? Ja, was möchtest du spielen? Na warte mal, was wir da spielen jetzt. Ja. Du hast recht. Spielen wir mal eine steirische Nummer, wie man sagt. Jawohl! Ja, bravo. Ich hab gedacht, du musst wohin. Ja, aber ich hab nicht anders können. Ich hab nicht Das ist gewusst, gespielt, habe ich dass der sofort Fahne- zurück müssen. Ich gewusst, da kann man nicht, ich habe sofort. Ein Wahnsinn. Ich hab sofort aber pass auf, aber wenn ich schon da bin, kann ich mir noch ein Stückchen Kiste rein. Ne? Aber jetzt spiel was, wo ich nicht gleich wieder kommen muss.
wunderbar. Tadellos. Tadellos. Wie sie sagt, eine Polka ist schon was Feines. Maggie Pemberton sagt, bravo, dass die Achtel von einer. Spannender als zu Silvester, Ari, stell dir runter. Ja, stimmt ja wirklich. Ja. Patrick wird zu seinem Geburtstag noch eintöten. Na, kriegst du auf Ackerschuss nicht. Na, so ist nicht. Ich Aber spüre freiwillig. Nein. Nicht, aber. So was hakelt einmal, ne? Ja, also ein bisschen ein Stück an Dings essen. Was ist da? Also, ist auch gut. Das passt aber Das sicher zu dem Das Käse passt gut. gut. Das ist den Schnaps auch besser. Ja. Auch, weißt du? Ja. Der Rundler Maut galoppiert. So. Müssen wir am Essen aufhören, weil das unterbricht den Sendungsflow. Wir sind eh schon Aber es ist so gut. am Weg. Oh, eine halbe Stunde nur mehr. Schön. Ja. Der Wahnsinn. Patrick? Greif auf. Tschüss, Kappel. Skyline von Wien. Du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, dem macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig, manchmal auch zerbrechend. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neiden und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauche ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Ja, woher hat kein Molekül? Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, dem macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neiden und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien,
lebst tief in mir. Ein Hauch. Beim Wein darfst nicht fahren, ein Lied muss schön stark sein, sonst lässt nur die halbe frei. Beim Plaudern musst lieb sein und beim Pussern ein Dieb sein. Tust das nicht, tut's das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal und am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Drum darfst niemals fad sein, kommt das Glück, muss schön stark sein, noch ist auch, weil sonst fliegst du davon. Sonst hast nur die halbe frei. Beim Plaudern musst lieb sein und beim Pussern ein Dieb sein. Tust das nicht, tut's das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Drum darfst niemals faul sein, kommt das Glück, muss schön stark sein, noch ist auch, weil sonst fliegst du davon. Wunderbar, jetzt wollen wir Ferienwunsch. Jetzt wollen wir Ferienwunsch, ja genau. Tadellos. Jazz haben wir aber nicht. Jazz haben wir aber. Aber haben wir gut gemeistert, die Achtel von einer. Das um die Uhrzeit. Ja, viele, weil die Grisse auch gemeint hat, das Skyline von Wind ist eigentlich so ein Kaisermühlen Plus. Das ist ganz interessant, weil der Kaiser ganz anders Ganz geht. anders. Also, ja, aber der Kaisermühlen, weiß ich nicht. Da ba 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 ba. Ba 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 Kann ich da ganz ba ba. Warte mal. Fix ist, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ganz anders. Also was ist jetzt da, was du auf Spotify hast, den Kaisermühlen Plus herholst und das Intro von der ganz anders. Ganz anders, ja. Es ist nur tatsächlich, weil halt der Bass anfängt.
Aber auch anders. Komplett Auch anders. Aber es ist, Es ist weil der Boss halt auffängt und jetzt hat man diesen. Jetzt hat man die. Was So, trink aus, hoppla, ich trink aus. der kocht schon. Jetzt hat man diesen, wie soll ich sagen, ja, ist das nicht so viel Wasser, Patrick? Ja. Und da haben wir noch eine Zigarette legst, aber Drei der Zigaretten, glaube gut, schau, ja, 20 Minuten, ja, mittlerweile 17. 17 Minuten, das ist ja Wahnsinn, das ist real. 18, ja. Gerade hätte ich so gern Schluss machen schon. Wow, wie viel sind wir? 36 Leute sind wir. Ich sag's ja Das Wahnsinn. ist wirklich ein Wahnsinn. Alles nur, weil ich Geburtstag habe morgen wahrscheinlich. Aber Das weiß man nicht. Es kann auch sein wegen mir, wegen meiner Ausstrahlung oder. Stellen wir es am Filter. nein, extra nicht, ich habe mir links gesehen. Da. Ich habe nur geglaubt, ob es eine Kapsel ist. Bitte links bitte herumfahren. Nein, ich habe schon links gesehen. Aus der Rücksicht immer. Zum Wohl. Servus. Sehr zum Wohl. Du. Eine Ehre, dass ich heute da sein darf. Das gefällt Du. mir wirklich sehr. Mir auch. Große Freude. Und vor allem mit dir seit 27 Jahren zu spielen, muss ich ehrlich sagen, das ist eine viel größere Freude noch. Du, Ich muss wirklich ehrlich sagen, ich bin nicht so der Lober und so, und der Klausi auch nicht, wir sind das beide nicht. Aber was gesagt gehört gesagt, das ist so. du, aber ich sag dir, wir haben keine andere Chance. Was willst du jetzt machen? Nicht? Jetzt haben wir es angefangen. Ja, wir was muss ich jetzt anfangen, tun? was Mit sollen wir machen, dem Neigen suchen. Nein, Na, mühsam, wenden, ne? mühsam. Ja, die muss man sich alle erst erziehen. Damals auch schon schwer gefallen. Ja, Aber mein Partner ist schon. ich habe mir die schon schwarz So. Das ist Aber gut so, 27, sagen wir jetzt der Einfachheitshalber, sagen wir 25 Jahre. Ja? Ja. Sagen wir jetzt 25 Jahre. Jahrhundert. 400. Aber der Punkt ist ja der, wenn alles hinhaut und wenn jetzt nicht, sagen wir, irgendwas dazwischen käme, was Freudiges oder nicht Freudiges, es kann ja viel sein, das Leben, was das hat ja das Spiel, Aber aber weiß, was los ist einmal. Ja, jetzt genau. theoretisch Ja. warten es ja nochmal 25 Jahre, Geht's ja wird man noch spielen. Geht sich locker aus, wenn es normal gegangen ist. Wenn es normal geht, wie man sagt. Ja, aber ich sage, pass auf, 45 und 25 sind 70. Also mit 70, ich meine, hängt schon stark von den Paparazzi auch, ne? Weil, Schon, nicht, ja. Ein bisschen schon, nicht, ja. aber es kann, also auf gut Deutsch, was ich damit sagen will, ist, theoretisch kann es sein, dass wir erst Halbzeit haben. Nein, nicht, theoretisch, dass man nicht einmal noch holt. Oder nicht einmal noch In Halbzeit. Korn anschauen, in Häuserwalter anschauen, in Gierkudel mal anschauen. Du hast recht. Jetzt die Lebenden, Horacek Franz. Das stimmt, ja. Das stimmt. Aber wenn du das nimmst, Alter, da geht noch was, ne? Ich meine, also jetzt Ja, schon da langsam geht noch geht es was. anfangen zum Üben, weil wir spielen noch ein halbes Jahrhundert. Ein Vierteljahrhundert, hoppala. In Summe dann. Also wird Zeit, dass du was tust. Ja, es wird Zeit, ja. Ich meine, die Leute schauen schon. Die Leute gehen schon. Leute, gehen schon! Ja. Die Krise sagt auch, ich nehme mir 35 Zuschauer, ist ein Wahnsinn, ja. Ja. Also echt leibend. Bei dem ganzen Wasser wird das nichts mit der Wiederauferstehung. Da führt auch die Vernichtung Ja, davor. aber die Stück ist ein bisschen da jetzt weg. Nein, aus Aschenbecher-technischen Gründen. Ja, stößt auf Zeit, aber du bist ja nur der, aber der war wirklich gut, gell? Boah, ein Traum, ein Traum. Ja, das ist Wahnsinn. Will man nur sichern fürs Frühstücken, weißt du? Der Raffi, nicht? Raphael, wir checken das nächstes Jahr. Naja, sicher, wenn wir zusammenkommen, weil wir uns einmal treffen. Das sollte sich ausgehen. Das ist einmal ganz klar. Das ist einmal ganz klar. So, ich brauche schon so lange zum Wurzeln, gell? Das ist ein Ich Wahnsinn. merk's, ja, ja. Naja, gut, ich tue aber auch gleichzeitig da lesen. Nicht? Ich kann auch lesen gleichzeitig. Und tun. Das ist so. Naja, Kann ich gleichzeitig. sonst nichts mehr. Na, wie das jetzt Wurzeln, das schaue ich mir Das an. schau ich mir an, ja. Das Genau. schauen wir an. Das ist ja unglaublich. Aber wir haben es bald soweit. Also in 13 Minuten, sage ich mal. Ja, bin noch dabei, Maggie Pemberton ist Ja, dabei. ui. Hat der Klaus üben gesagt bei der Mama auf den Schoß? Ne, Der Hulis Lonek ist auch noch da. ganze Elite versammelt, bitte 36 Zuschauer, ihr ehrt uns sehr. Hulis Lonek aus Finnland. Ja, Helsinki. Aber das gerade also eine nördliche Stadt den Namen Helsinki hat, ist Ja, naja, das Helle ist das gesunken. Deutsche. Das Helle ist gesunken, so muss ich sagen. Aber, na sehr leibend.
Also am leibendsten war ja das eine Pavlacisti, Pavlacisto, sagt man das so? Also der eine Pavlacinger aus Thailand. Aus Thailand, Das war auch ja. lustig, weil ich gesagt habe, ich bin nie live dabei, weil das ist die Zeitverschiebung. Das ist bei mir um 2 in der Früh oder um 3 in der Früh. Aber einmal war er live dabei. Das hat mir sehr taugt. Und wenn du das noch anschaust, also weil er gesagt hat, man schaut sich das immer an. Im Nachhinein, Also beste Grüße nach Thailand. ja. Falls die jetzt noch dabei warst, wie lang sind wir? Wir sind schon 3,5 Stunden aktiv. Das kann sich ja keiner im Nachhinein anschauen, das gibt's ja nicht. Das geht ja nicht. Das ist ja gegen alle Regeln der YouTube. Völlig. Nicht? Aber wurscht, was soll ich machen? Es ist halt gerade erst morgen Geburtstag. Da können wir nicht jetzt ja schon anstessen Ja, drauf. das geht nicht. Du, Ne? aber apropos anstessen, mit was stehst du jetzt dann an? Da, Mit Spritzen vielleicht? Oder mit Nussen oder was? Mit einem Sekt könnte man mal angestoßen. Ja, könnte man, habe ich ja reingekühlt. Theoretisch habe ich reingekühlt, aber trinkst du Flaschen? Ich trinke lieber dann eine Flasche Wein fertig. Ich trinke mit Wein fertig als Insekt. Ich auch. Das kann ich ja. Das sind wir pragmatisch. Ja, absolut. Alle für den Patrick. Was? No Torten? Was? Wer schreibt? Die Mäusler schaut mit bei der Wildcat, das ist ja mal wichtig, das ist ja mal ganz wichtig. Frisser Status, die nächsten 25 Jahre packt er locker, bin schon 42 Jahre im gleichen Betrieb. Ja, aber Frissel, den Betrieb, was wir da haben, das ist nicht so leicht zu blasen. Aber natürlich, das schaffen wir. Wie ein guter Freund einmal gemeint hat, Helsinki ist Sonnenuntergang. Ja. Da wurde ich schmeckt. Leibwand. Was helle untergeht. Alles Lonig einmalig. Jetzt wird es bald finster in Helsinki. Überhaupt, ja. 10 Minuten. Jetzt rauchen wir eine an, ich meine, jetzt, wir können noch mal spülen oder ich rauche mal eine an, weil das dauert dann auch so lang. Bis ich Spülen wir noch was, ne? Jetzt lass mir doch einmal was rauchen einmal. Der braucht das schon, da rauche ich 3, bis er eine gewurzelt hat. Das ist ja Wahnsinn. Wir sind alle noch wegen Patrick um, sagt die Grisi. Das ehrt mich sehr. Ich muss mich Kanton rennt, bei mir geht es aber schon auf auf 1 zu. Na klar, Ja, Helsinki, klar. ne? Das ist eine Stunde, ja, verrückt. Du, bei uns geht es auch schon auf 1 zu, also halt dann. Eigentlich war es eh schon gleich eins. Da muss ich wieder Hust. Nach der Sommerzeit. Von der Sommer, eben, von der Sommerzeit her war, also von der, was man, das ist jetzt ein Wahnsinn, diese Umstellungen. Ja, kannst du dich da erinnern? Das ist ja Wahnsinn. Ja. Das ist die Aufregung, Patrick. Das ist die Aufregung. Welche Aufregung? Ja, was da, weiß ich auch nicht, aber trinkt man jetzt einen Nussschnaps und mit was stehst du mal an? Mit dem Gespritzen so? Mit einem Whisky kommt man anstehen. Dann geh wer auf dann Whisky. Ich zum Also Beispiel. du, ja, aber ich, Und dann rum? Was dann rum? ich hätte einen Asbach uralt, stehe bei dir in Eibestal. Ach ja. Smoke gets in our In your eyes. eyes. Schöne Nummer, schöner Standard, ja. Du. Ja, aber nur da sitzen und blöd reinschauen ist auch blöd. Ist auch blöd jetzt, für 8 oder? Minuten. Geht das nicht was zu spülen dabei? Ich hätte mir doch. Oder? Was machen wir? Ich sitze in einem Weingarten. Komm, ich sitze in einem Weingarten. Ja. Lesezeit ist, da kann man das spielen. Das ist schon vorbei. Gerade vorbei. Die ist gerade vorbeigegangen, darum passt es aber genau. Ja, das ist so. Weißt du, mit den Details, du bist so ein Unromantiker. Bin ich, weißt du, Du die sagst, ist schon vorbei. spül mal, ich sitze im Weingarten. Das passt gerade. Ist schon alles vorbei. Ist schon alles vorbei. Der Pater. Nein. Der ist schon im Kanzler. Im Frühherbst gilt das erste Brot. Ja, genau. Ja. Ich sitze in einem Weingarten unter einem Baum, weil zwischen die Rebstück fühl ich mich daheim. Das Weinlaub besticht durch sein saftiges Grün, dazwischen schau ich auf mein herrliches Wien. Und über mir wärmt mich der Sonnenschein, darunter sitz ich und trinke ein Flascherl Wein. Die Vögel, die zwitschern so lieb durcheinander,
Ein Frauenkäfer kraxelt ruhig auf meiner Hand. Die Blämerl, die drehen sich ganz sanft mit dem Wind. Ich freu mich so, als war ich nur ein kleines Kind. So kann man auch heute noch glücklich sein. Ich freu mich und trink mein zweites Flascherl Wein. Vom Wendel berauscht, schau ich auf zum Mond. Der lächelt mich an, weil mich ist er schon gewohnt. Die Grillen, die zirpen alle Irrl mir vor. Beim Herrgott bedank ich mich für die Natur. Dann halt ich mein Glasl zum Kerzenschein und trink mein letztes Flascherl Wein. Und trink mein letztes, wirklich letztes für heute Flascherl Wein. Und das ohne Jazz-Haberl. Ohne Tschüss, aber der Franz Emmel ist sofort darauf hingewiesen, das Kapperl. Das war gleich nicht schicker. Bin in der Zwischenzeit beim gemischten Satz und dann ist im Keller. Franz Emmel, Franz singen wir einander am Freitag. 5. beim Donnerischen Köller, das tut mir gefallen. Und wer sonst noch Zeit hat, Friesl packt die zusammen. Aus Heidelberg packt die zusammen, kommen Freitag. Bist du gleich da? Bist du gleich da? Du hast das Motorrad, es ist die schönste Zeit der Motorradfahren. Beste Zeit momentan, also die Packt die Wochen zusammen. überhaupt. Also, Landtagsstromer kommt mit. Eine super Geschichte. So, was auf 5 Minuten. 5 Minuten passt. sicher, jetzt habe ich einen Schwimmflieger mitnehmen oder so. Das ist War kein kein Fehler, Fehler. aber War kein Fehler. Leute, die ja Schwimmwesten nehmen, aber das Flügel nutzt da nichts mehr. Das ist, du hast ja auch Schwimmflügel eigentlich, oder? Das ist, der Schwimmflügel nicht über den Gleitflügel. Mein Flügel gleitet über den Asphalt. Ja. Jetzt sitzen wir da. 5 Minuten dauert es noch. Na, 4. Jetzt sind wir da. Aber immer noch, meine Freunde. Was machen wir jetzt? Was spielen ist auch blöd, ne? Also, oder spielen wir was noch? Dazwischen. Was ist das Spiel noch davor? jetzt vorher noch? Ja. Ja, da weiß ich schon was. Ich steig gleich.
Jawohl. Johann Schramm. Um Mitternacht fast. Patrick, du musst den Finger heben, weil der Fritzl Status hat einen Superjet reingehauen. Muss den Finger, ich hebe ihn schon. Jetzt habe ich es gerade gesehen. Ja. Alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön, Fritzl. Fritzl. Dankeschön. Danke. Jetzt ist 0, bei mir ist jetzt 0 Uhr umgeschlagen. Jesus, nein, warte mal. Jösses, nein, Jösses, nein. Und die steckt da im Aschenbecher mit dem Finger festet. Ich spiel mit, ja? Hoch soll er leben, hoch soll er leben, dreimal hoch. Hoch soll er leben, hoch soll er leben, dreimal hoch. Auf den Glase soll er hören, auf den Glase soll er hören, auf den Glase soll er hören. Schreibt sich nicht. Ich wollte gar kein rein. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, am Geburtstag, lieber Patrick. Da wünschen alle das mit, den Kommentar und alles, ja? Zum Geburtstag viel Glück. Bravo, alles Gute zum Geburtstag! 44! Jawohl, ich danke schön. Und trotzdem. Ich danke euch schön, dir natürlich auch. Gern. Jawohl! Zum Wohle, Jawohl. Prost, Prost. Ich hätte gerne mit dir einen Sekt angeschlossen, aber das Gespräch ist besser. Danke euch. Und die wichtigste Frage, und wie fühlt man sich jetzt da mit 44? Ich muss eingreifen sofort. Ulrich, ein Superjet kam herein. Gut, Superchat. 5 Euro vom Ulrich. 5 Euro, Ulrich, danke dir Dankeschön, sehr zum zum Wohl. Wohle. Sehr zum Wohl. Ich danke euch, meine Lieben. Na bitte, alle haben seine. Raphael Lillmeier, Maggie Dankeschön. Pepperton, Dubtrade, Jota, Uli Slonek, Fritzl Status, Christoph Acker, Ulrich, Thomas Nickmann, Christoph Acker, ich erhebe mein Glas für den besten Rutger Mat aus Wien, wenn ich es mir recht überlege, sogar von der Welt. Bravo, Christoph Acker. Franz Brandwein, Chrissy, Franz M. Patrick, alles Gute zum Geburtstag und Isabella. Von der Sehen wir Isabella. uns am Freitag, jawohl. Wir sehen uns am Freitag, das ist eine große Freude. Wildcap. Wildcat, danke. Happy Birthday, ich war jetzt schnell. Uli Slonek, Patrick, alles Gute zum runden 44er. Georg Scheurer, Gänsehaut um Mitternacht, großes Kino, alles Gute, Patrick. Gesundheit und morgen. Liebe Grüße. Alles Gute, junger Hupfer, schreibt der Ulrich. Ja, genau, Leiband. Franz M., der Spritzer prickelt auch. Recht hat er. Ja, vollkommen richtig. Philipp Zach hat auch noch eine, alles Gute. Jawohl, Das ist ein Philipp, Wahnsinn. danke dir. Jawohl. Manfred Kraft. Auch der Philipp, ein junger Hupfer. Ach, ne? Ja, die meisten fast, gell? Also bis auf die Alten halt, ne? Bis auf die Alten sind aber das junge Hupfer, nicht? Aber das ist... Du, und der Christoph Acker, Warte. den Vierer kann man ja auch noch als Sessel sehen. Also fühlt sich Patrick doppelt bestuhlt. Bestuhlt ist gut, ja. Ja. Man kennt das sagen, ist zum Scheißen, nicht? Aber es ist Dann was anderes. beachte bitte, Christi schreibt völlig richtig, 36 Zuschauer. Definitiv. Und die Mega sagt, ein Weltkamerad. Alles René Gute. Lemp, danke. Du, der Christoph Acker hat vorher gemeint, gab es mit den Rössikler die Linsen vom Acker? Ja, können wir machen, na sicher. Wann ist nicht wieder daheim am Schreibtisch stehen Nein, die darfst du nicht stehen lassen. Aber Nein, ich hab die jetzt in der Quetschentaschen drinnen, immer. immer, was? Aber das Ding ist, aber das war super, wenn du kommst in den Rössikler. Das war auch leibend. Schau Dass nichts mehr passieren kann. Freitag ist auch so Wahnsinn. Ja, aber jetzt müssen wir spielen, Patrick. Jetzt müssen wir spielen. Müssen wir spielen, ja. Was willst du haben, dass wir spielen als erstes in deiner Geburtstag? Als erstes. Ja, Ganz als erstes. Als allererstes. weil jetzt bist du in deinem, warte mal, du bist 44, das heißt, du bist in deinem 45. Lebensjahr. Und das erste Lied, was du in deinem 45. Lebensjahr sozusagen, nicht, wie sagt man, gespielt haben willst. Ja, wenn man unser Wehr betracht, Da
war's kein Wunder, wenn man lacht. Der Unterschied gegen frühere Zeit, da waren's halt noch ganz andere Leute. Am Kirchtag drunter am Schottenfeld, da hat's noch immer Silbergeld. Die 20er, die sind umgeflogen, der Tisch, der hat sich gebogen. Ein Buchhändel, ein guten Wein oder auf kein Tisch nicht gefällt. Doch schaut mal heim, wie es zugeht dort, da drunter am Schottenfeld. Die reichsten Leute haben Glieder gemacht, Fabriken zugeschmiert über die Nacht. Wo die Weber gewebt haben, sein Schön, steht auf was sonst Folie. Von Buchhändeln ist längst keine Spur, jetzt liegt da jeder hinterm Tor. A gesöchte Blunzen, das alles hält, die Leute haben's wenig Geld. Jo, a Gefrittis, a Gefrittis, a Gefrittis auf der Welt. Jo, a Gefrittis, a Gefrittis, die Leute haben's wenig Geld. Kurzversion davon. Jawohl. Aber das ist mir spontan eingefallen und mir gedacht, das Lied passt aktuell immer noch. Leibend Absolut. Großartig. Absolut, ja. Ja, das war das erste Lied in deinem neuen Lebensjahr sozusagen. Und ja, ab jetzt rennt da alles normal weiter. Ja, ganz normal. Ne? Genau so ist es. Beginnen wir mit einem Schluck. Auf euch, sehr zum Wohle. Jawohl. Josi, danke schön. Du bitte gerne, ich danke. War eine Freude. Und ich meine, eins musst schon wirklich billigen. Ich hätte fast einen Kuchen gebacken. Beinahe. Genau. Aber es ist die Wiki eingesprungen. Gott sei Dank mit dem allerheiligen Stützel. Wenn man den Aschenbecher in die Achtel von einem. Achtel von einem. Danke, Leute. ich gefällt es. Leute, danke. Das Fink. ist leibend. Ich werde das einmal da ein bisschen, was, das Ja, nimm die Oschen von dir mit. Weißt du? schon Das ist ja, genau. Seit 27 Jahren, weißt du, das hat sich nichts geändert. Aber ich kann das genauso gut, muss ich sagen. Besser! Ich mache das nämlich, wenn das der Tisch voll mit Essen ist. Dann, weißt du, und die da dann in der Suppe. Das ist alles schon vorgekommen. Ja. Das ist so. Da war apropos Suppen, ich meine gestern, also respektive, ja, Gestern, gestern Mittag, eine Ganselsuppen à la Bonheur. eine Gansel-Einmachsuppe mit Breselknödeln à la Bonheur. Christoph Acker sagt er dich. Warte mal. Wir haben ja jetzt wieder Normalzeit, sagt Franz Brandwein. Ja genau, jetzt ist die Normalzeit. Ja. Und der Christoph Acker, Patricks größter Hit würde doch noch passen. Ja, das muss sein. Ich muss sofort Mit am der nächsten steirischen? machen. Na sicher. Wann machen wir mit der steirischen heute? Der Kas wandert immer weiter weg. Ich wollte gerade sagen, jetzt dass ich gar nicht mehr zugekommen. Nö, was ist denn jetzt wieder? Du musst aufpassen. Du musst aufpassen ein bisschen. Naja, nein, das ist wirklich kaum was ein gewisses Alter. Du bist schon ein bisschen. Aber ich bin ja schnell beim Umschnallen. Sehr schnell, ja. Das ist- Naja, Christoph Acker, ich hätte den Kuchen ja gemacht, wenn der Patrick nicht zum Mittag schon, also und dann nicht heimgekommen war. Also, wir waren ja Wir waren im Stress heute. Wir waren im Stress, kannst du Eigentlich sagen? waren wir Eigentlich waren wir im Stress. Das ist wirklich verziehen. Muss ich wirklich sagen. Ich glaube ja, das glaube ich auch. Wir weil- waren gewaltig im Stress. Weißt du, ich meine, die Zutaten sind da, du kannst gar nicht. Hier hat er 2 Eier am Schädel, ein paar Kilo Mehl. Nein, wir könnten morgen in der Früh ein Omelette machen. Morgen kriegen wir einen Kaffee, haben wir heute schon gekriegt, kriegen wir einen Kaffee bei der Wiki im Mavihof. Sind wir schon? Und eine offen? Überraschung kriege ich auch. Also, Kriegst du auch eine Überraschung? Hast du gesagt? ich glaube schon. Ich nicht. Also ich habe keinen Geburtstag. Ich glaube schon. Ja, das kann leicht sein. Ich glaube, ich muss das filmen machen. Ja, aber ich glaube auch, sie hat schon durchblicken lassen, nicht allzu früh, dass wir kommen, was uns ja recht entspannt hat. Absolut, ja. Wenn ich sage, wir sollen nur 5 kommen, wird es eng. Ne? Jawohl. Gerhard Spörk ist da hier am 4. Gut. Gute Nacht, Danke, Gerhard. Herr Oberförster. Das Kaffee ist ein Jäger. Ja, Jäger, das weiß ich, was der. 2 Paar Schuhe. Ja, das ist schon. 2 Paar Gummistiefel müsst du sagen. So, aber gut, freut mich sehr. So, also bitteschön, reiß es einmal auf.
kennt alle, die jemals am Friedhof dort wohnen. Künstler und Hakler, Generaldirektoren, jeder tut sie feindlich grüßen, egal ob's groß oder klein ist. Dafür haben wir was ins Kerbel rein, ja bitte Zenze, hört man gerne. Schatzel ist a Häselfrau am Friedhof in Stadtlau. Die Handschrift gilt das Schürzelblau. Mein Zinsi, oh mein Zinsi, aus Stadtlau. Sie kennt alle die Mittel, die sie im Fernsehen bewähren. Duftende Hacke und Co., sie hat's gern. Fröhlich tut sie den Häusl putzen, weil man will sie ja schließlich benutzen. Dafür hat man ihr was ins Kerbel rein, ja bitte Zinse, kehrt man gerne rein. Mein Schatzel ist a Häselfrau am Friedhof in Stadtlau. Die Handschrift gilt das Schürzelblau. Mein Zinsi, oh mein Zinsi, aus Stadtlau. Ein bisschen öffnen. Vielleicht ist Ja, ich habe ein bisschen so einen leichten Brandgeruch schon wieder in der Nase. Oh, nur einen leichten, nur einen leichten. Nur einen leichten. Danke euch gefällt die Achteln fallen rein. Und das um die Uhrzeit. Es sind immer noch 30 Zuseher da. Georg Schaurer, gute Nacht zu wünschen natürlich. Der Uli Slonig meint gerade ein Omeletterl mit Kerzen. Das ist nicht schlecht. Das ist Das ist schlecht, nicht schlecht. Das hätte ich jetzt auch gern. Ich meine, ich hätte gerne einen Käse, aber der Liter steht irgendwo da drüben. Da kommt ja Der kein Franz Mensch zu. Brandre meint völlig richtig, am Kamernberg geht auch Kerzen. Richtig, richtig. Da kann man den Käse auch noch schmelzen dann Ja, gleich. wenn er in Griffweite ist. Aber der Kammerbier ist ja. Du hast ja das alles da umgestellt. So, jetzt ist es nach Mitternacht. Ich bin 44. Was ist? Jetzt werde ich mir sofort was bereiten hier. Ich habe geglaubt, du stößt mir einen Käse um. Aber bitte, ja, du kannst auch was bereiten. Es ist ein Wahnsinn. Du, Ich werde dir den Käse sofort holen dann, aber Ja. kommen wir schon langsam zum Ende. ich oder? würde sagen, wir beschließen die ganze Geschichte. Das, weil man gratuliert haben wir. Wir können das ja auch noch. Es war mir eine Freude. Wir auch. Wir können da austrinken, auch ohne Kamera. Nicht? Also, wir brauchen ja niemanden dazu schauen, wir schaffen das allein auch. Wir sind in Übung seit 30 Jahren. Und ich denke mal, ja, können wir die Käseplatte noch gemütlich vernichten. Eine gute Idee, Ja, ja. weil, wie gesagt, da müssen wir schauen. Wir müssen nicht schon aufstehen, bald- auch schon wieder. wir aber- müssen nicht schon bald zum Frühstück zum Marwehof. Also Frühstück. Es wird mehr so ein Imbiss. Es wird ein Oder Imbiss werden, ja. Mehr so ein. Ein Kaffee schon. Ja. Aber ich glaube, es ist eine gute Geschichte. Ich glaube, es ist eine gute Geschichte, weil es war uns eine ganz, ganz große Freude, dass so lange dabei war. Ganz Muss ich echt sagen, was haben wir denn da? Fast 4 Stunden. Ja. eine Jetzt mit Xe. dem nächsten Lied sind wir über 4 Stunden. Ich glaube, das ist schon mörderisch leibend. Da können wir stolz auf sein, Patrick. Servus. Sehr zum Wohle. Auf dich nochmal. Gesundheit. Alles Gute, Danke. Gesundheit. Danke euch auch, gell? Prost. Der war warm. Ja. So warm gespritzt, ja nicht unbedingt. Naja, warm. Aber ich war nicht mehr ganz. Aber wir werden nach dem Lied, sobald wir offline sind, dann
Der Fritzl Stadtkuh schreibt auch schon Servus und gute Nacht. Uli Slonek verabschiedet sich auch. Eine Nummer muss jetzt noch sein. Er wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen. Langsam Zeit. Wir haben jetzt gesungen, haben viel gelacht, den Abend miteinander verbracht. Es ist auch gewarnt worden. Bei manchen Lied. Wir haben was getrunken und haben was gegessen. Den Alltag miteinander vergessen, doch sind wir ehrlich laut. Wir werden schon langsam jetzt. Er wird der Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns sehr gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Und wie ich bei meinem letzten Viertel sitz, denk ich an meine blöden Witz und an die schönen Wiener Lieder und an die Gemütlichkeit. Wir haben heute Post und gesungen viel und gegen Ende wird's langsam still. Und so hat auch jede Stimmung ihre Zeit. Allerletztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Danke euch vielmals. Danke euch für alles. Viert euch. Bis zum nächsten Mal. Eure 16er Buben, viert euch gut. Menschen, sind wir alle. Völler hat jeder genug. Alle können doch nicht gleich sein. Das liegt schon so in der Natur.